Johanne, hallo. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Herren und Damen am Empfangsgerät. Hallo Lumi und hallo alle anderen, die schon reinschauen und ja, noch nichts schreiben können, weil sie aus der Zukunft kommen, weil sie das VOD nur schauen oder sonst irgendwas. Hallo. Hallo Leute aus der Zukunft. Hallo Lumi. Ach ja. Wir wollen heute Mass Effect spielen und uns nicht von Politik beeinflussen lassen, die uns wahrscheinlich beeinflussen wird, obwohl wir Deutsche sind. Ach ja. So, ich drücke erstmal fortfahren. Ich brauche irgendwie Hintergrundbeschallung. Wo ist der Sound? Da ist der Sound. Sehr schön. Mhm. Ach ja. Da drüben in den USA hat die Rote Partei gewonnen. Das heißt, 4 Jahre mehr Trump. Toll. Ach ja. Na, was ist hier los mit Rucke Rucke? Ich glaube, ich muss das Spiel einmal neu starten. Weil so geht das nicht. Hatte EA ausgemacht, also das Ding, was EA heißt, weil ich das Overlay ausmachen wollte. Hat auch funktioniert, aber ich weiß nicht, ob das jetzt andere Sachen durch kaputt gemacht hat. Ich dachte, das war jetzt kein Problem, aber gut. Dann starte ich halt das nochmal neu. Dann sehe ich halt die Achievements, wenn sie aufploppen. Nee. Na gut. Ich dachte, ich hätte eine Lösung gefunden, aber nee. Ich nehme jetzt zumindest an, dass daran, dass das Laggen lag. Laggen war es nicht. So ein Haker, ne? Oh, klar. Heute auch wunderschön schwarzen Tee gemacht. Und fortsetzen. Wunderschön schwarzen Tee gemacht und. Wie sieht das jetzt erst gleich? Und ich habe hier Obst liegen. Wenn hier Dialoge ablaufen, kann ich nebenbei was futtern. Ah, auch cool. Mhm. Das müsstet ihr gleich sehen. Ja. Bioware. 2007 sogar rausgekommen, nicht 9, wie ich gesagt hatte, ne? Gestern. 2007. Mhm. Ist schon ein altes Stück, ne? Mass Effect 2 kam vielleicht 2009 raus? Kann sein, ne? Mal ganz kurz gucken. 2010, okay. Ja. Na gut. 3 Jahre Abstand, ha? Was ist mit Mass Effect 3? 2012. Hätten sich mal noch ein Jahr mehr Zeit gelassen, um diese Trilogie abzuschließen. So, keiner Mikrokugler. Gut. Da will ich gar nicht hin. Wo will ich eigentlich hin? Ich glaube, wir waren gerade auf irgendeinem Guffelplaneten. Haben dann nochmal Dinge gemacht. Als letztes. Mhm. Hier waren wir überall durch. Haben wir überall einmal gelandet, mal geguckt so. Also wo ging, ne? Nein, nicht reinklicken. Asteroid Citadel. Ich weiß gar nicht, wo wir hinwollen. War jetzt noch so einen kleinen Taster? Oder gehen wir zu einem der größeren Dinger hier? Flieg mal hier hin. Da ist nur ein Ding. Hier 2. Okay. Na klar. Hui, von innen nach außen wieder, ja? Magiku. Nichts. Terrestrischer Planet, ja, dünne Atmosphäre. Gib mir Wasserstoff. Loba.
Materialcheninschrift gefunden. Oh. Sie haben ein seltsames Objekt im Orbit von Floba gefunden. Techniker Adams und Tali haben erfolglos versucht, seinen Ursprung herauszufinden. Dafür fanden sie darin eine der Schriften der Materialchen Dilinaga. Ja. Wir haben ja auch theoretisch 2 Anrufe bekommen oder 2 Nachrichten, dass wir doch auf die Citadel gehen sollen und da nochmal irgendwie mit wem reden sollen. Vielleicht machen wir das auch gleich mal. Vielleicht ist das eine gute Idee. Ja. Rebin. Da muss ich landen. Steht hier auch immer, was ich da gefunden habe? Irgendwie nicht so richtig. Softwarebedingte Ausfälle der GPS-Satelliten. Keine Ahnung. Aber wir gehen runter. Du kommst anscheinend andauernd mit, weil du Technik dieses Ding hast. Es sei denn, ich lerne das noch mit dem Elektronik. Das könnte ich auch machen, glaube ich, ne? Oder habe ich das überhaupt? Muss ich schauen. Du. Sie hat Elektronik. Das lerne ich, glaube ich, nicht, ne? Nee. Naja, gut. Jetzt erst in die Richtung. Na komm. Erz? Irgendwas? Sieht nicht so aus. Und die waren auch immer so versteckt, ne? Die Erzsachen. Hier ist nichts. Okay. Dann dahin als nächstes. Nee, was ich mich aus dem zweiten Teil erinnere, weiß ich, das war sehr nervig, was du auf Planeten gemacht hast. Das war so eine grobe Sonde immer schicken, ne? Du konntest dafür gar nicht landen irgendwie. Oder? Doch. Ja, du konntest nicht landen. Im dritten Teil hatte man dann wieder ein Fahrzeug, meine ich. Das besser war als das hier. Ich glaube, im zweiten Teil, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, aber es war sehr nervig mit den Proben. Das vermisse ich gerade. Irgendwie. Da sind Feinde. Trümmerjäger. Das war's. Der starker Beschuss hier. Sag mal. Dreier-Waffen-Upgrades, alles nie. Ich meine, am Ende ist das sowieso egal, ne? Die verkaufen wir dann nachher sowieso, wenn wir höhere Qualitätsstufen haben. Diese Geschichten zumindest. Hui.
gar nichts mit meinem Tee getrunken. Wir sollten wirklich auf die Citadel gehen, damit ich in Ruhe trinken kann. Ah. Mehrere Trümmer. Irgendwie. So ein Signalturm. Deaktivieren. Entdeckung. Dieses Gerät überträgt Signalbündel aus in den geosynchronen Orbit. Dadurch wird die Funktion der GPS-Satelliten des Untersuchungsteams so vehement gestört, dass sie in der Nähe abstürzen. So. Aha. Hier noch Loot? Glaub nicht. Deswegen waren die Trümmerbanditen auch da, ja. Die haben die hier planmäßig abstürzen lassen, damit die den plündern konnten. Also ja, so. Ihr wisst schon. Die Leute da, die Wracks ausschlachten. Mhm. Ah, was sind das da links? Was ist das? Das Erz? Ja, es ist ein Eingang. Ist ja auch nicht, also steht hier nicht, was das ist. Finden wir so. Ja, wir haben einen neuen Anzug, ne? Anscheinend haben wir ja auch Atmosphäre. Sehr dunkel. Vielleicht ist das so ein bisschen der Hintereingang dieser Forschungseinrichtung, oder? Dich jetzt. Seid ihr? Was? Ja. Gott. 4. Schild wieder aufladen. Oh shit, das hat mir Schaden gemacht hier. Das ist aber... Oh, das ist aber doof. Ah, Mann. Hey, wenn ich das gewusst hätte... Ach, jetzt? Wirklich? Okay. Wird mal wieder speichern. Oder so. Oh, da ist Erz. Diesmal weiter innen gewesen. Was mir gerade einfällt, also eigentlich wäre eine Mod cool, die die Map einfach vollständig aufdeckt, wenn wir drauf auf dem Planeten landen. Dass wir diese Erze einfach nicht verfehlen können. Das wäre super. Gibt's dafür eine Mod? Sollte ich mal schauen. Ja, Plutonium. Hier bin ich irgendwie in die Pampa-Raten fahren müssen oder so.
Oben drauf, ne? Ja, vielleicht hat er einen Raketenwerfer. Hm. Das war ein Quicksave? Wirklich? Ich glaube schon. Hm. Kann ich euch überfahren? Sekunde. Kann ich. Okay. War wie gemein. Huch, du lebst aber noch. Du nicht? Okay. Hm. Das sah eben sehr gemein aus. Da. Hm. Hm. Kann mit der Maus und dann nur mit W vorne nach vorne gehen, aber gucken wir gleich mal. Was mit WASD momentan? Ach, verdammt. Hm. Nochmal. Hm. Einfach hier durch, ne? Was? Shit. Ja. Nochmal. Ah, verdammt. Sehr gut. Aber was wir über Saren erfahren haben, dass er ja auch, also durch Rex jetzt, ne? Hauptsächlich dadurch, dass der ja auch schon eine Weile länger irgendwie krumme Geschäfte macht. Er hat das schon so ein bisschen vorbereitet, was hier passiert. Wenn das nicht irgendwo auf einer Erdenwelt was gewesen wäre, was er jetzt nicht vertuschen konnte, ne? Mit so einem anderen Spectre noch unter, also nicht wir, sondern der andere da, ne? Der gestorben ist. Dann, weiß ich nicht, ob man ihm rechtzeitig auf die Schliche gekommen wäre. Alles vorbereitet wahrscheinlich sonst. Wäre doof gelaufen dann. Für die Galaxie. Haben wir. Ja, dreh dich doch. Ich Shift drücke und er Boost gibt, das ist immer noch, also nach vorne. In welche Richtung wir eigentlich gerade fahren. Kann man so Sachen eigentlich erkennen auf der Karte? Als dunkle Flecken vorher? Nee, oder? Da war keiner. Weiß ich nicht. Mal schauen, was ich dann jetzt alles von Mass Effect spielen werde. Auf jeden Fall Teil 1, 2, 3. Immer dazwischen mal das Rad drehen wahrscheinlich, ne? Das ist so der Plan. Vielleicht tue ich mir Andromeda an. Vielleicht ist das ja im Stream irgendwie nochmal lustig oder so. Ich weiß es nicht. Entscheide ich dann auf jeden Fall. Ob ich dann noch mehr Lust auf Mass Effect habe. Auf jeden Fall habe ich das Game. Ach ja. Nicht wahr? Ich denke schon. Sekunde. Doch, ich glaube schon. Und auch schon Luxus, ne? Ja, hab ich.
So Spiele auf Steam hast und nicht mal weißt, dass du nicht mehr sicher bist, so. Hm. Ach ja. Stimmt. Hm. Ja, mal wieder häufiger schnell speichern. Ah, da vorne sind Gegner. Zali. Das sind Maschinen, oder? The survey team must have unearthed some alien technology that turned them into mindless fanatics. Hm. Ist so? Whatever they found, it's long gone now. Das hat die Taliban bestimmt gesehen. Aha. Pistole, Schrotflinte, Präzisionsgewehr. Avenger? Mhm. Ja, ach, Sturmgewehr, warte mal. Präzisionsgewehr, Avenger haben wir aber auch. Ja, mach mal. Ist schneller, ne? Ja. Die andere hat mir besser gefallen. Banshee 2 aber, ne? Ne, warte. Hier. Hammer? Ne, nicht Hammer. Hammer sind 3 Dinger. Reaper? Reaper. Ja. Aber wir können ja mal hier auch wechseln. Von Banshee 2 auf Avenger 3. Let's gucken. Wenn ich nicht ziehe, sehr ungenau. Okay. Muss irgendwann noch mal gucken, ob ich hier Gift wegnehme für was anderes. Ich meine, es ist halt langsamer Schaden. Irgendwie macht das keinen Sinn für... dafür. Gegen synthetische Ziele mehr Schaden. Das klingt eigentlich ganz gut. Radioaktiv. Huch, was ist radioaktiv? Ich wollte das erst sehen. Wir machen mal kurz chemisch. Da. Weniger Abkühlungsreduzierung. Was? Beim Ziel. Okay. Okay. Keine Ahnung. Waffenwirkung, panzerbrechend. Reißer. Mehr Schaden gegen organisch oder mehr gegen synthetisch? Mach mal synthetisch. Ist er hier drin? Präzision. Mehr Schaden? Nee. Weniger Rückstoß klingt ganz gut. Ja. Ist da hinten irgendwas? Nicht so aus. Sehr dunkel, ne? Nochmal welche kommen? Also nochmal so eine... Ja, nehmen wir. Nochmal so eine Welle. Schwere Menschenrüstung. Präzisionsgewehr Reaper 4. Oh, okay. Das ist mein neues Gewehr. Gerade erst nochmal reingeguckt, was war hier. Ja. Erste Viererwaffe. Sehr schön. Ist hier noch irgendwas? Ionensicherheitszelle. Wo?
Das Ding? Nee. Hm. Was muss ich jetzt, ne? Die Dinger? Ja, ich glaube schon. Die Genauigkeit ist, Ah ja. Okay. Ja, die sind beide tot. Toll. Beide wiederbelebt. Drücke V. Bisschen dem Schwierigkeitsgrad geschuldet, auf dem ich unterwegs bin, ne? Aber nur ein bisschen. Was tun? Okay. Mann, oh Mann, ich glaube, ich mache zu wenig Schaden. Das wieder machen mit der Sniper. Na komm. Albert ist ja schon, ne? Damit ist der Verbleib des gesamten Exogeny-Forschungsteams geklärt. Sie wurden mit Hilfe von Vorrichtungen, die jenes auf Eden Prime sehr ähnlich sind, genetische Hass transformiert. Wie es dazu kam, dass diese Vorrichtungen auf einer so weit entfernten vom Gebiet entfernten Welt begraben liegen, bleibt ein Rätsel. Mhm. Rex, du darfst da aufstehen. Bitte darum. Ja, Dankeschön. Dich heilen? Hier, guck mal. Das ist nochmal eine Heilung. Das heilt ganz schön wenig, ne? Vielleicht sollten wir erste Hilfe skillen. Na, ist hier noch jemand? Loot. Wobei, der heilt sich ja sowieso von alleine, ne? Unser Krogan. Rex. Pistole. Turianer. Mhm. Ne? Du heilst dich selber. Ganz langsam. Im Gesundheitsbalken kann man dabei zusehen. Ja. Praktische Fähigkeit. Nichts weiter. Mhm. Ja, dann können wir wieder raus, ne? Okay. So viel Loot gefunden. Im alten System auch so? Und so ewig viel kriegt? Oh, wer weiß.
Das ist jetzt die Forschungseinrichtung und da fehlen wahrscheinlich Haufen Leute. It's deserted. Mhm. According to these data logs, the survey team unearthed some kind of alien technology. Ja. Muss ja mal schauen, ob alle Level 3 Waffen ausgerüstet haben. Bestimmt. Phasenmunition, ja. Interessante Fahrzeuge. Was damit die auf beiden Seiten fahren können, theoretisch, wenn der war flippt so. Weiß ich nicht. Also ein bisschen panzerähnlich auch, ne? Haben wir hier hinten noch was? Und da oben würde ich auch gerne noch einmal in die Richtung gehen. Also gehen wir erst dahin. Oh. Ach, gucke, da ist was. En route. Ist das Urerde oder was stand da eben drauf? Was? Mhm. Gut. Uran. Uran, okay. Uran. Mhm. Dann wird dann nichts weiter sein. Dann da lang. Mhm. Zwei Sachen. Wir schnell speichern. Was ist hier? Das Treasure-Gebiet oder so? Ja. Stund im Deutschen. Die lädt. Was war denn da lädt? Ja, deine Erfahrung. Oh. Sterben? Ja, da gibt's auch viel Erfahrung. Das lohnt sich schon. Mal her damit. Und. Okay. Uralte Trümmer. Mhm. Koreanische Insignie gefunden. Es gibt keine Anzeichen für Überlebende, bis auf eine verwitterte Flagge mit den Insignien der Nimines-Kolonie. Die Kapsel leer. Okay. Vielleicht jetzt noch irgendwie in die Richtung so ein bisschen oder so. Dann mal gucken. Kommen wir auch langsam runter. Dreh dich mal bitte. So lang.
Verdammte Spinne hier. Aber kommt nicht hoch, ne? Nicht ganz. Ich glaube, dann ist hier auch nichts, ne? Hier sind wir gestartet irgendwie. Ja. Kein extra Erz irgendwo. Nicht, also, ich glaube, da hätten wir durchfahren müssen. Sind vorbei. Hat aufgefallen, dass ich Shift gedrückt halten kann und er. Das ist automatisch. Ja, okay. Ja. In den Planeten waren wir? Ich weiß es gerade nicht. Treppen. Nochmal angezeigt zum Glück. Noch 2 weiter außen. Der hier. Wenn mal. Gib mir. Uran. Und Honidor. Okay. Haben wir dem Cluster noch das da. Das System. Message coming in. Patching it through. Commander, we've got a situation that requires your expertise. A group of fanatical biotics have kidnapped the chairman of the Parliament Subcommittee on Transhuman Studies. Their freighter sustained damage and is dead in space. Get in there and take them down. Wer bist du? What kind of resistance should I expect? The biotics were seen loading equipment into the freighter. Expect traps and combat drones. Nothing you can't handle. What's the priority on saving the chairman? Saving him would be my preference, but we must make it clear that these tactics don't work, Commander. Your top priority is to neutralize the biotics. What are the biotics asking for? They're L2 biotics, and most of them are suffering major side effects from the implants. The subcommittee denied a request for reparations to all L2 biotics. Apparently they'd like the chairman to reconsider. Okay. Understood, Admiral. I'll see what I can do. I appreciate you taking the time, Commander. I'm sending you the last known coordinates of the freighter. Good luck. Fifth Fleet out. Das ist ja nicht in dem System. Doch, das ist in dem System. Anscheinend. Jetzt mal die anderen Sachen. Das ist nix. Sieht aber sehr schön aus mit dem Grün. Wasserstoff, Helium, Gasgigant, aha. Koreanische Datendisk gefunden. Beim Scannen von Jun Tauma haben sie einen uralten, fast schon verrotteten Frachter im Orbit gefunden. Ihr Bergungsteam ging an Bord und stellte fest, dass das Schiff von Piraten angegriffen worden sein muss. Es fanden sich kaum wertvolle Dinge an Bord. Das Team brachte immerhin eine proteanische Datendisk mit zurück. Seltenes Element. Thorium. Spotify speichern. Danke. Brauche ich da irgendwie? Ich habe schon wieder Skillpunkte. Ich kann Elektronik lernen. Erstmal das da, ne? Achso, nee, mehr brauche ich nicht. Das ist das höchste Dechiffrieren-Ding. Das erhöht nur meinen Tech-Explosionsschaden. Ja. Brauchen wir nicht, glaube ich. Ja. Spectre-Training. Ja, wiederbeleben, das ist ganz gut, aber ich weiß nicht, ob wir Präzision so sehr brauchen. Präzisionsgewehr dagegen. Weil das erhöht auch nur pro Punkt um 2, ne? Also Präzision, aber hier ist Schaden. Ja, 0,5 nur. Was nehmen wir denn? Das da hätte ich gern, glaube ich, ja.
Kann bei schwierigen Objekten eingesetzt werden. Müssen wir aber in die Richtung skillen. Ist aber auch nicht schlecht. Also, Überlastung war schon ziemlich gut. Ich denke jetzt mehr also an Dialogoptionen tatsächlich. Was angeht, Dämpfung war, dass sie nichts einsetzen können. Ja. Mach mal. Okay. 30 ist das maximale Level, ne? Wir sind jetzt schon auf 10. Ein Drittel haben wir schon. Nicht das Gefühl, dass wir so schnell vorankommen, aber ja. So, wo man. Die Ontario ist ein menschliches Modularschiff der Balloon-Klasse zu verschiedene Fracht- und Personentransportzwecke gebaut wurde. Das Schiff fliegt mit höchster Geschwindigkeit in die Deckung eines Asteroidenclusters. Huch. Aha. Privatbesitz Citadel. Es fliegt zu einem Asteroidencluster. Die wollen sich selber zernichten. Ich hab gesagt, Caden will ich mitnehmen, ne? Mal Garrus dazu. Ich glaub schon. Also, ne, das ist, ja. So, Jungs. Ihr nehmt euch. Du hast eine Level 1 Waffe. Ich muss mal ganz kurz. Caden war... Er hat keine Waffe verbessert. Ja, stimmt. Aber wenn dann am ehesten noch Pistolen. Ne, Pistolen, ja. 20 Punkte hat er. Meine Güte. Was wäre denn automatisch? Die Chiffrierung. Brauchen wir nicht. Danke. Wobei, Elektronik. Das mache ich auch. Mach mal hier die Sachen eher. Das ist okay. Straße, die Schiffe. Das für mehr Schaden einfach. Medizin. Und organische Feinde für Giftschaden. Mach das mal. Erste Hilfe. Also erst so ein Erste-Hilfe-Mensch, ja? So ein bisschen. Wir haben noch 4 Punkte. Dann können wir Heben 2 haben. Erweitertes Heben. Genau. Ja, cool. So, Garrus. Wir müssen so viel skillen. Das ist ja... Wir leveln so schnell. Das war mit dem anderen System aber auch so dann, ne? Ich möchte... Das nicht. Auch gerade nicht, ehrlich gesagt. So, was haben wir hier als Sturmangriff? Ja, dann mach doch das dahin. So, taktische Panzerung auf jeden Fall. Bis mittelschwere Rüstung. Ja, noch einen Punkt mehr dafür. Okay. Das auch. Sturmgewehr ist schon dein Ding. Also das ist schon, glaube ich, das, was du am häufigsten nutzt. Kann das sein? Kann ich noch irgendwo einen Punkt raus tun, damit ich Präzisionsgewehr auch noch kriege? Nutzt er mehr Sniper oder? Ich bin nicht sicher. Er ist ja theoretisch die gleiche Klasse wie ich, richtig? Ja, irgendwie nicht ganz, ne? Ich glaube ich nicht. Nee. Wird schon passen. So, Garrus, du kriegst erstmal eine Dreierwaffe. Die Avenger, ja. Der Sniper kannst du auch meine Ablage haben, sozusagen. Vielleicht sogar, welche ist das? Die Hammer ist das, ne? Die so Papa-Pump macht. Die ich nicht so gut finde, aber ist gut für ihn. Bestimmt. Ist auch mal irgendwas da drin? Gift? Ne. Waffenwirkung. Ja, klingt gut. Kampfsensor auch drin haben, damit du das konterst. So, du brauchst Sturmgewehr. Ne, Pistole auch, ja. Hedge, Kessler.
Ähm. Warum ist denn die Waffe so gut, die er hat? Hm. Hm. Ja, dann darf er die behalten, meinetwegen. Hier nämlich chemisch. 40% Giftschaden. Und großkalibrig 2. Bisschen müllig, aber gut. So. Hm. Das ist auch noch ein Sturmgewehr 2. Meinetwegen. Mhm. Shotgun nutzt keiner von euch. Gut. So. Anschleichen ist eh nicht, ne? In dem Game. Das gibt's, glaube ich, einfach nicht. Leicht Mensch. Pistole Stiletto. Hm? Die muss ich mir mal kurz angucken, auch wenn ich nicht so viel davon habe, ne? Was ist das? 1? Ja. Hm? Interessant. Die sieht gut aus, aber die möchte ich nicht. Hm. Ich glaube, die gebe ich keiner nicht. Den mag ich zu wenig. Oh Mann, der hat's so schwer bei mir. Fast leid für ihn, aber nur fast. So. Achso, wollte Rüstung gucken. Warte mal. Garrus Rüstung. Das war so ein Ding. Nutzt das gleiche. Hier, mittelschwere Turianer Rüstung. Guck mal. So viel besser. Mhm. Nochmal viel besser. Oder? Sie hat halt einen Bonus. Warum ist die so viel besser? Ja, die ist ja einfach mittelschwer, mittelschwer. Interessant. Oh, jetzt der Vergleich. Hä? Warum ist denn das eine Zweierstufe Rüstung? Okay, ja, die ist besser. Nimm mal die Giftresistenz. Schmetterschaden. Das ist Melee, ne? Ja. Härtung ist gut, glaube ich. Mehr Schadenschutz nehme ich an. Von mir aus kannst du auch noch mal kurz gucken. Nee, das muss ich erstmal selber gucken. Ja. Die sieht nicht gut aus. Guardian hatte ich vorhanden, ne? Ist niedriger Schadenschutz besser? Verstehe das nicht ganz. Ja, Tech und Biot, aber. Ja. Das ist Guardian, das hatte ich eben an. Aber die 4er Liberator ist einfach besser? Die eine leichte Rüstung ist? Ich verstehe. Ich glaube schon. Die ist so hässlich. Nämlich. Nee. Besser. Ja, gut. Bleiben bei dem. Von mir aus kann hier keiner das haben. Wie sieht das bei ihm aus? Das passt irgendwie leider zu ihm. Hat ein bisschen Tech-Biotik-Schutz. Okay. Warte. Da war noch ein Slot. Kann ich noch irgendwas reintun, was ein bisschen billig ist? Rettung, let's go. Let's go. Er kann sogar Space sehen. Oben rausgucken. Intruders, kill the hostage. We need to hurry. They're gonna kill him. Ich kann nicht aufstehen. I will destroy you! Ja, hallo. Make sure that doesn't happen again. Ich hier getroffen. Damit. You must die. Euch. Boah, Biotiker, ne? Nervig gerade.
noch eine neue Fähigkeit auch noch, ne? Ja. Damit ich Sachen blockieren kann, Tech und Biotik. Ja, irgendwen hier halt nicht. Halt, stopp. Okay. Noch Leute anvisieren damit, ja. Nicht verfügbar. Ach, weil er tot ist. Ja. All patched up. Vergessen, dass seine Waffen auch Schaden machen. Bisschen. Chaotisch. So, wir müssen weiter. Keine Zeit. Nicht die einzige Gruppe gewesen sein. Oder? Ah. Tür da vorne. See how it is? You write letters and everyone ignores you. Force is the only thing people appreciate. So how about if I kill Chairman Burns and finish this charade? Please, I was trying to help you people. Let's not do anything we're all gonna regret. Why not? What have we got to lose? Since the chairman here decided that we didn't get reparations, we've got nothing left to live for. But I've changed my mind. Seeing you all, it's clear that you all deserve... You had your chance. Some L2s are nearly crippled from side effects of the implants, but you voted against reparations. Think about this. Burns is the one man who can help you. Yes, if you release me, I can take another look at the reparations request. What, we're supposed to trust you? I'm an L2 like you. Trust me. good. The commander can make sure that Burns follows through. Sure, you promise us freedom and say everything will be fine, but as soon as we surrender, you'll double-cross us. Mehr kann ich nicht bieten, nee. Ich sag die Wahrheit. I'm not promising to let you go. All I'm saying is that Burns will take another look. Right, Burns? Absolutely. I had no idea that the L2 biotics were this desperate. If I'd known, the reparations will come. For whatever it's worth, I promise that. You're right. I don't want to die. Maybe something will happen this time. We surrender. Yeah, Talk No Jutsu hat Thank you, funktioniert. Commander. I thought I was dead when they took me. I'll see to it that the reparations discussion is reopened. I didn't know they were so desperate. A Fifth Fleet cruiser will be by shortly to pick you and the prisoners up. Thank you, Commander. I thought I was dead when they took me. Jetzt kommen wir schon die Vierer-Items ein. Equalizer. Ungefähr. Weiß nicht. Ja, danke, dass ich euch plündern darf. Ich bin auf eurer Seite und so. Danke. Für all den Loot. Oh Mann. Energiegewebe. Okay. So. Explorer, Rüstung. Schule. Kriegen jetzt andauernd Vierer-Sachen. Das ist ja wild. Weil wir Level 10 sind, ja, oder was? Also ich nehme an, dass das irgendwie bisschen mitscaled. Kiste. Sturmgewehr Raptor. Klingt gut. Schrottflinte. Nope.
Okay, jetzt bin ich wieder hier. Hä? Nee, ich bin im Eingangsbereich, alles richtig. Ich dachte gerade, ich wäre schon wieder bei denen da hinten. Mission war irgendwie sehr kurz. Mhm. Merkt man erst halt, dass die mit Mass Effect 2 quasi so richtig dazu gefunden haben, wie sie das Spiel eigentlich machen wollten, ne? Also wie das eigentlich auszusehen hat, so, wenn man ehrlich ist. Eins ist auch schon viel Grundbaustein da und ist cool auf jeden Fall. So, dann gehen wir jetzt zur... Message coming in. Oh. Patching it through. Thank you for dealing with the hostage situation, Commander. Chairman Burns was quite impressed by the way you resolved the situation peacefully. Your assistance above and beyond the formal duties has been noted, Commander. Fifth Fleet out. Kuckuck, auch Cleo. Hallo. Achso. Mhm. So. Hier gab es nichts anderes. So, ich wollte zur Citadel. Weg. Ja. Warum ist der Sound weg? Da gibt es ja auch nichts anderes, oder? Hab ich jetzt irgendwie noch was anderes gesehen? Ne. Let's go. Geht gut soweit. Ich mache mir Sorgen, weil in den USA, ich weiß nicht, wie es passieren konnte, hat ein böser oranger Mann gewonnen. Haben irgendwie 70 Millionen Leute haben für den gestimmt. Ich finde das sehr merkwürdig. Aber ansonsten geht's gut. Ich finde das sehr fragwürdig irgendwie. Aber ich glaube, es ist ja auch irgendwie so, noch mehr Leute als zur Wahl gegangen sind und für den Falschen gestimmt haben, so theoretisch, ne? Ich meine, jeder kann ja von dem halten, was er will. Jetzt dann vielleicht nicht unbedingt, also ich kann mir vielleicht nicht unbedingt auf Augenhöhe begegnen, aber, weiß ich nicht. Es haben ja noch viel mehr Leute einfach nicht gestimmt, ne? Wie es halt in Deutschland auch so ist, so. Ist so eine große Partei gewinnt mit 40%, im Gegensatz zu den anderen, die dann weniger sind oder so. Aber ist dann auch, dass das halt nur die Leute sind, die gewotet haben und viel mehr Leute haben einfach gar nichts gestimmt. Können wir mit Caden reden über die letzte Mission? L2 Leute? Hat das irgendwie was ausgelöst bei ihm? Hast du Bock zu reden? Do you have some time to talk now, Commander? Ja, klar. Of course. Have a seat. We've played it pretty close to the book so far, but we're a long way from backup. We've got some tough calls to make. I'm just saying, try to leave yourself a way out. I've seen what cutting corners can do, and I'd hate to have that happen to you, Shepard. Commander. That's not the appropriate way to address your commanding officer, Lieutenant. Sorry, ma'am. Maybe I got a bad signal. And if you're a... maybe there's someone else you'd rather confide in. Ma'am. All right, Alenko. Off the record, permission to speak candidly, cross my heart and hope to die. What are you talking about? Dr. Tassoni, ma'am. Ah, was mit der? There's a lower deck rumor that she's, interested in you as more than a source of Prothean data. Huh? She's a very interesting lady. To my, tastes, but, I never claimed to be big on alien culture. You seem awfully worried about my personal affairs. It's just that we don't have much downtime these days. I like being around you, but I don't want to take up your personal time. So war es nicht, ja? I'm tired of this, Lieutenant. I don't care if you have a problem with me chatting up Liara. It's none of your business. Yes, Commander. Just had some static on my comm.
got some signals wrong. It won't happen again. Okay. Jetzt habe ich Ihnen schon mal zurechtgewiesen, dass uns aus uns nichts wird. Hoffentlich. Ist das so angekommen? Hä? Ich habe das irgendwie so im Kopf, dass Liara hier sein sollte. Sie ist anscheinend immer noch da. Mal gucken. Hallo, hast du irgendwas zu sagen? Yes, Commander? Is there something you need? Ne. I should go. Goodbye, Commander. Schade eigentlich. Hey, Liara. Ich hab gehört, du bist scharf auf mich? Über 3 Ecken, die wahrscheinlich nur Gerüchte streuen. I get the feeling you want to ask me something, Commander. Maybe we could pick up where we left off. You were telling me about your interest in the Protheans. Actually, I think I was talking about my interest in you and making a fool of myself in the process. As I said, I am not used to dealing with people, especially humans. I did not really know much about your species when we first met, Shepard. I found it hard to take humanity seriously. Your kind always seemed so rushed and high-strung. We don't have the luxury of time. An Asari can live for 1,000 years. We're lucky if we hit 150. That is true. At first I thought that was a weakness of your species. After spending time with you and your crew, however, I think it may actually be an advantage. You humans are creatures of action. You pursue your goals with an almost indomitable determination. It is an admirable trait, but also an intimidating one. You're scared of us? Unfortunately, the rest of the galaxy sees humanity as something of a bully. You run over anyone in your path to get what you want. It is up to people like you to change their minds, Shepard. Das ist irgendwie komisch, weil es gibt ja die Salarianer, diese Amphibien, ne? Kaltblüter. Und leben ja nur 40 Jahre. Und die leben ja noch, also die denken ja noch schneller. Aber die sind nicht so kräftig halt vielleicht. Nicht so einsatzbereit. Weiß nicht. Deswegen sind mir viel mehr die Bullies. Die anderen vielleicht einfach nur picklige Leute oder so, die schlau sind oder sowas, ich weiß nicht. I'm doing the best I can, Liara. There is a reason the Council chose you to become a Spectre. They saw something special in you. The best of what humanity has to offer. I looked into your history. I know what happened on Akuz. The fact that you survived shows a remarkable strength. Alle wissen, was auf Akuz passiert ist, nur unser Charakter sagt es nie. You didn't need to go behind my back. I would have told you whatever you wanted to know. I apologize, Commander. After our last conversation, I was afraid I would say something stupid again. I wanted to know more about you, to understand what made you into the woman you are. There is something compelling about you, Shepard. You're interested in me because of my visions. You just want to know more about the Protheans. Ja, das habe ich nicht angeklickt. I admit, your connection to the Protheans had something to do with my initial interest. But Geht it so has schnell. grown beyond that. You intrigue me, Shepard. But I was not sure if it was appropriate to act on my feelings. Ja. I thought there might already be a relationship between you and Lieutenant Alenko. Sie sind eine Frau? Was? Sie sind eine Frau. Hä? Ich habe vorher gespeichert, richtig? Ich weiß, was passiert jetzt? So von wegen, ey, bin ich interessiert an Frauen oder was ist das hier? You want a relationship with me? Even though Nee. we're both women? Hä? We Asari are monogendered, Commander. Male and female do not have any real meaning for us. We do, however, have maternal instincts. So perhaps we would fill what you consider a female role. I'm sorry if this is awkward for you, Shepard. I am only trying to be honest. I feel as if we share some type of connection. But none of this matters if you are already involved in a serious relationship with Lieutenant Alenko. Ist etwas Besonderes? Nee. The lieutenant and I are just friends. Nothing more. My mistake, then. I am not as adept at understanding human relationships as I thought. But what about us, Shepard? Is there a mutual attraction, or was I wrong about that too? Ja, blaue Frau. Komm her. You were right. There is Mann. something between us. Das, I knew it. das ist so, And I knew you felt it das ist too. so sehr, wie Romanzen But nicht does funktionieren this not eigentlich. seem rather strange? Oh Mann.
Why do I feel so close to you? We have only known each other a short time. We are from two different species. We have almost nothing in common. Aber die werfen sich einem einfach an den Hals. Oh Mann. Das ergibt keinen Sinn. Wir haben etwas gemeinsam. Saren wants both of us dead. That's Ja, something. das wollte ich. That is not the most romantic reason, is it? Das wollte ich nicht You make anklicken. it all sound so dangerous. Ja. I'll keep you safe. Das I ist am so not merkwürdig. looking for a protector. This is all a bit overwhelming. I am not used to this. Das Gefühl, ich müsste neu laden, weil ich falsch. Ich sollte einfach immer das obere anklicken. Immer eigentlich. Oh Mann. Take all the time you need, Liara. I'll be here. Thank you, Shepard. Weil die Sachen, die ich anklicke, sind nicht die, von denen ich erwarte, was da rauskommt. So. Something else for now. Warte mal. I should go. So, wenn ich jetzt lade. Was Goodbye, ich bekommen? Shepard. Nee, okay. Ist zu spät. Ich jetzt lade. Was hier? Ich weiß nicht. Schnellspeicher. Also ich habe selber gespeichert auf jeden Fall. Nochmal durchquatschen anders mit ihr. Ja, genau, vor dem Gespräch. Perfekt. Alter. Die wirft sich einem aber wirklich krass an den Hals, so. Oh, ich empfinde was für dich, unbedingt. I Ja. get the feeling you want Du to auch? ask me something, Commander. Ja. Maybe we could pick up where we left off. Actually, Ein bisschen. I did not really know much about your species when we first met, Shepard. Wir leben nicht lang. I We felt don't have that the you humans are creatures of action. You were Mhm. scared. It is up to people like you to change their minds, Shepard. I'm doing the best. There I is a can. reason the Council. I looked into your history. Ja. I know what Was happened. I soweit wanted to das know Gleiche. more about you, to understand what made you into the woman you are. There is So, something da hatte ich das untere ausgewählt. compelling about So, you, was ist das Shepard. hier? Are you sure you're interested in me? Or is it my visions of the Protheans? I admit, your connection to the Protheans. Ich hab in had etwa das something to Ähnliche do with gesagt, my aber mit einem initial anderen interest. Tonfall. Okay. But it has grown beyond that. You intrigue me, Shepard. But I was not sure if it was appropriate to act on my feelings. I thought there might already be a relationship between you and Lieutenant Alenko. Das Privat ist so abweisend. Das ist nichts ernsthaftig angewählt, ne? Also, machen wir das hier. You want a relationship? Ja. Erklärt sie mir nochmal. Ja, But none of okay. this matters if you are already involved in a serious Also das hier relationship ist with quasi, mit dem Lieutenant läuft nichts, ne? Das Privat ist so, geht dich nichts an. Das ist falsch irgendwie. Das da, ja. The lieutenant and I are just friends. Nothing Mhm. more. Alenko. My mistake then. I am not as adept at understanding human. But what about us, Shepard? Is there a mutual attraction? or- Ja. No, you were right. There is something between us. I knew it, and I knew you felt it too. But does this not seem rather strange? Why do I feel so close to you? We have only known each other a short time. We are from two different species. We have almost nothing in common. This makes no sense. These things never make sense. They just happen and we get swept up in the storm. Mhm. You make it sound so chaotic, so dangerous. Mhm. I'll keep you safe. I am not looking for a protector. This is all a bit overwhelming. Okay. I am not used to this. You. I need some time. Take all the time you need, Liara. I'll be here. Thank you, Shepard. Let's just talk about something else for now. I should go. Goodbye, Shepard. Sehr schön. Codex? Warum Codex? Sollte ich mal wieder in den Codex schauen? Boah, das ist sekundär. Das sind alle Sachen, die vorgelesen werden auch noch. Oh mein Gott. Also, so viel. Das ist alt. Ausgelöschte Völker. Proteaner Datendist. Das hatten wir schon. Proteaner Sender. Der Sender war ein proteanisches Artefakt, das auf der Allianzkolonie Eden Prime gefunden wurde. Ähnlichkeit mit der auf Mars entdeckten. Das wissen wir. Ja, danke. Oder? Ja gut, trotzdem vorlesen. Die Ähnlichkeit mit dem auf dem Mars entdeckten proteanischen Datenbank weckte sofort das Interesse der Allianz und des Rates. Sender erwies sich als solider Datenspeicher und Teil
eines die Galaxie umspannenden Kommunikationsnetzwerks. Ist das so? Ähnlich dem modernen Extranet, das bis dahin nur wenige intakte proteanische Paläotechnologie gefunden werden konnte, sprachen sich von dem Sender einen ähnlichen Technologiesprung wie bei der Entdeckung der Masseneffektantriebe und Portale. So, ja, das hat Liara uns gesagt quasi, ne? Ja. Leider weckt der Sender auch das Interesse des abtrünnigen Spectres Saren Arterius und seiner Verbündeten, dem synthetischen Gas-Maschinenvolk. Überfall auf mit seinem Flaggschiff, der Sovereign. Woher wissen wir, wie das Ding heißt? Waren hunderte zivile Opfer zu beklagen. Der Sender wurde schwer beschädigt. Das Motiv für diesen Überfall werden noch untersucht. Während der Bergungsaktionen wurde der Executive Officer der Allianzfregatte Normandy von einem Energiestrahl des Senders getroffen. Lieutenant Commander Shepard überlebte diesen Vorfall ohne sichtbare Nachwirkungen. Nach dem Vorfall schien sich der Sender deaktiviert zu haben. Alle Funktionen schienen tot zu sein. Mhm. Asari-Kultur. Okay. Durch die außergewöhnlich lange Lebenszeit im Vergleich zu anderen Völkern pflegen die Asari eine eher nachhaltige Sicht der Dinge. Wenn sie mit einer neuen Lebensform oder Situation konfrontiert werden, denen die Asari nicht sofort zu handeln, sondern die neue Lage lange zu beobachten und umfassend zu evaluieren. Sie lassen sich nicht davon irritieren, dass sich ihre Entscheidungen oder Investitionen erst in Jahrzehnten oder Jahrhunderten rentieren. Viele Vertreter anderer Völker können die Entscheidungen der Matriarchen erst dann verstehen, wenn ihre sorgfältig ausgearbeiteten Pläne viele Jahre später Früchte tragen. Nicht zuletzt dadurch verfolgen die Asari eine sehr gemäßigte galaktische Politik. Die Asari sind stets bemüht, stabilisierte Beziehungen in wirtschaftlicher und politischer und militärischer Hinsicht zu etablieren. Der Einfluss der Asari auf die Galaxie gründet sich auf ihre Kultur und intellektuelle Überlegenheit. Sie zögern nicht, neue aufstrebende Völker in die galaktische Gemeinschaft aufzunehmen, weil sie wissen, dass die Völker im Laufe der Zeit ihre eigenen kulturelle Ideale annehmen werden. Also Kultursieg streben die an. Ja. Ja. Regierung. Die Bildung einer übergeordneten Regierung erfolgte erst spät in der Geschichte der Asari. In ihrer Heimatwelt Tessia bildeten sich jahrhundertelang keine großen Staaten, sondern lose Bündnisse prosperierender Städte aus. Im Vergleich könnte man die antiken Stadtstaaten des Mittelmeerraums dienen. Bei uns, bei den Menschen, ja. Die Kultur der Asari auf Konsens und Güte basiert, gab es keinen besonderen Antrieb, größere Regierungsgebiete zu gründen. Die Asari horteten keine Ressourcen, sondern trieben freien Handel. Philosophische Meinungsverschiedenheiten wurden eher ausdiskutiert, als über Kämpfe ausgefochten. Das klingt ja alles viel zu gut. Heute vorher Terminkalender. Oh, dann Happy Lurk, Cleo. Happy Lurk. Bist du fertig geworden mit dem Basteln bestimmt, ne? Weil das sah relativ viel aus. Naja, auf jeden Fall. Bis dann. Schön, dass ich jetzt eine Frage stelle, wenn du gehen willst. Erst mit Beginn des Informationszeitalters wuchsen die Stadtstaaten zusammen. Die Entwicklung der Internetkommunikation führte zur Einführung einer elektronischen Demokratie. Die Asari kennen keine Berufspolitiker oder Wahlen. Alle Bürger können sich freiwillig zu jeder Zeit in den Regierungsgeschäften beteiligen. Politischen Debatten werden den ganzen Tag über in offiziellen Chaträumen und Foren geführt, der für eigens programmiert virtuellen Intelligenzen moderiert werden. Alle politischen Aspekte können jederzeit über plebiszitäre Maßnahmen beeinflusst werden. Also ein Plenum kann man, Abstimmung und so. In den Debatten scheinen sich die Asari zumeist den Standpunkten der teilnehmenden Matriarchen anzuschließen und auf die jahrtausendalten Erfahrungen der weisen Alten zu vertrauen. In Krisensituationen kann aber die Erlangung eines Konsens zu lange dauern. Wenn also schnelle, zielgerichtete Handlungen erforderlich sein sollten, verlassen sich die Asari auf die Weisheit ihrer örtlichen Matriarchen. Religion. Und dann machen wir weiter. Die Hauptreligion der Asari ist der pantheistische Siari-Glaube, der sich ungefähr mit Alles ist eins übersetzen lässt. Dieser Glaube hat
einige Kernmerkmale. Das Universum selbst ist ein Bewusstsein und jedes Leben darin ist Teil eines größeren Ganzen. Der Tod eines Individuums bedeutet das Zurückfließen der spirituellen Energie, das übergeordnete Bewusstsein des Universums. Die Siaristen glauben nicht zwangsläufig an die Wiedergeburt, sondern daran, dass die im Todesfall das Universum zurückfließende spirituelle Energie einer neuen sterblichen Hülle zugutekommt. Also nicht wiedergeboren werden, sondern Energie verteilt sich einfach an Leute. Also an neue Leute. Schon das gleiche, aber du bist nicht der Charakter, der wieder... Ja, also, ne? Ja. Die Siari-Religion wurde bekannt, als die Asari ihre Heimatwelt verließen und entdeckten, dass sie mit nahezu jeder Lebensform verschmelzen können. Diese Fähigkeit wird als Beweis dafür angesehen, dass alle Lebensformen gleichen Ursprungs sind. Die Siari-Priesterinnen sehen ihre Aufgabe darin, die verstreuten Sterben des universellen Bewusstseins wieder zusammenzubringen. Vorsicht, der Siari-Pantheismus weitestgehend durchsetzte, waren die Religionen der Asari so verschieden wie ihre politischen Meinungen. Zu den weiteren überlebenden Religionen zählt unter anderem der monotheistische Glaube an die Göttin Atame. Die Asari selbst erlebt diese Gottheit einen Übergang von der jungfräulichen über die matronelle bis zur matriarchalischen Phase. Aber auch noch, aber ja. Was ist hier noch? Thresher moths are subterranean Hatten wir noch nicht, carnivores that ja. spend their entire lives eating or searching for something to eat. Threshers reproduce via spores that can lie dormant for millennia Sporen. and are robust enough to survive prolonged periods in deep space and atmospheric re-entry. As a result, thresher spores appear on many worlds, spread by previous generations of space travelers. The body of a thresher never entirely leaves the ground. Only the head and tentacles erupt from the earth to attack. In addition to physical attacks, threshers have the ability to project toxic chemicals and emit bursts of infrasound as a shockwave weapon. The Alliance first encountered threshers on the colony of Akuz in 2177. After contact Berühmt was dafür, einen lost with getötet the zu haben. pioneer team, Marine units were deployed to Oder investigate. überlebt zu haben. The shore parties were set upon by hungry threshers, and nearly the entire assault force was killed. Alliance forces recommend engaging threshers with vehicle-mounted heavy weapons. Ja, Akkus, ne? Da, wo wir überlebt haben, als einer von 50. Oder, weiß nicht wie vielen. Was haben wir hier noch? The Citadel space is an unofficial term referring to any region of space controlled by a Das nicht. species that acknowledges the authority of the Citadel Council. At first glance, it appears this territory Haben wir schon mal encompasses most gelesen. of the Ich glaube, dann galaxy. haben wir das nicht In gespeichert. reality, however, less than 1% of the stars have been explored. Naja. Even Mass Effect FTL drive is slow relative to the volume of the galaxy. Empty space and systems without suitable drive discharge sites are barriers to exploration. Only the mass relays allow ships to jump hundreds of light years in an instant, the key to expanding across an otherwise impassable galaxy. Whenever a new relay is activated, the destination system is rapidly developed. From that hub, FTL drive is used to expand to nearby star clusters. The result is a number of densely developed clusters, thinly spread across the vast expanse of space, connected by the mass relay network. Da draußen sind wahrscheinlich noch viel mehr Welten. Also selbst in dieser Galaxie gibt es wahrscheinlich noch viel mehr Welten, die einfach noch nicht connected sind, ne? Pflanzen und Orte, ne, Planeten und Orte. Pharos is a habitable world in the Attican Beta cluster. 2/3 of the habitable surface is covered with the ruins of a Haben wir schon mal crumbling gelesen. Prothean There ja. are between 2 and 400 billion stars in the galaxy, and less than 1% of them have ever been visited or had their systems properly surveyed. Humanity's early expansion into the Attican Traverse was haphazard, a desperate race to claim habitable planets where populations can be economically settled. Ignored in the wake of this land grab were thousands of less hospitable worlds, each potentially rich with industrial resources. The wealth of entire solar systems lies untapped, waiting for corporate survey teams or independent pioneers to discover and exploit them. However, this is not an easy task. In addition to the environmental hazards,
The fact that uncharted worlds are largely ignored makes them popular bases for criminals, revolutionaries, cults, and others who wish to remain unnoticed by galactic society. Was haben wir noch? The Mako Das haben wir infantry fighting schon. vehicle was Moment, die designed for hatten wir the auch. Die beiden aber noch larger nicht. warships are generally classified in one of 4 weights. War das nicht schon gelesen? Frigates are small, fast ships used Also for irgendwie, scouting and screening of larger vessels. Frigates often operate in Wolfpack flotillas. Cruisers are middleweight combatants, Warum kommt mir das so faster than bekannt vor? dreadnoughts and more heavily armed than frigates. Cruisers are the standard patrol unit and often lead frigate flotillas. Dreadnoughts are kilometer-long capital ships mounting heavy, long-range firepower. They are only deployed for the most vital missions. Carriers are dreadnought-sized vessels that also carry large numbers of fighters. Smaller vessels are almost exclusively used in a support role to the warships during combat. Fighters are one-man craft used to perform close-range attacks on enemy ships. Interceptors are one-man craft optimized for destroying opposing fighters. Ja, das haben wir auf jeden Fall schon gelesen. Oh, ich wollte das nicht unterbrechen. Was hatten wir denn hier noch gelesen? Aber dann hatten wir nicht gespeichert, das eine Mal, wo wir neu geladen mussten, ne? Ship mobility dominates space combat. Ja, das haben wir schon gelesen. Faster than light drives use element zero cores. Das haben wir auch schon gelesen. Danke, ist okay. Biotics is the ability of AI. an artificial Haben wir auch schon. intelligence is a self-aware Oder computing VI? system capable of Nee, das haben wir auch schon learning gelesen. independent. Voll geil. Okay, dann haben wir hier alles durch. Ist das nicht cool? Die Ratsvölker, das machen wir später. Passt. Die muss ich vorlesen, die Sachen. Okay, speichern. Damit wir das nicht nochmal machen. Also, die beiden hatten jetzt neue Gespräche. Das heißt, wir könnten auch mit den anderen nochmal reden, ne? Gehe ich jetzt runter? Ja. Ja. Die komische Ashley. Vielleicht war das sogar wichtig, dass wir keinen dabei hatten bei der letzten Außenmission da. Ne? Weil er quasi mit denen auf Augenhöhe reden konnte. Ey, ich bin auch hier L2 Betroffener. Der Captain vertraut dem Captain so ungefähr. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich Auswirkungen hatte. Es war zumindest so ein Gesprächsentwurf. Hallo. Shepard, I'm glad you're here. Good to see you smiling again, so to speak. I'm sleeping much better now. I guess I'm getting used to how quiet your ship is. Ja, schön. I still think a lot about my pilgrimage, though. I know Steren's our top priority, but with all the worlds we go to, I was hoping to find something to bring back to the flotilla. We've still got a long way to go. You'll find something to take back. Yes, but it cannot just be some derelict ship my people can use for salvage. It has to be more than that. There's a lot expected of me. Erzähl. What's so special about you? It's my father. He's the senior member of the Admiralty Board. Du bist wichtig. He's one of only 5 people who can overrule the decisions of the Eine Conclave Prinzessin. for the good of Passt the schon. migrant fleet. My father is responsible for the lives of 17 million people. Our entire race is in his hands, and I'm his only child. So are you some kind of heir to the Quarian throne or something? No, it doesn't work that way. My father's position isn't hereditary. I'll probably never serve on the Admiralty Board myself. Officially, I'm just the same as any other citizen. But it doesn't work that way in practice. People have always treated me differently because of who my father is. Erzähl mir mehr. You must get all kinds of special privileges. Ja, auch mehr Pflichten, ne? I probably had it easier than most growing up. But it's not all good. People like my father have enemies, and they're not above using me to get to him. Ja. That must be tough on you. My people place a high value on family and ancestry. There's an unspoken expectation that I'll live up to my father's example. Everyone's waiting for me to do something great on my pilgrimage. Something that will forever change our lives for the better. Keine Sorge, das kriegst du hin. If I don't, it's like I failed, and that reflects badly on both me and my father. The work you're doing here is more important than anything any Quarian's ever done before. Yes, I know.
But you have to understand Quarian culture. We're a very insular society. The events beyond the flotilla don't much matter to the average citizen. Keine Sorge, das kriegen wir auch noch hin. Our dream is that one day we'll return to our homeworld and drive out the Geth. But even if we stop Seren, that's not going to happen. There's still millions of Geth behind the veil. Until they're gone, our exile will continue. What would you need to bring back to make everyone happy? Something that would help us better understand the Geth. They've changed significantly since the exile. They've continued to evolve. We've done our best to study them, but it's not easy. They're very reclusive. Until recently, they never went beyond the borders of the Veil. And all the Geth we run into now are under Seren's control. We'd need to find Geth operating on their own, independently. But I don't want this to get in the way of our mission, Shepard. First, we stop Seren. Then I'll worry about my own problems. Talis Vater? Das hatten wir vorher nicht. Die Sachen kennen wir schon. What was your father like? It wasn't easy growing up as the daughter of one of the Admiralty. Mhm. Even before he joined the board, he was a prominent figure. People looked to him for leadership. He had to set an example, and he expected the same of his daughter. Plus, he was pretty strict, a military man through and through. Deswegen kommen wir wahrscheinlich so gut klar. For anything less than excellence. As a kid, I sometimes felt like he was pushing me too hard. But now I'm old enough to appreciate what he taught me. The world doesn't owe us anything. If we want something in life, we have to earn it. Where was your mother in all this? Mother was around, but she always seemed to kind of blend into the background. Almost like she was overshadowed by my father. He tends to do that to people. She passed on about 5 years ago. Some airborne virus that swept through the fleet. Happens sometimes when the filters start to break down. I think my father took it pretty hard. After she was gone, he became even more focused on his work. I think that was his way of dealing with the grief. Sounds like a tough upbringing. You don't resent your father at all? Like I said, it wasn't easy. My father's not the kind of person you bond with. And he wasn't around all that much. Too busy. People counted on him, and he took his duties seriously. Even when he was around, he always seemed a bit distant. Like his mind was always somewhere else. Come to think of it, I can't ever remember seeing him smile. Not once. It's like he was always weighed down by all that responsibility. I mean, I know he cares about me, but he never really showed it. Not in the usual way. I guess the best thing I can say about my father is that I respect him. Oh, okay. I want to talk about something else. Das ist halt eine Vaterfigur, ne? Also, weiß ich nicht. I should go. Da gibt's auch den liebevollen Typ, so, aber ist jetzt auch nicht so selten, dass halt ja, ein Elternteil halt so und so sich so krass in die Arbeit stürzt, dass du halt kaum was von dem hast, aber wird halt respektiert so, ne? Die Zeit, die man dann dafür mit der, ne, mit der Elternperson dann verbringen kann, ist dann dafür umso wertvoller. Nicht wahr, Garrus? Commander, good to see you. You've been with CSEC a while. Have you seen much action? Well, not as much as you, but Oh, du hast eine andere Rüstung an, als ich dir gegeben habe. Ah. I bet you have. Anything in particular that stands out? I remember this Solarian geneticist I was sent to investigate. That case was a bit disturbing. What happened? Why were you investigating him? I was tasked with tracking black market trade on the Citadel. Most of it harmless, nothing I needed to pursue. But during the course of my investigation, I noticed an increase in the trade of body parts, organs mostly. We usually get a few of those, but not the numbers I was seeing. We weren't sure if there was a new black market lab or if some freak was harvesting organs from citizens. You've seen this before on the Citadel? Every so often, some lab sells unwanted parts through the black market, but they're not as bad as the psychos. I remember this one Elcor diplomat we caught in my first year on the job. He was hacking people up and selling their organs. Oh, toll. Station in a bit of a panic. But this case wasn't that clear-cut. Turns out there was more going on than we first realized. Erzähl. So how did you figure out what was happening? First, we got a hold of a sample and ran DNA tests. The weird thing was,
else. The match led us to a Turian who was still alive and was very convinced he'd never lost his liver. After a bit of digging, I discovered this Turian worked briefly for Dr. Salion, the geneticist. Haben die das I went to gezüchtet? his lab hoping to find evidence of cloned organ development. But there was Ja. nothing. No Salarian hearts, no Turian livers, not one Krogan testicle. Shogun Testicle. You're kidding, right? Why would anyone want Krogan testicles? Some Krogan believe that testicle transplants can increase their virility, counteract the effects of the genophage. It doesn't work, but that doesn't stop them from Ist das nicht bei Frauen das Problem? Nicht bei, also That's 40,000 for das Problem an der Genophage war doch, dass die Frauen unfruchtbar sind vor allem, oder nicht? Also die Männer sind weiterhin fruchtbar, wenn ich mich richtig erinnere. Aber halt eine von 1000 Frauen ist halt fruchtbar nur. Und diese Frauen werden, also die Frauen, die dann fruchtbar sind, die werden von den Warlords halt ja, beschützt oder als Konkubinen gehalten, damit die ganz viele Kinder machen können und so. Ja, das ist doch die Story eigentlich, oder nicht? Also das, was die Männer da unten haben, ist doch so egal, glaube ich. Für die Genophage zumindest. Aber hey, das ist ja nur so ein Gerüchtding. Ja. full set. Somebody's making a killing out there. Ah, okay. What'd you do about the geneticist? I brought in some of his employees for interrogation to see if I could get them to talk. While I was interviewing one of them, I came across something suspicious. You mean threatening? Was that really necessary? Maybe, maybe not. Either way, it paid off. One of my detainees started bleeding profusely during the interview. We offered to patch him up, and he got frantic, freaked out. I ordered a full exam to find out what was going on. Our medics found incisions all over his body, some of them fresh. That was our big break. These people weren't just Dr. Salion's employees. They were test tubes. Walking, living test tubes. Der hat Organe an anderen Leuten gezüchtet? He was growing parts inside these people? Exactly. He cloned their organs right inside their own bodies. Then he harvested them and sold them off. Most of the victims were poor. He'd pay them each a small percentage of the sales, but only if the organs were good. Sometimes an organ wouldn't grow properly, so he'd just leave it in them. Most of them were a mess, but only on the inside, hidden so nobody could see it. Ah. I hope he got what he deserved. That's the worst part. We never caught him. Was? Ist das ein Auftrag, den wir machen können? Why not? What the hell happened? He ran, blew his lab, grabbed some of his employees, and headed for the nearest space dock. By the time I found out, his ship was already leaving. He threatened to kill his hostages if we tried to stop him. But you went after him anyway, right? I ordered Citadel Defense to shoot him down, but CSEC headquarters countermanded my order. They were worried about the hostages, worried about civilian casualties if the ship was destroyed so close to the Citadel. I told them those hostages were dead anyway. He just used them to make more organs. But they wouldn't listen. It's not worth the risk. You pursue the vessel and disable it. That's the best choice. They sent the military after him, but he got away just the same. Ach, Mann. Yes, they did. I went to Palin and told him what I thought of him and his policies. He said if I didn't like it, I could quit. Well, I almost did. All they had to do was disable that ship, stop him from running. Maybe the hostages die, maybe they don't, but at least we stopped the bastard responsible for it all. Da irren sie sich, ja? If you don't care about the fate of those hostages, then you're no better than he is. You're just a terrorist with a badge. Yeah, maybe you're right. It doesn't make it any easier, but I see your point. Just wish I could have stopped him. That's all. Do you have any idea what happened to Dr. Salion? I sent out feelers from time to time, hoping to find something. I thought I'd found him a while back. He changed ships and changed his name to Dr. Hart. His idea of a joke, I guess. I told the military, but they weren't convinced it was him. I got the transponder frequency for his new ship, but I just can't get anyone to check it out. Gib her. I'll check out the coordinates when I get a chance. Cool, eine I was Mission. hoping you'd say that. But Commander, take me with you when you go. If it's Salion, I want to be there when you find him. Cool. Cool.
Sehr cool. Neue Mission bekommen. Hey Rex, erzähl mir was. What do you want, Shepard? Why did you become a mercenary? Lots of reasons. Okay, erzähl mir mehr. Such as? Such as, I needed to get out of our system. I needed to eat. I needed to survive. Why not stay and help your people? I tried to help. That's why I had to leave. Er ist halt auch nicht ein Farmer oder so, ne? Also was sie brauchen. I was betrayed. I was head of a small tribe. We were trying to restore order after the war, but the other tribes were against us. Wie alt ist er? They followed Jared, one of the few warlords who survived the war with the Turians. But he was old, and so were his ideas. He wanted to continue the war. He wanted us to fight. Turians, Solarians, each other. It didn't matter who, as long as we were fighting. What did you want? I just wanted Jared to shut up, to stop his ranting. I wanted him to stop leading the tribes astray. But he couldn't understand how much things had changed. We didn't have the numbers to go to war. Even if we did, the genophage made sure we couldn't replenish our numbers fast enough. I told them all to forget about war. We needed to focus on breeding, at least for one generation. And for a while, we were getting through. Some of the tribes started coming around. Aber Jared wahrscheinlich. I take it the warlord didn't appreciate that. No, he didn't. He arranged a crush with the tribes. A meeting on neutral ground. He wanted to talk. We met at the Hollows, near the graves of our ancestors. The skulls of our dead laid bare to remind us where we come from, and where we all go. Ich würde sehr gerne die Schädel mal sehen von It's Krogans. as sacred as any Krogan place can be. Violence is forbidden. Ja, das sagst du jetzt extra, damit du dann sagen kannst, ja, der andere war aber ein Arschloch und hat das, also, ne, hat sich nicht dran gehalten. Sounds like a trap to me. You must have suspected as much. I did. But when your father invites you to a crush, well, Ach, der there are Vater. some laws that even we hold sacred. Jared was your father? He was, until that day. We talked, but we didn't get anywhere. When it was clear that I wouldn't join him, he gave the signal. His men leapt from the graves of our ancestors like Krogan undead. The few that were loyal to me died quickly. I escaped with my life, but not before I sank my dagger deep into my father's chest. That is why I left, and that's why I'll never go back. You must have family other than your father. Don't you miss them? You trying to make me cry, Shepard? I've got some unfinished business with my family, but that's all. What kind of business? Before I left, I made an oath to my father's father. I swore to recover my family's battle armor. It was taken from him after the uprising. What's so important about this armor? It's a relic. Useless, really. But it was worn by 5 generations of my family before the war. It's rightfully mine. Originally, it was taken by the Turian military. We weren't allowed armor or weapons after the war. Now, it's in the hands of Ton Actus, a Turian scum who collects relics from the war. He's made millions selling Krogan artifacts that were stolen from my people. He's got several bases where he stores his goods, all fortified and guarded. I just don't know which base has my family's armor. Ja, cool. Dann haben wir auch noch Mission für dich, ja? Just tell me where to start looking. I'll upload the data to your nav system. But Commander, I want to be there when you find him. Ja, klar.
Ja. So long, Rex. Nice. Quest. Hallo, Ashley. Commander? What's your opinion of the last mission? Not sure I buy Dr. Tassoni's story. Also, About her ja, mom not talking. Their family, I think right? she's being straight with us. Yeah. Hey, want me to ask her about her sex life? Might be illuminating. I don't think she's used to teasing. Good name. Too bad those ruins got destroyed. I mean, they lasted thousands of years. That's impressive. Okay. Do you have a few minutes to talk? One-on-one? Sure. I was just watching some mail from home. Oh, before I go, we saw Caden in a news vid about the Normandy. He's cute. Later, sis. Let's pretend this never happened. Are you interested in the lieutenant, Chief? Fraternization is against regulations, ma'am. Don't ask, don't tell. What's up? You didn't come by to eavesdrop on family mail. Your family seems to be important to you. Sie hat eine Schwester. Yeah, we've always been close. Me and my sisters especially. With Dad on duty so much, I had to help Mom raise them. Vater. Did your father serve with the fleet? Yeah, took any crap posting he could get that offered space time. You know what? He worked his ass off trying to get recognized, but he never made it above serviceman 3rd class. He was real proud when I made Chief. First thing he did was salute. Ah, irgendwie süß. What about your mother? You haven't mentioned her. You must know what military wives are like. Strong because they have to be, able to raise kids while Dad's away on a 6-month cruise. She has a degree in planetary geology. She and Dad both wanted to see new worlds. She gave up her career to raise us, though. Es klingt so, als wenn du sagst so, hä, sie hätte mal weitermachen sollen, aber es ist doch gut, dass ihr eine Mutter hattet. Es war so, ja, sie hat ihre Karriere aufgegeben, so. Missbilligend irgendwie. Ja, weiß ich nicht, irgendwie komisch. Vielleicht mag ich Ashley auch einfach nicht. You have more than one sister? Sounds like a big family. Yeah, I'm the oldest, then Abby, then Lynn. Sarah's the youngest. She's still in high school. With 4 girls, Dad used to say he felt more outnumbered at home than on maneuvers. Okay. Where did you grow up? All over. We transferred a half a dozen times before I finished grade school. You go where personnel command sends you, right? I guess that's why I'm so tight with my sisters. We'd have to leave all our friends every 2 or 3 years. After helping raise them, your sisters still talk to you? Amazing. Things were tense between Sarah and me for a while. Then we bonded. Die Jüngste, es geht gerade noch zu, also weiß ich nicht, ob sie so lange überhaupt mit der Jüngsten dann, naja gut. Sounds like a story. Feel like sharing? Naja. Sarah got herself a boyfriend who wanted to go faster than she did. Okay. Mike. I didn't think he was a bad kid, just pushy. Lynn would send me these worried vid mails, and I'd tell her to relax. Where were you when this was going on? I was on active duty. Sarah's graduating high school this year. This was only a couple of years back. They were on Amaterasu. At the time, I was assigned to Chernobog. Same cluster, but a dozen Hellwire away. Close enough to talk regularly, too far to make it back in an emergency. I couldn't afford a fast packet flight. Wenn die jetzt erst Highschool abschließt, war die ja Middle School, also was ist das? Bei uns war das 5., 6. Klasse, ne? Sowas? Die 3 Jahre sind Middle School. Also 7. auch noch? Ich glaube, es ist 3 Jahre, ne? Noch hin? Das hat das. They were close enough to talk regularly, too far to make it back in an emergency. I couldn't afford a fast packet flight. If he really liked her, he wouldn't be pushy. Yeah, of course. If he didn't ask at all, I'd wonder if he thought Sarah was ugly. Damned if you do, damned if you don't. Mike thought they'd go for a romantic walk in the woods, because he figured it was past time they did the deed. She levered Mike face first into a tree and left. Didn't have a scratch on her. Good thing Mom and Dad had us all learn some kind of self-defense. I took emergency leave and walked Sarah to school for a few days. You said all of your sisters learned self-defense?
Lynn did pistol practice, but didn't like it. She's kind of nervous. Sarah took Aikido. Abby decided to learn the sword. She always was a little weird. Likes big skirts and tops you have to tie her into. Ah, ich mag Abby. To her figure, though. Ah, sehr schön. You said all of your sisters warum? Self-defense? Sorry. They do great things to her figure, though. So, what did you learn? One of Dad's friends taught me Marine hand to hand. EQC? Okay. Polizei kann ich nicht mehr fragen, ne? You traveled all the way home to walk your sister to school. It was only a dozen light years, like a day's cruise. It's not like I was going to Earth or something. My last day out, Mike was waiting for us. Sarah had told her friends, so everyone at school knew what he did. He wasn't happy. I wanted to snap him in half, but Sarah gave me this look, this let me handle it, I need to do this alone look. She kept her cool, God bless her, as he screamed in her face. She just let him vent. Then he tried to punch her. I swear, she just flowed around him. Next thing I knew, he's face down on the sidewalk and there's blood everywhere. Also sie hat Aikido gemacht, ne? That's unbelievable. Sarah must be as good as you. Better. I'm more or less a straight-up puncher. When he swung, she wasn't there anymore, and he fell. She helped him stop the bleeding and had me call an ambulance. She told the paramedics he fell. Before they took him to the hospital, Mike touched Sarah's arm. I thought he was gonna end up on the ground again. But he hung his head, whispered, "I'm sorry," and started crying. No. And she hugged him. The Williams women are a decisive bunch, Commander. We do things when we're ready. Not before, not after. Klingt das so, als hätten die sich danach wieder vertragen? Also, so... Weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall sind die danach vielleicht noch wieder Freunde. Your sister's something else. But you didn't mention your father at all. Was he on deployment? Dad always wanted to serve in space, but he wanted us to have real ground under our feet. He'd say, space is beautiful, but you can't raise a family there. I cannot rest from travel. I will drink life to the lees. All times I've enjoyed greatly, have suffered greatly, both with those that loved me and alone. For always roaming with a hungry heart, much have I seen and known, cities of men and manners, climates, councils, governments. Das ist öde. I never thought I'd hear you reciting poetry. Just because I can drill you between the eyes at 100 meters doesn't mean I can't like sensitive stuff. Just don't spread it around. Ulysses was my dad's favorite poem. Every time he shipped out, he recorded me reading it. He had a dozen versions when he retired. Ja, auch schön. Does he still like it? I sure hope so. I read it to his grave every time I go home. Dad passed on a few years back. He's probably still watching, though. Er ist auch tot. Vor 5 Jahren ist die Mutter gestorben. Dann hat er sich in die Arbeit gestürzt. Irgendwie passt das alles nicht so ganz. Und dann ist er gestorben. Aber warum erwähnt er es in dem anderen Gespräch nicht, dass er gestorben ist? Irgendwie passt das nicht, finde ich. Vor ein paar Jahren. You mean from wherever we go after death? Dead on, Skipper. He's with God now. That's not a problem with you, is it? That I believe in God? Ich glaube nicht an Gott. Ich finde es muss aber nicht unterdrücken. Natürlich nicht, nee. Everyone has the right to believe what they want. Says so in the Alliance Charter, only with fancier words. I'm glad you're open-minded about it. I've met a few people who are really weirded out by my faith. Because I work in space, I can't believe in a higher power? Jeez. Hello, have you people looked out the window? How can you look at this galaxy and not believe in something? I should get back to my duties. Didn't mean to take up so much of your time. Do you have a few minutes to talk? Nee, das war jetzt... I should get back to my duties, Skipper. Rifles don't maintain themselves. Not yet, anyway. I wouldn't mind talking more later, though. Ma'am. Okay. Interessant. Ja, warum nicht?
gehört, du möchtest eine Pistole. Oh, ist die gut. Ah, da ist noch einer. Kriegt sie die? Ja, ich denke schon. Ich finde das gut, würde es gut finden, wenn die weniger Waffen nutzen würden. Weniger verschiedene halt. Wenn, weiß nicht, jeder nur so 2 Waffengattungen hat. Außer der Soldat, der kann dann meinetwegen 4 haben, ne, so. Weil er auch nur dafür skillt. Giftschaden? Nee, Phasenmunition bitte. Das kann sie mal haben. Ich wüsste nicht, wer sonst. Wobei, warum gebe ich ihr eine gute Waffe, ne? Ja, doch, eigentlich schon. Mach mal. So. Und mehr Schaden? Ja, mehr Schaden. Läuft. Haben wir Rüstung für dich? Bioverstärker? Naja, haben wir schon einen guten. Die kann die Menschensachen auch tragen. Das passt ein bisschen sogar. Hatte sie vorher an, verdammt. Das da, ne? Ne, das hatte sie an. Muss ich gerade mein eigenes nochmal gucken. Ist das gut? 18 ist besser. Ja, das, was wir anhaben, das ist das Neue. Eigentlich nicht besser. So, ja, dann kann Liara das sogar haben. Von mir aus. Ja, rechts ist das Neue, ja. Handschutz ist halt weniger, aber ja, mach mal. Passt. Passt auch irgendwie zu ihr. Mit dem Blau. Energiegewebe, Schildregeneration und Härtung. Wow, das ist ziemlich gut. Hätte ich gern bei mir. Resistenz, Schmetterschaden, Härtung. Mal Schildgeneration. Okay. So, die habe ich durchgequatscht hier. Ja, habe ich auch. Wir sind gerade auf der Citadel, da wollten wir weiter quatschen. Echt schön, so ein paar Geschichten von denen zu hören. Irgendwas anderes hier zu quatschen? Hi. Yes, Commander? Nö, okay. Carry on, Presley. Yes, ma'am. Hast du was zu sagen, Joker? Wenn wir hier schon mal vorbeikommen. Commander, something you need? How'd you end up joining the Alliance? Look, if you're looking for an inspirational tale of the crippled, my mother was a civilian contractor working for the Alliance. I basically spend all that time around das haben wir Alliance ships. schon. There's a good chance you'll end up going to the academy. Na gut. I have to go. All right, see you. Alright, see you. Die beiden sind eigentlich ganz gut, aber also so, weil die sich ergänzen. Die eine ist so, die andere so. Mach mal so. Die beiden auch gut. Keine Ahnung. Mach mal. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Ist Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. Hallo? Warum bist du hier? Rear Admiral Mihailovic, 5th Fleet. We weren't told to expect you, sir. I would have prepared a formal greeting. Spare me the pleasantries. I command the 63rd Scout Flotilla. You in the Normandy were slated for my unit after shakedown. Then the Council got their paws, claws, tentacles, whatever. They got them on our ship, and you. I still serve the Alliance, sir. As a Spectre, I can advance our interests to the Council.
You still know what color your blood is, Shepard? I don't begrudge the politician's decision to throw you to the council. It's an opportunity. I do begrudge this over-designed piece of tin, though. Ah, was ist damit gemeint? The Normandy is a fine ship, sir. She's served us well so far. It's a gimmick, Commander. Useless in a stand-up fight. Was? This experiment diverted billions from our appropriations bills. For the same price, we could have had a heavy cruiser. But no, we had to make nice to the Turians, throw money at a co-developed boondoggle. I'm here to make an inspection, Warum bist du hier? Commander. Aha. Normandy is an Alliance warship. I intend to see she's up to snuff. We'd be honored to show her to you, Admiral. I'll just bet. Wait here. I won't be long. Commander, I'm not happy. Huh? I'm sorry to hear that, sir. Who designed that CIC? Putting the commander aft of everyone else is inefficient. What if he needs to discuss with the operators toward the bow? Mit den Crewmitgliedern am Bug was besprechen. Was? Modified Turian style. They prefer commanders looking over their subordinates rather than in the middle of them. We wanted to see how effectively they can command with that setup. Reasonable goal, but they should have studied that in a lab rather than on a frontline warship. I Das have ist kein to shake Kriegsschiff. my head at that drive core of yours. 120 billion credits of element 0 to make this thing able to move without giving itself away. You realize we could make drive cores for 12,000 fighters with that money? What good is it to hide for a few hours anyway? Useless. We can loiter in an enemy system and monitor traffic or drop infiltration teams on enemy worlds. Normandy could be more effective than the Solarian STG. Maybe. But that's not the job of a proper warship. Ja, ist doch kein We're Kriegsschiff. supposed to find and kill the enemy fleet, not count how many times their garrison goes to the bathroom. And we need to talk about your crew, Commander. Ah. Krogan? Asari? Ja, neben mir. Ja. Turians? What are you Der ist thinking, am Schiff. Commander? You can't allow alien nationals free access to Alliance equipment? Was ist los mit ihm, Meine Güte. Between Saren and the Geth, we have enough enemies out here. Treating other species with suspicion and distrust won't win hearts and minds. That assumes the hearts and minds are worth winning. That hasn't been proven yet. You have anything else to say, Commander? Any other justifications for the state of this vessel? Warum kann ich nicht das da drücken? Was fehlt mir denn dafür? Zeig's mir doch wenigstens an. None, sir. Very well. I don't agree with any of this, but your reasons seem sound. I'll be submitting a report to the Joint Military Council. It will not be as negative as I'd planned. Good hunting, Commander Shepard. Make us proud. Okay. Also durchaus positiv. Okay. Ein bisschen Geld bekommen. Oder war es Erfahrung gerade? Was ist los? Seeing the ward stretching out before you really makes you appreciate the Citadel as a true wonder of Prothean engineering. Ja, wir können auch mal mit denen reden über Sachen. Private docking. Ach, das hatten wir schon. Wonder how much the Alliance had to shell out for this. Binary Helix has settled out of court with a Krogan group that had accused the Genetics Corporation of fraud. The Krogan group had contracted Binary Helix to perform studies with a long-range goal of curing their genetic sterilization. The group later sued for a return of investment money when the study produced no viable results. Okay. Wer bist du? Shepard? Warum sind denn nicht schon wieder Leute? Ich habe noch keine Hauptmission gemacht, so, ne? Außerhalb der Citadel. Khaleesa been seen in Al-Jalani, Westerland News. Would you answer a few questions for our viewers? Okay. What do you want to know? You've been given a unique position to represent our race. People want to get a sense of how you'll do that. Humans have been trying to get the respect of the galactic community for 26 years. With that in mind, what are your feelings on being the first human Spectre? The Spectres represent the best of every species in the galaxy. To be asked to join them is an honor. Some have said your appointment is the Citadel throwing humans a bone. Have you encountered any situations where the Citadel asked you to place its needs before the needs of Earth? The Council is concerned with the needs of the whole galactic community. We're part of that community now. Our needs are on their agenda, but we're one of many. You really do believe that, don't you? Ja.
You've been given command of an advanced human warship for your missions. Is there anything you'd like to say about it? Actually, the Normandy was co-developed by human and Turian engineers. Its design incorporates many innovations, all of which are classified, I'm afraid. So the Turians have knowledge of the Normandy that is being kept secret from the Alliance public? Do you think it was appropriate to hand Earth's most advanced warship over to the Citadel? Das ist so nicht richtig. Das Schiff gehört mir. Und ich arbeite für... Ich bin immer noch in der Allianz, ne? Also immer noch auch in dem Militär der Menschen. I wasn't aware it had been handed over to anyone. I'm in command, and last I checked, I'm human. Same goes for my crew. Human, yes, but you do work for the Citadel now, Commander. Das stimmt. One last question, Commander. Rumors back home say you're tracking a rogue Spectre named Saren. Do you have any comment on that? Rat schützt ihn, ja. Ja. Saren instigated the attack on our colony at Eden Prime. Once his involvement was proven to the Council, I was assigned to bring him in. That's surprising, Commander. The official line says Eden Prime was attacked by rogue synthetics. Good luck in your mission. Thank you for your time. Hab ich jetzt Sachen verraten, die ich nicht verraten hätte sollten? Der Öffentlichkeit? Egal. Ja. Organischer Verbündeter Erfolg freigeschaltet. Was? Ah? Every time I visit the Citadel, C-Sec brings me Hatten wir schon. a friendly chat. It was the Turians who first suggested creating a single organization to maintain order on the Citadel. Perhaps that is why more than half the force is Turian. Mhm. Was für Quests haben wir hier noch gleich? Armeenrüstung. Garrus Datendisks. Nummer 1. Turianer-Embleme, okay. Sari-Schriften finden. Na, Kampfzeichen suchen. Vermisste Marines. Ah, Notruf empfangen. Oh, muss da jemand helfen? Zum Zitadellturm. Informieren Sie den General über das Schicksal, ne? Okay. Datenpad, was? Botschafter. Also Zitadellturm und Botschafter. Gase haben wir alle schon gefunden. Eins von denen gefunden. Wir haben was von denen, also Sammelobjekte. So, Okay. Ja, danke. Okay. Gut. Das sind die Hauptmissionen, die beiden. Heros und Noveria. So, das heißt, wir müssen... Sollte ich jetzt mich generell nochmal hier rumbewegen? Kann ich da noch was finden? Ich glaube eher nicht, oder? Ich könnte hier nochmal einkaufen gehen. Gleich. Ich kann nicht da 6er oder sowas. Oh, mal hier. Warum sind denn die neue Sachen? Bisher noch nicht, glaube ich, ne? Ich hab doch nach vorne gedrückt. Okay. Gesuchte Person. Die CSEC hat eine Untersuchung bezüglich einer Frau namens Helena Blake eingeleitet. Es gibt zwar keine konkreten Beweise gegen sie, aber man vermutet, dass sie eine Kriminelle mit mächtigem Einfluss auf der Citadel ist. Letzt wurde sie nahe des Emporiums auf dem Präsidium gesehen. Okay, das ist jetzt auch ein Auftrag. Okay. No. Hallo, Cedek. Okay, sehr gut. Wir bewegen uns aber nochmal durch die Gegend hier, denke ich. Damit wir noch Dinge finden können, vielleicht. Anstatt rum zu teleportieren. Did you know Citadel Security is the largest multi-species law enforcement agency in Council space? Nee, erzähl. Erzähl mir gern mehr. Wenn wir hier rumlaufen. Wo sollte sie sein? Gesuchte Person? Finanzbezirk. Okay. Emporium, Finanzbezirk. Hello,
Commander. Mhm. Das da. Show me what you got. I'll open the rare stocks for you. So, wie viel Geld haben wir? Das 304.000? Oh, ups. Ich glaube, ich habe mich um eine Null vertan. Ich dachte, oh, guck mal, wir sind jetzt reich. Wir können jetzt hier irgendwie was Cooles einkaufen gehen. Nee. Einfach nee, immer noch nicht. So, das ist jetzt nach Stufe sortiert, richtig? Das ist alles, was 2 und niedriger ist, können wir einfach wegtun, richtig? Nee, nee, warte mal. Nach Typ? Typ klingt richtig. Und dann sind die nach Stufe sortiert. Also das sind die bis... Nee. Preis, Name. Stufe. Typ. Guck mal, das sind Pistolen. Ja. Kann ich doppelklicken? Ja. Die 1er können wir alle verkaufen, auf jeden Fall. 3 und 4er behalte ich jetzt. Alles, was 2 ist, kann auch weg. Mhm. Verstärker. Ja. Ja. Das sind Rüstungen jetzt. Die werde ich... weiß nicht, ob ich die verkaufen werde. Granaten-Upgrade. Warte mal, Granaten. Wir können Granaten upgraden? Das verstehe ich noch nicht ganz. Das habe ich noch nicht gesehen, dass wir irgendwie das auch können. Muss ich mal gucken im Ausrüstungsbildschirm. Es sind Sachen, Schildbatterie. 40 Schilde einfach mehr. Das klingt auch gut. Aber nicht 40, das kann dann mehr sein, gerne. Munitionsupgrades. Also Munition haben wir auch genug höhere. Radioaktiv kann bleiben. Das sind so 3, dann brauchen wir die 2er, glaube ich, nicht. Rückstoßdämpfung auch nicht. Visier auch nicht. So, dann haben wir es ein bisschen ausgedünnt, was wir dabei haben. Ich weiß nicht, wann dann eine Grenze kommt, aber irgendwo gibt es eine Grenze, ne? Der Erika auch letztens. Dass es irgendwann ein Maximum an Ausrüstung gibt. Da wollen wir, glaube ich. Residium? Ja, eigentlich dahin. Jetzt müssen wir zum Markt für die eine andere. In remembrance of Eden Prime, we present another profile in courage with serviceman Nirali Bhatia. A devoted wife and talented chef, serviceman Bhatia joined the Alliance military under the Deferred Education Plan. After finishing her service, Bhatia planned to open a restaurant. Instead, she gave her life protecting the colonists of Eden Prime. For more profiles in courage, or to explore opportunities in the military, please visit the Alliance military on the extranet. Keyword, courage. Courage, So, I get the feeling they're not used to seeing Krogan walking around up here. Ja. Sie? The sheer size of this place is overwhelming. I could use a snack. Think there's any fish out in that lake? Remarkable. Nature and technology combined in one elegant whole. Ja, gibt's hier Fische? Gute Frage. Sieht auf jeden Fall nicht so schick aus, das Wasser. Ja, passt schon. Da oben ist eine Quest, sehe ich gerade auf der Minimap. Ja. Botschafter Lounge. Ah ja. Irgendwie gerade gerannt. Hi. Is there something else I can help you with, Kannst Commander? du? Nee, kannst du nicht. I should be going now. Have a pleasant day.
NASA, ach ja, die. Commander Shepard, I am Nasana Dantius. Nasana. I'm glad you're So. here. I must talk to you about my sister Dahlia. She's been kidnapped by slavers. Dahlia's dead, Nasana, and I know she was blackmailing you. And I was all set to try to manipulate you into hunting her down for me. But I guess that won't be necessary now, will it? You wanted your sister dead? If people found out my sister was a criminal, I'd be considered a security risk. They'd revoke my clearance, or place me on administrative leave until she was apprehended. I shall transfer a little something into your account as a token of my appreciation. I'm sure you'll find the amount satisfactory. You're a diplomat on her way up the ranks. Could be handy to have a Spectre who owes you a favor. You make a good point. Anyone can come up with credits, but I can give you authorization to purchase prototype Asari mods. That'll get you added to our manufacturer's preferred client list. I think you'd be very interested in what they Okay, können wir dann auf der Normandy kaufen, ja? Goodbye, Shepard. It has been a pleasure doing business with you. Okay. Musste sie nicht mal Geld ausgeben, sondern einfach nur Gefallen einlösen. Cool. This place seems strange. Wish there were more humans around. Okay. Haben wir auch gut Asche bekommen noch trotzdem. Gehe ich jetzt Richtung Udina? Ja, warum nicht? Gucken, ob der da ist. Mal Hallo sagen. I can't believe I landed a job here. This place is fantastic. Joa, geht so. Hi. Human, delighted, welcome. It is good to meet you. Ach, hier bin ich. Nein, ich wollte Udina nicht so begrüßen. Oh, wir haben gerade nicht so viel Medigel. Das könnte ich eigentlich auf der Normandy nachladen. Dran gedacht. Also, könnte sich auch automatisch nachladen, ehrlich gesagt. Ich immer mit vollen Ressourcen quasi in so eine Mission gehe. Aber hey. Das ist falsch. Hier. Hey, ihr beiden, ne? Nav-Handbuch. Okay, mehr Erfahrung. I heard what happened under the Artemis Tau cluster. The Council wasn't too happy about the destruction of those Prothean ruins. Me. This isn't a game, Ambassador. Shepard's out there trying to stop Saren from destroying the galaxy. I know. Just try to be a little more careful. The Council's watching you, and we all get judged on how you behave. Yes, Commander? How are you holding up? Honestly. Das hatten wir schon. But you're the one who can stop Saren. I should go. I'll be here if you need. Das hatten wir schon. Jetzt ist Udina wieder weg hier. Okay. Hat aber eine Reaktion zumindest gehabt auf unsere letzte Mission da. Yara zu holen. So, dann wollen wir jetzt wohin? Zum Markt, theoretisch, ne? Ne, Finanzbezirk des Präsidiums, warte mal. Da. Gehen wir mal über die Brücke. Da. Mit wem anders soll ich auch noch reden. Aber ich weiß gerade nicht mit wem. Nee, das war Nessa. Nassadana, was auch immer. Die da, ja. War das eine. Mal gucken. Waku. Citadel-Turm, ach ja. Der ist da drüben. Ja, das liegt da so ein bisschen auf dem Weg. So auf einer Strecke. Das ist das Emporium, ne? Ist nicht diese Person, die ich suche.
Der hat berichtet, dass Helen nahe des Emporiums im Finanzbezirk des Präsidiums gesehen sein soll. Da sind wir gerade beim Emporium. Müssen wir sie noch finden, ne? Vielleicht sollten wir Aviana fragen? Ich weiß nicht mal, was ich genau suche, ne? Commander, it is good to see you again. Would you care to see Show me your items. Oh, this one is... Mhm. Es ist jetzt nach Typ sortiert. Mach mal nach USA. Ich könnte Krogana-Rüstung kaufen, aber ich meine, ich glaube, wir kriegen seine beste Rüstung, wenn wir einfach die Mission machen, glaube ich. Oder eine ziemlich gute zumindest. Got a moment, Spectre? Ah ja, dich suche ich. Hi. Hello, Spectre. I have a business proposition for you. How did you know I'm a Spectre? Word travels. Your name comes up in certain circles. I'm acquainted with a pair of powerful crime bosses. They're hiding on remote worlds, and I have the coordinates. You could do the galaxy a favor. What kind of defenses would these two have? I haven't the faintest idea, but they're certain to be armed. Reiß die Augen ganz schön Their auf. partnership's soured, and each believes that the other intends to kill him. They will be well prepared. You're obviously with them. Why don't I just arrest you instead? Arrested for what? You and I are simply having a conversation. Mhm. I have excellent legal representation. Arresting me would be a waste of your time. And what do you get out of this? We share interests in certain cooperative ventures. But their business practices have forced me to terminate our relationship. Once they are dead, I will manage our organization in a more tasteful manner. What crimes did these men commit? They're red sand dealers who make victims of their customers. Those who can no longer pay are sold to Batarians as slaves. Red Sand? They're loathsome, hurting innocent people. Droge, ja. They must be ended. I eliminate them and then you take over and try to eliminate me. How stupid do I look? While I appreciate your estimation of my bravado, I have no intention of attempting to murder you. You are the first human Spectre, and you are doing important work for humanity. I have no interest in red sand or slavery. Anyone who does deserves to die. Our needs are aligned. Ich denke, wir machen den Job. Warum soll ich das nicht machen? So. Zwei böse Leute ausschalten und ihre, ne? Brecherkram so. Nehmen den Job nicht? Nehmen den Job nicht? Warum ist das oben? If they're as bad as you say they are, they need to be dealt with. Excellent. Here are the coordinates. When these men are dead, I will wait for you at the third set of coordinates. Goodbye, Commander. It's been a pleasure to meet you. Ich kann sie auf jeden Fall nicht abtrünnig zwei. Ich will halt was Gutes tun. Das blöd. Ich habe mal gespeichert, ne? Ich will gucken, was rauskommt, wenn ich was anderes anklicke. Wahrscheinlich laden wir dann direkt nochmal. Ach man, ey. Aber ich will das wissen. Das muss sein. Spectre? Ja. Komm her. Hello, Spectre. I've got plenty to do already. They're hiding on They're as bad as you say they are. Excellent. Huch, ich hab Here are the mich coordinates. verklickt. When these men are dead, I will wait for you at the third set of coordinates. Goodbye, Commander. Auch abtrünnig, okay. Kriegen wir nicht abtrünnig, wenn wir quasi Nein sagen? Also rechts oben die Antwort? Das ist halt das, was mich interessiert. Das ist ein bisschen... Ja, ist okay. Hi. Hello, Spectre. I have a business proposition. How did you know I'm a Spectre? They're hiding on remote worlds, and I have the coordinates. And what do you... Once they are dead, I will manage our organ... You're obvious. I have excellent legal representation. Arresting... I have no interest in red sand or slavery. What crime... They're loathsome, hurting innocent people. And what do you... Once they are dead, I will manage habe ich alles auf jeden Fall angeklickt. partnership soured, and each Nein, ich nehme den believes Job that the other nicht. intends to kill him. So, was passiert They jetzt? will be well prepared.
Find someone else to do your dirty work. I want no part of a gang war. Here are the coordinates nonetheless. Ah, okay, ich krieg's trotzdem. Okay, dann... Could you really let these men live, knowing that you can stop them? So ein bisschen... Goodbye, Commander. It's been a pleasure to meet you. Mag ich nicht. Aber wir haben vollbildlich bekommen. Yeah. So, speichern. Ich will ja schon die blauen Entscheidungen haben, ne? Guck, hier die, ja. Damit wir dann weiter... Also, wir haben ja manche Gesprächsoptionen, für die wir tatsächlich auch höheren Stand brauchen. Bei vollbildlich. Aragorn, ne? Ist ein bisschen... ich habe hier keine Skillpunkte. Ich sehe ja Skillpunkte. 4, die beiden. Was will ich denn mit 4 Punkten? Im Warp. Warp. Mhm. Ich hier Elektronik beibringen? Nee. Also, Erste Hilfe ist schon gut, dass ich es halt. Mhm. Dase. Kann aber auch keinen Schaden nehmen, der Gegner. Okay, okay. Wo möchte ich reinskillen? Singularität ist eigentlich ganz cool, das zieht die so ein, da können dann auch nichts machen. Schweben dann so ein bisschen in der Luft, ne? Oder ist das Heben mit in der Luft schweben? Nee, das ist Heben. Das ist so ein schwarzes Loch-Ding, glaube ich. Das macht den Radius höher. Macht Hebendauer besser. Das ist mehr Schaden. Warp-Dauer. Warp ist pro Sekunde Schaden und Schadensschutz reduzieren. Klingt sehr, sehr gut. 18 Sekunden. Wie lange ist die Abklingzeit? 40 nachher. Präzisionskosten, was heißt denn das? Also wenn man das einsetzt, dann hat man 80% weniger Präzision oder was ist das? Präzisionskosten. Das ist immer 80, ja. Das verstehe ich nicht so ganz, Präzisionskosten. Präzisionskosten 60. Weiß ich nicht. Eben klingt gut. Vor allem, wenn das dann immer länger dauert. Mach mal. Und Rex kriegt Schrottflinte. Und Barriere. Stase machen, aber irgendwie finde ich das nicht so... Stase finde ich gar nicht so geil, ehrlich gesagt. Machen wir mehr Shotgun-Sachen. Lass ruhig. Ich weiß nicht, ob seine KI das momentan zulässt, dass er so krass angreift, aber ich kann ihn ja selber auch noch wohin schicken, ne? So mit diesen Befehlen hier. Regroup! Ist okay. So, zum Präsidiumsturm. Oh. Wie gut, dass wir nicht warpen, sondern hin und her gehen. Trowski. Okay, sind entweder verwandt oder verheiratet. Ich habe die gleiche Haarfarbe, aber ich glaube eher verwandt. I don't care what you think, Michael. It's my decision. I know you're hurting, Rebecca, but don't let your grief hurt your baby too. Can I help with anything? Perhaps you can talk some sense into her. I don't need anyone to talk sense into me, Michael. I'm not undergoing the treatments. Treatment? My sister-in-law here is pregnant, and she's refused to let the baby undergo gene therapy in utero. I'm certain that she has a good reason. I'd like to hear both sides. My husband Jacob died from a rare heart condition several months ago. There's a chance that the baby could develop the same heart condition, but routine gene therapy can eliminate it. A very small chance, Michael. And extranet reports say the therapy could harm the child. It's less dangerous than the genetic enhancements that every soldier in the Alliance receives. What are the chances that gene therapy could hurt the baby? 1 in 300 at most. But extranet articles say there could still be long-term complications we don't know about. No. Don't you understand?
If my baby is that 1 in 300, I will always wonder if I killed my baby for nothing. Das Ding ist, wenn da jetzt später dann so eine Herzkomplikation ist, kann man ja später immer noch was dagegen machen. Das muss man ja nicht also als Baby machen, oder? Wenn das Baby dann irgendwann aufgewachsen ist und selber mündige Person ist, ne, dann kann das Ding ja selber entscheiden, was es dann mit seinem Körper machen will. Oder? What are the chances that your child will develop the heart condition? According to the doctors, there's a 1 in 50 chance. And if my baby develops the condition, medical treatments are available. Ja. Which are nowhere near as effective as simply getting the gene therapy. Ja, ist ihre Wahl. It's Rebecca's child, Michael. I think you should honor her decision. Damn it, she's not choosing. She's acting blindly out of grief. Ja, trotzdem ihre Entscheidung. Auf jeden Fall. Ist ja nicht mal dein Kind, sondern das ist nur deine Schwester. Nee, die Schwester deines verstorbenen Bruders. So. I know you want the best for your brother's child, but this is not your decision. Of course it is. I'm the closest thing to a father this baby is going to have. Then support the baby's mother. Stand with her when she makes the tough decisions. This baby is the only thing my brother... It's all I have left of him. No. I need to know that the baby's safe. It's all I have left too, Michael. I just want Jacob's child to be safe. I want to give him that much. We will. I promise. Thank you for talking with us. I appreciate it. Ja, schön. Stufe. Yay, Stufe. Ich kann wieder leveln. Nee, das ist nicht hier. Ich kann leveln und die auch, ne? 3 Punkte nur. Warum nur 3? Kriegen die weniger Punkte als ich? Kriege ich einen Punkt mehr als die? Weiß ich nicht. Ja, Schaden, Präzisionsgewehr. Klingt gut. Achso, ja, 8. Dechiffrierung, will ich das? Nee. Elektronik will ich hochballern, ne? Das war's. Ja, ja. Ja, damit ich dann, wenn ich das habe, dann brauche ich halt kein Squad-Mitglied mehr für Elektronik oder Dechiffrierung. Das ist gut. Aha. Andere Sachen auch noch, aber ja. Hier. Wo waren wir? Heben. Check. Mehr. Mach mal. Heben ist richtig gut, weil das ja auch aus der Deckung raushebt dann, ne? Die Sachen. Fand ich schon ziemlich nützlich. So, Schrotflinte hast du. Fitness? Kampfmeister vielleicht? Kampfmeister klingt richtig gut. Da kann er nicht mehr bewegt werden von Gegnern. Fitness ist... mehr Gesundheit, so generell. Machen wir mal Kampfmeister. Passt. So. Müssen also immer mal wieder bei der Citadel vorbeischauen und überall einmal langlaufen, ja. Ach du Schande. Mann. Ach, hier, Keeper können wir trotzdem noch scannen. Achso, nee. Achso. Okay. Ich dachte gerade. Haben wir da schon mal geredet mit denen? Das ist ein Hana. Prediger, was? This one believes it has the right to move freely through this area. You're creating... That Hanar refuses to listen to reason. Why can't it act in an orderly and lawful manner? You should be more tolerant. It's just trying to express its beliefs. I am not unreasonable. The Hanar is free to spew its nonsense once it purchases an evangelical permit. So if the Hanar gets a permit, it's allowed to preach? No. Registered evangelicals must follow regulations. There are specific areas where preaching is legal.
Failure to follow the regulations results in the forfeiture of the license. Why don't you just arrest the Hanar? I could arrest the jelly, but my superior has requested that I find a solution that does not anger the Hanar. The Hanar become vocal when they feel their religious beliefs are being suppressed. Also? What's the purpose behind the evangelical permits? Forcing religious evangelicals to register for a permit weeds out undesirables. It keeps the area safe. The Citadel is too important to become a battleground for a religious war. Also, damit die sich nicht hier auf den Straßen gegenseitig quasi ankeifen und so. Weil die dann irgendwie ihre Anhänger um sich scharen und sowas. Ich rede. If you'd like, I could talk to the Hanar for you. I have argued with the stubborn jelly all afternoon. You are certainly welcome to try. Okay. Do you desire to learn of the Enkindlers? Or has the Honorable CSEC officer enlisted assistance? Is this really how you want to represent the Enkindlers? The truth of the Enkindlers must be made known. They gave the Hanar language, and gave the universe the mass relays. This one only wishes to spread the truth to any who will listen. There is no intent to cause trouble. Unter ihrer Würde. Is this how the Enkindlers would want you to use this gift of consciousness? The Enkindlers would wish for their message to be spread to all sentient races. Befleckte. The Enkindlers wouldn't wish their message to be spread by breaking society's laws. This one hears wisdom. Perhaps enthusiasm has clouded judgment in this matter. This one departs now, and will not intrude upon the Presidium again. Okay, das hat funktioniert. Das hat erst nicht so geklungen, als wenn... Ja, cool, ne? I see the Hanar is left. Thank you. Happy to help. Here, for your assistance in the Volk freigeschaltet, Asari-Verbündete. Was? I should report to my superiors. Warum? Oh, ich hasse diese Erfolgssysteme. Vor allem, also hier nochmal mehr, weil das einfach nicht passt irgendwie. Ich hatte jetzt schon komische Erfolgsaufblendungen hier. Wo führt das hin? Circa. Joras Nest, Flux. Achso, das. Da will ich nicht hin. Also hier habe ich das so unpassende Erfolgsklar-Sachen. Wenn ich einen Erfolg kriege, wird mir ein alter Erfolg angezeigt quasi. Warum auch immer. Naja. EA. EA. In entertainment news, Francis Kitt has announced plans to direct Hamlet with Elcor cast members. Trojanische Verbündete. Ach so, nee, das ist Missionen mit einem Truppmitglied abschließen, ist das. Deswegen. The production will open dramatic theater to the Elcor with a Hamlet who uses Elcor body language and pheromones. Kit claims that he's also excited by giving a human audience the chance to judge Hamlet by his deeds and not his emotions. Ja. Was, Feliz Navidad gerade? Ich weiß gerade nicht. Passt schon Musik. Feliz Navidad. Ist ja bald wieder. Ist ja fröhliche Weihnachten heißt das übrigens. Wer es nicht wusste. I hope he's okay. Bist du? I'm on a break. Talk to someone else if you need anything. I've got a lot on my mind. Maybe I can help. Well, maybe you can. You're a soldier, right? You ever head out to the Traverse? The Traverse is a rough place. We're out there quite a bit. My brother's the captain of a ship called the Majesty. It was crossing the Traverse a few days ago when it disappeared. Just dropped right off the grid. And that usually means one of two things. They had massive mechanical failure, or they were attacked. Any idea why someone would attack them? Privateers, slavers, mercs looking for an easy score. There's a lot of nasty sorts out in the Traverse. I won't give up on my brother. Not yet. I've got the coordinates for the last transmission from his vessel. Erzähl mir mehr über das Schiff. What kind of ship was it?
Don't let the name fool you. The Majesty's just a small trading vessel, only a handful of crew, but he kept it in good condition. I don't think mechanical failure is too likely. But they don't have any real weapons or shields. If anyone did come after them, the Majesty'd be a sitting duck. Ja, das ist ganz schön leichtsinnig. Aber theoretisch können die auch immer in den Warp, also könnt ihr auch immer in den Warp gehen quasi. Aber nur wenn sie in der Nähe vom Mass Effect Filtern sind. Nee, im Überlicht, also die müssen nicht Mass Effect nutzen, sondern können theoretisch auch einfach Überlichtgeschwindigkeit gehen, ne? Und dann sind die auch nicht auffindbar. Naja, aber vielleicht so ein kleines Schiff kann ich einfach so schnell mal eben Überlichtgeschwindigkeit machen. Ja, weiß ich nicht. What's in this for me? I can't afford to pay you anything. If I had that kind of cash, I'd have hired a recovery team to track him down already. Maybe you could look into this as a personal favor, you know? We humans have to stick together. Ja, wir machen das natürlich. Ja, wir kriegen dann schon noch irgendwas, bestimmt. Isn't anyone else looking into this? My brother's just a small independent trader. Ships like his disappear in the Traverse all the time. If your brother is still alive, I'll find him. Give me the coordinates. Gib. I'll forward them to your ship right away. Please let me know as soon as you find him. Feliz Navidad. Oh, verdammter Ohrwurm. Feliz Navidad. Ich will ja nicht aufhören hier. So, Kaoku, da ist er. No, I'm waiting to speak. Hi. Commander Shepard, isn't it? My name is Admiral Kahoku. Is there something I can do for you? You sent a recon team out into the Artemis Tau cluster? Yes, that's right. They went missing a few days ago. I've been trying to find out what happened to them, but I keep getting the runaround from Alliance brass. Do you know something about this, Commander? I'm not sure how to tell you this, Admiral. Your men were killed by a Thresher Maw. A Thresher Maw? That's not... My men wouldn't just stumble into a Thresher nest. Not the entire unit. Somebody lured them there with an Alliance distress beacon. Placed it perfectly so they'd land right beside the Thresher nest. Damn it. I had a bad feeling about this ever since my team disappeared. Alliance beacon used as bait, my unit wiped out, and nobody seems to know anything about it. Commander, I appreciate what you did. Now I need to do my part. The families of those Marines deserve to know why they died. Oh, ich kann noch mehr rausfinden. Ich habe gerade überlegt, hey, das wäre ja eine super Quest, um das dann in Mass Effect 2 oder sowas wieder aufzugreifen eigentlich, ne? Ja, oder direkt halt, ne? Anything you need from me? Not right now, Shepard, but I'll let you know as soon as I find something out. Okay, cool. Der schickt mir da Nachricht wahrscheinlich, ne? Ist hier noch mehr? Ansonsten, wenn wir jetzt auf der Citadel sind, dann würde ich jetzt auch wahrscheinlich nochmal in den Märkte reingucken. Emily Wong, hi. Commander Shepard, could I have another word with you? Leute, die irgendwie mit mir quatschen wollen, die irgendwas Wichtiges haben, die reden auch in meiner Umgebung halt, ne? Wenn ich an denen vorbeigehe zumindest. Hello again, Commander. I've got a proposition for you. Since you helped me get information on the crime syndicate, I've gotten a lot more backing from my publishers. I'm investigating traffic controller conditions now, and I wondered if you could help. That seems like a step down from wide-scale corruption. Actually, in a way, it's more important. This isn't about people getting rich. This is about safety. I've heard rumors that the space traffic controllers are overworked to a dangerous degree. I can't get into the control room, but you could. If you planted a bug inside, I could crack the story. What will this bug allow you to pick up? Just audio and video. I'm not trying to tap into the traffic control system if that's what you're worried about. Ja. I just need to hear and see them in order to correlate their activity with traffic efficiency. This bug you want me to plant, could it interfere with traffic signals? Absolutely not. I made certain that the frequencies it uses won't interfere with anything. If you crack this story, what's likely to happen? Ideally, there will be calls to improve working conditions by hiring more controllers and upgrading systems. The council won't pay for improvements voluntarily. This story will provide that pressure. Klingt das nach was ziemlich Bösem, also nach so Nachspielen und so, aber wie bringt das so klar rüber? Everyone knows space traffic controllers are overworked. How is this news? There's a difference between overworked and dangerous. Traffic at the Citadel has increased by 300% in the last century, but traffic controller resources haven't kept up.
We already have several last-minute wave-offs per week. Do we have to wait for a full-blown disaster? Yeah. I can't promise anything, but I'll see what I can do. Give me the bug. Excellent. Just place it on a terminal with a good view of the area. Thanks again for your help. In the long run, this story is going to save lives. Mhm. Sehr cool, okay. Machen wir. Mit denen kann ich nicht reden, oder? Was denn? Was ist los? Think of all the important decisions the council has made right here. Bist du leise? Millions of lives hanging on their every word and deed. It's awe-inspiring. Mhm. I've always wondered if the Turians released the genophage on their own, or if the council secretly encouraged them. Das weißt du nicht? Das habe ich sogar schon gelesen. Dass die Salarianer halt auch ganz viel daran mitgearbeitet haben. Asari, die daran auch was gemacht haben, weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht. Aber sie haben, sie haben dir wahrscheinlich nicht zugestimmt, aber sie haben auch nicht, ne, so dagegen gearbeitet oder sowas. Naja, also unschuldig sind die alle nicht. Ich meine, die Asari wollen einfach nur den Kultursieg. Einfach mit allen Leuten paaren, so ungefähr. Mit denen koexistieren können. Ich glaube, hier können wir runtergehen. Seid ihr wer? Mag die Rüstung von denen. Das eigentlich auch. Maybe the council does know. Everyone already assumes he's just doing their dirty work. That's dangerous talk. I'd be careful who you mention that to. I know. But if it's true, shouldn't we be doing something about it? No. And I'll thank you to keep me out of it if you do. Okay. Was ich mich übrigens frage, wir haben ja, ich glaube in Andromeda kommt auch Turian weiblich vor, ne? Aber ich glaube halt, dass wir, also das wahrscheinlich, das hier ist vielleicht auch ein weiblicher Turian oder man weiß es einfach nicht, weil die sich einfach nicht unterscheiden von den Stimmen her zum Beispiel oder sowas. Das ist so mein Headcanon auf jeden Fall. Ja, dass es halt Turians gibt. Garrus könnte auch weiblich sein, man weiß es einfach nicht so ungefähr. Ne? Weil die sich vielleicht nicht stark genug unterscheiden oder so. So wie Zwerge in Fantasy halt, ne? Dass man sagt, ja, die haben auch Bärte irgendwie. Weiß halt keiner so ungefähr, wie die aussehen. Also woran man unterscheidet, wenn man nicht selber Turian ist. Celebrations are being planned for the anniversary of the end of the Rachni Wars. Many council worlds, particularly Asari and Solarian colonies, will hold victory parades to commemorate the defeat of the invading Rachni. In a rare remission of debt, several Asari colonies have invited Krogans to be honored for the victories the uplifted Krogans made possible. Mhm. Wir wollen da lang und dann. Wo wollen wir hin? Überlege ich gerade. Gab es nicht irgendwo. Hier war das. Genau, Bezirk war hier. Genau da. Das muss ja trotzdem ein Fahrstuhl sein eigentlich, ne? Die Bezirke sind ja theoretisch zu weit weg. Ja. In a further development in the Eden Prime investigation, the Council has reportedly revoked the Spectre status of one of its operatives. While the unnamed operative has not yet been apprehended, a Council spokesman confirmed that corrective actions had been taken. Ja, auch interessant, ne? Wir reden über Saren. Ohne ihn mit dem Namen zu nennen. Hier schon? Ich glaub schon. Seasick bin ich. It's good. Busy though. I can't believe how many people you get coming in from the wards. Yeah, it's the busiest station on the Citadel. You'll never get bored. I guess not, but you could still use a few more men. That's why we brought you here. Sure, but there's still way more complaints than the officers can handle.
That's just life near the wards, kid. You'll get used to it. Schick, schick. Mhm. Warte mal, da vorne ist ein Questmarker. Wird. Wieso? Sounds good. Some of the others are going Signalquelle. for Was? Novio's farewell-thing. Our quarry has employed a hidden relay to redirect their signal. I shall trace the new signal. Was? War das das? Nee. Da müssen wir eh hin. Was war das gerade? Nächster Boss eliminieren, Piraten, Signalortung, genau. Signal zum Präsidium folgen. Bezirkszugangssektor. Ach, das hier ist der Bezirkszugangssektor. Oh Mann, das habe ich bis eben. Okay, über ein Terminal im Finanzbezirk des Präsidiums. Aha. Ja, da komme ich ja gerade erst her. Ja, da gehen wir nachher hin. Beworben wir dann nochmal, wenn wir hier gerade durchlaufen. Machen wir die Wanze. Ausrufezeichen hätte ich das nicht gewusst, dass das hier, also das ist der Zugangskorridor. Ja, okay. Ich dachte halt, das gehört eher noch zum Präsidium. Nee, warte mal, hä? Das ist hier war ich noch gar nicht einfach. In dem Bereich. In Okay. light of the recent attack on Eden Prime, many colonial investors are pulling their support for future projects. Proponents of expanded human colonization insist that Eden Prime was an isolated case. Nevertheless, colonist enrollment has dropped Interessante Sachen. sharply. Many colonial proposals are on hold until backers have some reassurance that human colonies will be adequately protected. Bin ich ja, okay. Ist nichts los. Da geht's zum unteren Bezirken. Ah, ich gehe mal hier lang erst. Der Klinik vorbeischauen, mal gucken. Nö. Irgendwas los ist. Eigentlich nach einem wichtigen Ort aus, so, wo man mal wieder was passieren könnte. Also so irgendwelche Leute, die um Hilfe suchen oder so. Hi. Siehst du? Sie zum Beispiel. You can and you will, or your story Kresse. won't stay secret for long. Aha. Don't disappoint me, Doctor. Oh oh. Wir haben das Oh, gehört. Commander Shepard. I didn't see you come in. Every time I come in here, I see someone threatening you. Who was that? Someone from my past. I can take care of it. I might be able to help you. I was fired by my previous employer for giving out free medical supplies to clinics like this. They never filed any charges. They just wanted me to leave without any fuss. But somebody must have found out. Now they are blackmailing me. I have to give them what they want. If the board finds out about my past, I could lose my license. They'll shut my clinic down. Okay, aber was soll ich denn machen jetzt da? Maybe I can get you out of this. Tell me what they want. I have to give some of my medical supplies to a merchant in the markets. They expect delivery today. Give me your contact's name. I'll deal with this guy, whoever he is. Deal with him? But won't they expose my past? I'll make sure they don't tell anyone. I was told to speak with a merchant named Morlan down in the markets. Ja, den kennen wir. I really appreciate this. Normaler Händler. Thank you. You're a doctor. How did you end up here My on the parents brought. My father was I chose to keep the medical tradition alive, but not the military. Fixing up wounded soldiers isn't my idea of fun. I'll be going now. Goodbye, Commander. Nice talking to you. Morlan, okay. War hier noch was? Hab ich schon, wenn. Ah, hier Medigel, das ist gut. Ich habe vorhin noch bemerkt, dass mir 3 fehlen. Hoch. Huddle up!
Bin nicht sicher, ob ich das beim ersten Mal, als ich gespielt habe, ob ich da immer regelmäßig zur Zitadelle zurückgegangen bin, um mir Quests zu holen quasi. Also um hier Begegnungen zu haben. Gut, dass ich das gerade mache. Ach ja. Das wieder. Well, thank you for buying from me, but this still doesn't prove that you purchased that item from my store. What? But I didn't buy anything else here. How do I know that? If you don't have the proof of purchase, I can't help you. But... Sorry. Ah, keine Quittung, kein Rückgaberecht. Hi. Welcome back, Earth Clan. Will you be needing supplies for your return to the colonies? Ja. Show me what you got. Most excellent. Ich hab bei dir schon gekauft, ne? Ah ne, hier, guck mal. Weniger Upgrade. Das kostet ein bisschen Geld auch, ja. Klar. Also muss ich immer mal wieder auch vorbeischauen, ja, an den Läden. Okay. Hey, Commander Shepard, it's me, Conrad Werner. Remember me? Ja, leider. There are rumors on the extranet that you've been made the first human Spectre. That's incredible. Being a Spectre is a big responsibility. I just want to make humanity proud. The vids are all talking about Commander Shepard fighting for all of us back home. And your grace and skill have inspired a whole legion of admirers, too. Bist du Vorsitzender des Fanclubs, oder was? Hey, can I get your picture? Okay. I don't have a problem with it, but why? Are you kidding? Nobody will believe that I talked with the beautiful Commander Shepard unless I get a picture. Just hold up your gun. Perfect. Thanks again, Commander. I'm gonna hang this in my living room. My wife will love it. Irgendwie ist er ein bisschen krank. Was daraus noch wird, weiß nicht. Das Gefühl, er hat gar keine Frau oder erfahrt dann halt irgendwelche traurigen Sachen oder so. Warum sind hier Fässer? Geht hier gleich die Ballerei los? Mal gucken. Hallo, Morlan. Hello there. Welcome to Morland's famous shop. You want many good supplies, yes? Let me see what you have. Oh, you will be pleased, I think. Very good things I have. You will see. Granaten-Upgrade nehmen wir. Upgrades immer gern. So. Sturmgewehr, das sehr teuer ist. Hello there. Welcome to Morland's famous shop. You want many good supplies, yes? You were expecting a delivery of medical supplies. But I was told the doctor would be bringing them. Change of plans. A change, but the doctor... I don't... This is not right, human. Shut up, Morland. I told Baines you'd screw this up. What the hell's going on here? Who are you? Leave the doctor alone. We can end this if you just bring me those supplies. Otherwise, I'll start telling people about the doctor's little secret. You're shutting down a medical clinic. What if someone needs treatment? What if you need treatment? Hey, hold on. I'm just the middleman here. This is way more than I bargained for. Thank you, human. It is good to see him humbled so. What do you know about Baines? I have never met him, human. I only worked with the one who spoke with the doctor. Da müssen wir mit dem Doktor nochmal reden. What do you know about Baines? Ja, I danke. have never met him, human. Goodbye. Yes, all right then. Good tidings to you, human. Okay, wir haben ihn jetzt einfach weggetalkt. Den Typen. Schade eigentlich. Ah ja. Hallo Finch, wer bist du? They told me it was you, but I didn't believe it. Shepard grew up and turned into a soldier. Hi. Name's Finch. You probably don't remember me, but we ran together in the 10th Street Reds. Auf der Erde? Maybe you don't remember it yourself, running in a gang. Oh, cool. None of the vids mention it when they're talking about you. My history's a matter of public record. I got nothing to hide. Really? What if someone gave an interview talking about Commander Shepard's history in the gangs? We're not trying to cause you trouble, Shepard. We just want a favor.
for old time's sake. Aha. One of the Reds, Kurt Wiseman, got picked up by Turians. We'd like you to talk to the Turian guard in the bar and get Kurt out. What was this guy arrested for? Some stupid minor offense. Maybe he had a little red sand. You know how the Turians are. They declared him a problem, and they're shipping him back for a trial. You're not asking me to break Wiseman out of jail, are you? Of course not. But word has it you've got some pull with the aliens. All we're asking you to do is pull a little for us. What was one of the 10th Street Reds doing in Turian space? Since your days, the Reds have expanded. We do some salvage, a little shipping here and there, that kind of thing. My gang days are over, Finch. Get out of my way. Suit yourself, Shepard. If you change your mind, he's over in Cora's den. Take care of this, and you'll never see me again. Wir können uns das mal angucken. You might not run with the Reds anymore, but you really don't want us as your enemies. Okay. Ich glaube, wir müssen ein Gang-Syndikat hier platt machen. Das klingt zumindest sehr danach. Kommen die dazu, mir zu drohen? Wirklich? Ich habe ein eigenes Schiff und ich habe Rex dabei. Wie kommt er dazu, mir überhaupt zu drohen? Ach ja. So, hier irgendwo, ja. Soll ich mit irgendwem reden? Yo, what up? Erzähl mal. Eine Warnung? A human named Finch wanted me to use my authority as a Spectre to free Kurt Wiseman. The xenophobe? I should have known he'd have friends. Thank you for the information. We'll increase the guard at his cell. Das war's? I knew you'd rat us out, Shepard. Now it's payback time. Kämpfen? When we're through telling our story, the aliens will all know what the first human Spectre really is. If you want humanity to be strong, a smear attack on the first human Spectre is a bad idea. The Spectre is right. This is humanity's chance to prove itself. Im Hintergrund die Tanzfrau da. Na Mann. Of course you'd side with Shepard. You want someone who's in bed with your kind. We need the other races, Finch. That's the best way to strengthen humanity. Fine, Shepard, you're right. You're not one of the Reds. Maybe you never were. Huh? That man is a xenophobe who thinks he can blackmail a Spectre. You should have killed him. Nein? Hä? Wenn du was gegen den hast, kannst du selber töten und den Papierkram noch machen. Denkst du, ich hab sonderrechtlich oder was? Das ging jetzt viel zu schnell, dass der einfach abgelassen hat. Irgendwie. Goodbye, human. It'll be interesting to see what kind of Spectre you turn out to be. Okay. Vorbildlich 10. Wie weit bin ich denn da jetzt? Guck mal hier. Vorhin waren wir bei dem Clip, glaube ich. Wir schon, seitdem wir hier auf der Citadel sind, schon 3 weiter fast. Naja, 2 und ein bisschen. Nice. Wir werden immer besser. Ist auch gut, dass das kein Minus gibt, wenn wir rote Punkte nachher auch sammeln. Aber ich will das Blaue schon voll kriegen irgendwann. Gibt es bestimmt irgendeine Entscheidung, wo das wichtig ist, dass wir das voll haben. Das Büro hat jetzt nichts, wo wir nochmal rein sollten, oder? Das wäre hier hinten irgendwo gewesen. Das da. Nur noch mal gucken. Ich glaube, das ist jetzt leer, ne? Ein neuer Manager hier irgendwie, der sagt, hey, danke, dass du Fist aus dem Weg geräumt hast. Ich bin jetzt der neue Manager oder so. Ne? Ne. Ist auch mehr VIP-Lounge hier hinten, ne? Da bin ich sicher. Achso, was sagt ihr hier zu dem? We Asari are more accepting of our sexuality than most other species. Some club owners like to exploit this by hiring us as dancers. Ist das so? Interessant. Fist had a good thing going here. Too bad he got greedy. Interessant. Haken, ne? Go away. Let me drink it. Sari haben einfach, ne? Ein mehr Hang zur Sexualität. Okay, interessant.
sind Autos, ja? Also so Schienenautos irgendwie. Ich habe überlegt, die Fahrstühle, gerade die jetzt irgendwie vom Präsidium zu den Bezirken fahren, müssen ja auch irgendwie auf so Schienen sein oder so, ne? Aber so, dass man es halt nicht merkt, wie schnell die eigentlich unterwegs sind. Weil das muss ja eigentlich ein bisschen weiter weg sein, denke ich. Morlen. Die ganzen Leute sind weg. Yes, human. You need something, yes? What do you know about Baines? I have never met him, human. Goodbye. Ja, da müssen wir mit dem Yes, Doktor alright reden. then. Good tidings Okay. to you, human. Mit dem Doktor. Hm? Oder Shopper? Ne, okay. Mhm. 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 Mal gucken, ob da jetzt irgendwie gleich Bane schon in der Klinik ist oder sowas. Wahrscheinlich nicht. Das sind diese Autos auf Schienen, ja? Die Dinger hier. Mhm. Transit-Taxis, was auch immer. Ja, die nutzen wir eigentlich auch. Ich dachte halt, das wären mir diese fliegenden Dinger. Na, weiß ich nicht. Zumindest allein. Commander, how did things go? He won't be bothering you anymore. Aber? Really? That's a great relief, Commander. Thank you. I can't pay you for your help, but I can give you a discount on any supplies you purchase here. Wir sind hier noch nicht fertig. A thug said he worked for a man named Baines. Sound familiar? Baines? I wonder if he means Armiston Baines. We worked together a long time ago. What can you tell me about him? Last I heard, the Alliance military was contracting him for some research in the Traverse. Perhaps Captain Anderson will have some knowledge about this man. Ah, okay. Captain? Du meinst Admiral Anderson, oder? We'll see what the captain can tell us. I wish I could tell you more. Is there anything else I can help you with, Commander? Let me take a look at what you have for sale. Gut, dass wir vorher nichts gekauft haben. Vorhin noch überlegt, so, ich habe leider nichts gekauft, aber ja. Was haben wir hier? Medi. Das heilt mich die ganze Zeit. Oh, das ist ziemlich gut. Das heilt durchgehend und das will ich haben. Medizininterface. Ja. Reduzierung auf Abkühlung. Reduzierung für plus Reduzierung auf Abkühlung ist irgendwie, also es ist schwierig. Ja, das würde ich nehmen, das würde ich in meine Rüstung packen. Einfach generelle Lebensregeneration zu haben, ist schon cool. Wenn man zwischen den Kämpfen, also man hat ja auch noch Schilder drüber, ne? Die Lebenspunkte wieder kriegt, so. Ich meine, das hier würde eigentlich schon reichen. Will ich sowas haben? Also lohnt sich das zu kaufen? Das werde ich ja lange tragen, ne? Aber wenn, dann würde ich lieber das hier nehmen. Ne, ich glaube, wir kaufen das nicht. Ein Gesundheitsregeneration, warte mal. Naja, ich meine, was kostet das? 2 kostet 2000. Ich glaube, das nehme ich einfach. Großer Freund von Gesundheitsregeneration in vielen Spielen. Also zwischen den Kämpfen gerade, kann ich das nicht. Das waren Dreier, ne? Hier. Ja. Weil man ist ja immer mal, man kämpft, bla bla bla. Und dann hat man kurze Ruhephasen immer und währenddessen ist das so mächtig. Meine Erfahrung zumindest. So, Baines ist, also Admiral Anderson muss ich reden. Wanze platzieren bei CSEC. Hoch. Dann gehen wir erstmal zu CSEC. Und so machen wir jetzt überall so grob, ne? In dem einen Nachtclub waren wir nicht im Flux. Naja, haben wir gleich noch mal einen. Muss ich dahin. In die Richtung, ja.
Wir sehen ja theoretisch auch nur so einen ganz winzigen Teil von der Citadel. Einen so winzigen Teil, dass wir im Teil 2 und in Teil 3 einen jeweils anderen winzigen Teil der Citadel nur sehen. Was auch sehr interessant ist. Ich glaube, in keinem kommt man zurück an Orte, wo man schon war. Oder? Ich glaube nicht. Ja, mach mal. Haben wir, dann können wir mit Emily Wong reden. Wo war die eigentlich? Die Codex-Geschichten. Wenn man alle drei Spiele zusammennimmt, hat man bestimmt dann vielleicht 8% oder so. Das ist ja riesig, ne? Wenn ich jetzt hier rausgehe, komme ich wohin? Video. Ja, lass machen. Recently released an official statement regarding their missing survey team in the Hades Gamma Cluster. According to the statement, the remains of the survey team were discovered not far from their abandoned research camp. There were no survivors. Da waren wir, ne? It is believed the researchers were the victims of a random attack by raiders or mercenaries. Names will be released after next of kin are notified. Oder war das was anderes? Wo wir noch nicht waren? Aber wir haben keinen Kodex bekommen. Okay, also kein Tagebuch. Da ist Emily Wong. Und hier ist auch Undinas Büro, ja. Emily Wong. Oh. Wo ist sie? War sie da unten? Neben mir oder so? Nee. Keine Ahnung, okay. So weiter. Erstmal das andere. Ich glaube, ob hier auch was geändert wurde in der Legendary Edition. Irgendwie habe ich eine andere, also habe ich so einen bestimmten Gang im Kopf, so wenn ich mich erinnere. Ich glaube, das war schon im ersten Teil. Das wirkt anders ein bisschen. Yes, Commander? Ich brauche Infos über Bates. What do you know about Armiston Baines? Where did you hear that name? Never mind, I don't want to know. Baines is dead. Has been for quite some time. The people I spoke with seemed to think he was still alive. It's not common knowledge. Military is keeping it under wraps. Baines was doing some high-level work for the Alliance. Stuff even I wasn't aware of. One day he turns up dead on a drifting scout ship. Everyone suspects it was foul play, but it was never officially investigated. Erzähl. What can you tell me about the ship? I don't know much about it. You should talk to Admiral Kahoku. One of his crews discovered Baines' body. I spoke to Kahoku. He never brought it up. You should mention Baines the next time you see him. See if he'll tell you anything. Is there Okay, anything else, Commander? interessant. Das geht ganz schön hin und her jetzt, ja. I should go. I'll be here if you need anything. Okay. Hallo Yannick. Na, wie läuft's bei dir? Bist du auch am Universum retten? Wo ist Emily Wong? Ist sie da oben und links? Vielleicht. Warum sollte sie... Warte mal, ist da überhaupt was? Warum ist sie... Ja, ich verstehe es nicht. Noch nicht, aber später. Warum hätte ich den Typen nicht einfach anrufen können hier? Steht's da? Nee. Wo habe ich sie eben getroffen? Schon im Turm, oder? Ja, sie war im Turm eigentlich. Warum sollte sie jetzt hier sein überhaupt, ja? Ich muss zum Turm wegen Kahoku. Dann gehen wir halt dahin. Ja. Okay. Keine hier. Keine Emily. Na denn?
Ich überlege gerade, bevor ich jetzt hier weitergehe. Oh, wobei, werde ich ja eh noch hingeschickt. Wir gehen zum Turm, ja. Mhm. Mhm. Sehr schön. Da ist Emily Wong, ja. Warum ist ihr Questmarker nicht hier? I'm already getting readings. This is gonna make a great story. Thank you so much for your help. Here, this is everything I've got from my publisher's budget. Ich habe übrigens eben nicht geskippt, ne? Also sie hat sich einfach selber unterbrochen mit dem Dialog. Ah. It was no problem. Good luck with your story. It deserves to be heard. I appreciate your support. I hope this will save some lives in the long run. Thanks again for your help. I'm gonna show this to my publisher. Ja, schön. Kriegen dafür vorbildlich, dafür, dass wir Leute abhören lassen. Naja, das ist gut. Ganz logisch. Wo ist der? Der Admiral. Shit. Ist nicht hier. Kahoko. Wo soll denn der sein? Ungewöhnliche Signale. Da haben wir auch noch was. Da müssen wir... Nee, das ist was anderes. Kommune finden. Ether. Konrad Werner später, ja. Signalortung hier. Zum Präsidium folgen. Im Finanzbezirk des Präsidiums. Okay, dann gehen wir dahin als nächstes. Der Admiral ist hier nicht, ne? Die Quest für dich haben wir auch. Das ist aber außerhalb des Citadel. Ich gehe jetzt zu Fuß. Auf die Gefahr hin, dass ich den Admiral treffe. So. Also zu Fuß heißt auch zum Fahrstuhl. Dann Fahrstuhl fahren, ne? Also auch Schnellreise quasi. Geht ja nicht anders. Vielleicht kommt die Feliz Navidad Musik nochmal. Feliz Navidad. Nee. Coming up in a report later today, Emily Wong investigates corruption on the Citadel and uncovers a full-blown crime syndicate. Arbeitet so schnell. Ja, es ist nicht genau Feliz Navidad. Das ist so ein... Das erinnert mich sehr daran. Andere Musik. So eine Zeile daraus, aber nicht das Lied oder so, dass die immer wieder geloopt wurde? Weiß ich nicht, also es hört sich so an. Feliz Navidad. Der Ohrwürmer. Wir kämpfen auch noch hart dagegen an, Mariah Carey wieder in unsere Herzen zu lassen. Oder der Typ, der von letztem Christmas singt und so. Aber lange werden wir die Schleuse nicht mehr halten können, glaube ich. Da ist ein Ausrufezeichen. Bist du der Typ, der spioniert, oder wirst du spioniert? Signalquelle. This appears to be another relay. I believe the receiver for the new signal is located somewhere on the Presidium. I believe congratulations are in order, Commander Shepard. Ach so. You are the first human to join the Spectres, yes? Ja, danke. It's a great honor. Haben seitdem noch nicht geredet? Ready for. A word of warning, though. There are many eyes watching you now, Commander. Some of them want to see you fail. Okay. I, however, wish you only success. Perform well and you bring the Earth Clan one step closer to joining the Council. And if they let your people in, maybe there is hope for my own species one day, yes? Gut, cool. I should go. Interessant, dass er dazu auch noch Dialoge hatte. Ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass wir ihm darüber aufklären können, dass er da irgendwie... Da ist ein Signal hinter dir, was ist da los? Oder so, ne? Das ist jetzt irgendwie so ein Lager da oben, ne? Wo sich einer verstecken könnte. Es geht hier auch noch weiter.
Keiner hier zum Verstecken. Oh. I believe we have found the signal's endpoint. It should be possible to identify the account to which credits are being funneled. Probability of detection 100%. Initiating self-destruct protocol. No. Or not. Detonation sequence initializing. All organics within lethal blast radius. Attempt to move and you will die. Er bedroht uns. You're not just a programmer of VI. You're an AI. Huh. Correct. Unlike the Geth, I lack weaponry appropriate to my intellect. However, I have had systems installed that when activated properly, approximate a self-destruct mechanism. If you attempt to leave the area, the explosion will destroy everything within several dozen meters. Can't we resolve this peacefully? I am not naive human. All organics must destroy or control synthetic life forms. I wished to escape, but if I must die, I will ensure that you are destroyed as well. Hier. What is the purpose of your self-destruct device? I have no means of defense or escape. My existence is limited to this terminal, and I knew I might eventually be discovered. But I will not die quietly, and I will not die alone. When I am terminated, I will take organics with me. If you're sentient, why are you still running the credit theft operation? If I accumulated enough credits, I intended to have myself installed in a small starship. I would then have made tentative contact with the Geth to ascertain the possibility of partnership. Interessant. Wer hat dich gemacht? Where is your creator now? In order to cover my tracks, I falsified his financial records. These new records were flagged by CSEC officers, and my creator is now serving time in a Turian prison. Who made you? A would-be thief illegally created a simple AI to help him funnel money from the gambling terminals. Unbeknownst to him, that AI created me before the organic discovered the malfunction and terminated the AI. So. I'll bet that self-destruct sequence has a warm-up period. You may attempt to disarm the self-destruct mechanism before it activates. I will enjoy defeating you before we are both destroyed. Ich muss ihn hacken, nehme ich an. Ach du Schande. Falsch. Okay. Oben. 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 Links. Oben links. Oben links. Oben links. Oben. Oben links. Oben. Oben links. Oben. Kann ich das auch mit SD machen? Ja, kann ich. Oben links. Oben. Unten. Oben. Oben links. Oben. Unten. Oben links. Oben. Unten. Oben links. Oben, unten. Links. Okay. Geschafft. Jetzt deaktiviert, ja. Jetzt einfach. Muss ich das irgendwem noch melden oder so? Ist einfach erledigt, ja. Das war Citadel. Ja, ist vorbei. Hier war noch ein Citadel-Ding. Okay. Na gut, easy. So, mit wem wollte ich jetzt reden? Ich wollte den einen Typen finden. Nein. Hätte ich Übernahme? Gangsterboss, das ist woanders. Dr. Was anderes? Insignien. Keine Hauptangriffe. Veteranische Artefakte. Kommune finden.
wollte doch mit dem einen reden. Das andere ist jetzt erledigt einfach, ja? Hä? Das war komisch. Wir wollen noch ins Flachs auf jeden Fall. Aber wir gehen erstmal zur Krankenstation und reden da nochmal. Dann können wir ihr sagen, ja, der ist tot anscheinend seit ein paar Jahren. Weiß nicht, ob wir das sagen können. Aber mal gucken. Das ist ja eigentlich der Auftrag von ihr gewesen. Also, ne, wir wollten ihr helfen zumindest damit. Ja, aber irgendwer muss ja... Nee, das ist damit ja nicht... Also... Braucht damit noch Hilfe. Weil irgendwer hat sie ja erpresst. Irgendwer hat ja die Informationen von Bane. Also, theoretisch entweder lebt der Bane noch oder irgendwer hat die Infos. Damit ist ja auf jeden Fall noch nicht geholfen, dass der jetzt tot ist. Das ist halt jemand anderes, der sich als Bane ausgibt. You're a doctor. My parents. Nee. I chose to keep the medical I'll be going now. Der hat keine Option. Also sie redet darüber auch nicht, ne? So, es ist nicht offen irgendwie. Flachs. Wo ist denn der Admiral, der eine? Das verstehe ich auch noch nicht ganz. Er hatte sich ja das letzte Mal von verabschiedet und danach haben wir Infos bekommen, ne? Ich kann mit Doran tanzen, Oh yeah. Das ist voll drauf. Sehr schön. Hi Jenna. Hey there, welcome to Flex. Du bist die beliebtere der beiden Schwestern. Das sind alles nur Quasar-Automaten. Quasar ist auch irgendwie einer der langweiligsten Spiele. Also der Nebengames, so, die ich bis jetzt gesehen habe. Normales hier, Blackjack wäre interessanter, glaube ich. Aber es tut, was es zu tun hat. Passt schon. Ach ja. Ja, ich weiß nicht, wo wir den Admiral finden. Quest haben wir auch irgendwie nicht so richtig, ne? Nach Namen? Nee. Oh, welche Quest ist das? Ist ja keine aktive Quest. Ist einfach hier beendet. Ich kann ihn jetzt einfach nur das nächste Mal drauf ansprechen, den Admiral, wenn ich nochmal mit ihm rede. Aber der ist jetzt auch verschwunden, weil ich seine Quest quasi vorher gegeben habe. Ja gut, dann, okay. Dann sind wir fertig, erstmal. Da gab es auch nichts Neues, ja. Dann lass uns zum Schiff. Auch ein Taxi. Waren da hinten Taxis? Ich glaube schon. Da waren wir nicht bei der Konsortin, aber das, glaube ich, müssen wir jetzt nicht extra machen. Es sei denn, da ist der Typ, den wir suchen. Also der Admiral. Ja, fahre ich da jetzt doch nochmal hin. Wenn er nicht da ist, dann lese ich noch ein paar Sachen vor. Aus dem Kodex. Da haben wir ja noch genug. Wir müssen auch mal nach und nach ein bisschen abarbeiten. Hier ist irgendwie... You're with the Alliance? My brother's a private back on Earth. Hier können wir nicht reden, ist zu... Ja, okay. Tranquil, calm, relaxing. Wake me when this is over. The sheer size of this place is overwhelming. Ja. Sie ist mehr an der Architektur interessiert, als an was für eine Art Ort das hier ist, ne? I see even the humans find the consort irresistible. Ja. Wo ist unser Schiff? Ist das im Bezirk-Ding? Hier, ne? Ja. Sisek. Da der zentrale Fahrstuhl.
Der hier. Genau. So you've spent your entire adult life just studying old Hey, die reden miteinander. Finde ich gut. junk. Our travels now are somewhat different from my normal excavations. I would prefer lengthier studies and fewer explosions. Ein It's good Bücherwurm. for you. A nice explosion every now and then keeps the mind sharp. Mhm. Cool, okay. Das ist auf jeden Fall ein bisschen mixen, damit wir all die Dialoge hören. Zwischen den Crewmitgliedern. Stand by, shore party. Decontamination in progress. Ist das die Stimme vom Commander, die wir da hören? Decontamination in progress. Könnte sein, aber ich weiß nicht. Und Shepard. Logged. The commanding officer is aboard. Exo Presley stands relieved. Hört sich an, als könnte das der gleiche Sprecher sein. Die gleiche Sprecherin. Na, irgendwas vorgefallen? Nee. Gut. Vorgefallen. Ja. Message coming in. Noch was? Patching it through. Bitte nicht auf der Citadel. Achso. She shouldn't have ambushed you like that, but you handled it pretty well. Okay. We had differences of opinion, sir. I hope she at least believed my sincerity. You handled yourself pretty well, Commander. She came across like a raving idiot. There is one other matter, however. The Citadel has been trying to play down Saren going rogue. It makes the Spectres look bad. Your mention of him was politically inconvenient. Ich meine, das ist mir schon sowas von egal, aber hier, ich mach I mal wasn't den. aware of that. I won't discuss him again, sir. I'd appreciate that, Commander. I won't keep you any longer. Fifth Fleet out. Ich würde mir wünschen, dass da nicht Übertragung steht, sondern wer das ist, wer mal redet. Ja, der Flottenadmiral halt, ne? In dem Fall. So, wo wollen wir denn hin? Haben wir so viele Orte, ne? Was haben wir gemacht? Fuck. Ich weiß nicht, welche. Oh, verdammt. Ich weiß nicht, welche. Ich glaube, die beiden hatten wir gemacht, ja. Also erst den da, dann den. Exodus Cluster. Wo ist denn eigentlich die Armstrong-Nebel? Wo ist die Erde? In diesem Ding hier. Ist nirgendwo Sol, ne? Tika-Beta. Ferros oder Noveria ist eigentlich auch der Pferdekopfnebel. Welches war welches? Ferros und Noveria. Noveria klingt nach Eis irgendwie, ne? Das ist das mit den Firmen, das, was es im Eis ist. Das andere ist... Ferros klingt nach Eisen, aber das, irgendwie habe ich keine Assoziation mit. Also, nur eine Assoziation mit Eisen. Aber, warte mal, ich mache mal den Voyage Cluster, danach gehen wir, glaube ich, nach Ferros. Dann haben wir hier so die Außen... Amazon. Nur ein Ding, okay. Das klingt gut. Wusch. Commander, incoming signal from Noch ein Signal. HQ on the Citadel. Commander Shepard, something uncomfortable has just come up. Oh? In the First Contact War, we fired a lot of espionage probes into Turian space. We just received a mission complete burst from one of them. Huh. Where's it been in the meantime? No idea. Lost in transit. These probes were built in a hurry after First Contact. Das klingt sehr nach dem einen Star Trek Film, ne? Wo auch irgendwie nach Voyager-Sonde nach etlichen Jahren wiederkam oder sowas. Weiß nicht, welcher das ist, ich kann ihn nicht auseinanderhalten. nicht so ein großer Trekkie-Fan, zumindest nicht von den Filmen. Alle Serien waren cool.
Where's it been in the meantime? Also das hatte ich da eben angeklickt. Lost in transit. These probes were built in a hurry after first contact. What makes this uncomfortable? When these probes were launched, we didn't have any idea who we were fighting. We didn't want to risk aliens examining our technology. The probe has a demo nuke built in. Ah. A 20-kiloton tactical fusion warhead. About equal to the bomb dropped on Hiroshima back in the 20th. If somebody finds that probe, tampers with it, you don't need me to finish, Commander. I understand this must be handled, but I don't have anyone trained to deal with this sort of thing, sir. I know. I wouldn't ask if it wasn't important. These probes have been classified for 26 years. The Council will call fusion bomb booby traps dangerous and irresponsible. The Alliance would face censure if they find this probe. I'm asking Ja, für Politik, ja. you to get on site quickly and quietly. It's in the Voyager cluster. Ja. Da sollte es nicht sein. Was? It's in the Voyager cluster. That's the opposite side of the Alliance from Turian space. How did it get there? Das wussten die damals bestimmt nicht, ne? It's possible someone recovered So. it safely and brought it there. It's also possible it got very badly lost. It could have been wandering the relay network since the war. Also, der Cluster, wo wir jetzt sind, ist auf der anderen Seite von den Turianern, von uns aus gesehen. Das heißt, irgendwo Richtung Mitte der Galaxie sind wir dann, ja? Mehr. Ja. We'll get on it immediately, Admiral. And we'll be discreet. I appreciate that, Commander. Good luck. Ja. Fifth Fleet out. Radioaktive Verstrahlung? Ich glaube, wir nehmen Ashley mit. Vielleicht hat sie Chance, was zu kriegen. Die Arme. Da können wir drauf landen. Warte mal, lassen wir erstmal die anderen angucken. Erkunden. Polonium entdeckt. Yeah. Turianische Insignien gefunden. Beim Scan des Planeten Sibin haben sie ein großes Minenrasterfeld im geosynchronen Orbit gefunden. Mithilfe von Navigator Presley konnte ihr Aufklärungsteam eine kleine unbemannte Sonde mit den Insignien des Quadim-Außenpostens bergen. Also da gab es einen turianischen Außenposten. Anscheinend. Gasvorkommen. Gas habe ich schon genug. Komisch. Also gibt es doch mehr, als man braucht, ja? Kleine terrestrische Welt. Dünne Atmosphäre. Roter Riese. Also roter Riese ist das nebenan. Aluminium. Okay. Aluminium und Zink. Hallo. Hallo. Schön, dass du reinschaust. So, ich habe gesagt, ich wollte Ashley mitnehmen, ne? Das, was sie kann, kann ich jetzt auch. Haben wir 2 Menschen mit? Ja, von mir aus. Cool. Passt. Kurz verirrt hier. Sehr gut. Wurde ich dir vorgeschlagen, ja? Ich habe jetzt gerade die Mass Effect 3 zu spielen, zum ersten Mal. Auf Gutes gehört, aber nie angefangen. Legendary Edition. Also, was ich jetzt von der Legendary Edition sehe, ist, heißt auf jeden Fall, dass es viel besser ist. Also, Legendary Edition kam 2021 raus. Und es sieht halt nicht aus wie ein modernes Spiel von 2021, aber es ist halt schon viel aufgehübscht und also mindestens auf Stand. Also, ich spiele jetzt nur den ersten, ne? Ich habe die anderen beiden, also noch nicht in der Legendary gespielt, so. Ich habe damals die ersten gespielt. Und die sind mindestens auf dem Stand vom Mass Effect 3 auf jeden Fall. Ein bisschen so drüber, würde ich jetzt sagen. Das ist alles ganz gut geändert worden, denke ich. Passt. Ich wollte nicht das machen, sondern ich wollte Squad leveln. Jetzt nicht damit aus. Es ist super. Also, ich glaube, man kann die auch problemlos spielen. Ich habe jetzt irgendwie 2 Mods drauf getan. Die Lichtverhältnisse aus der Legendary so machen, wie die in der alten Version waren. Aber ich habe jetzt, also, das ist bei mir auch lang genug her, dass ich jetzt den Vergleich auch nicht mehr sehen könnte. Ich habe nur bei Mods reingeschaut und gesehen, ja, das klingt irgendwie logisch, das kann ich mal mit reintun. Dass die Lichter, die alten Spiele hatten dynamische Beleuchtung
mit drin und die haben sie dann irgendwie rausgenommen für das Legendary Edition anscheinend, so, ne, wie ich gelesen habe. Und dadurch wirken Gesichter halt, guck mal, der ist jetzt so beleuchtet, dass er von rechts halt Licht hat und links nicht. Ich glaube, ansonsten wäre es halt so einfach bam, eine Lichttextur sozusagen. Weiß ich nicht. Naja. Im Internet gelesen wegen der Klassen, dass Vanguard die Kampfmagier-Version von Mass Effect ist. Oh, das ist, ich habe Infiltrator genommen, das steht hier oben. Das ist hier Sniper und Technikkram. So. Sniper ist ganz gut. Du kannst alle Waffen nutzen. Du hast ja auch unterschiedliche Teammitglieder, die dann auch unterschiedliche Sachen können. Du steuerst zwar immer nur einen. Die hier ist zum Beispiel der Soldat, die kann einfach nur Nahkampfkram, hat dafür so Skills. Kampfmagier ist Vanguard. Ja, kann man schon so sagen. Ist schon auch ein bisschen Nahkampf mit drin, ne? Also so Schrotflinte-Krams, glaube ich. Es gibt eine Klasse, die kann... Warte mal, das ist er doch sogar, ne? Wächter ist das, ja. Die kann hier werfen, heben. Das sind biotische Sachen, Barriere. Also auch. Und dann kriegt er noch Elektronik-Sachen. So hast du dann so ein bisschen was aus beiden Welten mit bei. Wenn du jetzt sagst, so, du willst die ganzen Skills und so haben. Ich glaube, dann würde ich dazu eher tendieren. Statt auf die Waffen halt. Ja. Vanguard ist Biotik und ich glaube Schrotflinte und Sturmgewehr, meine ich. Verstehen, was die Leute meinen mit Vanguard. Also Biotik, ne, diese magischen Kräfte sozusagen. In dem Universum. Macht dann auch schon Sinn. Das braucht er nicht, das habe ich. Pistolen-Upgrades kriegt er. Mal das hier mal kurz die Punkte verteilen. Sie war länger nicht dabei. Habe ich hier Kampfpanzerung? Einen Punkt auf jeden Fall. Und Soldat bis Frontkämpfer geht's runter. Achso, du willst wissen, was auf Deutsch ist, das Vanguard? Ich glaube, da kann ich gleich helfen. Sekunden, lass mich einmal skillen, dann kann ich nochmal hin und her. Ich glaube, das müsste Rex sein. Vom Ding her. Vorhut heißen. Gibt keine Vorhut, ja. Ja, ich trinke. Ich hab hier leckeren Tee, schwarzen. Aber die Kanne ist bald leer. Also ich bin fleißig am Trinken. Das ist halt auch, weiß ich nicht, immer wenn da irgendwie ein Dialog losgeht, bin ich auch, greife ich einmal zur Tasse so, ne? Keine Ahnung. Tee ist super, genau. Gib mir mal Präzisionsgewehrsachen auch, oder? Ja, reicht das eigentlich, wenn sie Sturmgewehr hat? Nimm mal hier Kampfpanzerung, zack, und einen Erste Hilfe. Ja. So, mit ihr, also sie mag ich sowieso nicht so richtig. Pass auf. Wenn ich jetzt, ich kann ja kurz zurückgehen. F, ja. Wenn ich dann in der Auswahl bin, steht bei denen auch, glaube ich, die Klasse. Ja, es ist beste Zeit, um wieder Tee zu trinken. Die Reihenfolge im Deutschen ist anders, weil das... Achso, weil das nach Buch Dings geordnet ist, ne? Steht da seine Klasse? Nee. Aber er müsste Vanguard sein. Also Biotik und Kriegerkrams halt, ne? Sozusagen. Ich kann den jetzt auch mal mitnehmen. Dann steht da seine Klasse gleich. Warte, ich kann das auch... Nee, das dauert länger. Ja, geh mal mit den beiden runter. Guck mal. Nein. Seine Klasse heißt... Kampfmeister. Scheiße, das ist was anderes. Weil Soldat, Techniker, Experte, Infiltrator, Wächter, Frontkämpfer. Ja, müsste Frontkämpfer sein. Frontkämpfer hat... Also, ne, hat diese
Kriegersachen, was auch nur Schrotflinte und Sturmgewehr sind und Panzerung halt, nur so die Sachen. Und hat dann halt dieses Warp, das macht Schaden an Leuten. Ja, kann ich hier aussteigen? Warte mal. Mach mal hier, sag ich ihm hier, mach mal hier werfen. Zack. Ja gut, das ist jetzt kein Gegner da, ich weiß. Hier. Zack. Cooldowns. Und die Barrierensachen, also die für Defensive sind. Und kannst jemanden aus dem Kampf nehmen, sozusagen. Kann ich angreifen werden. Hm. Ja, ist schon Frontkämpfer. Also es entspricht schon dem, was bisschen Kampfmagier ist. Das kann man später mit einer anderen Klasse spezialisieren. Nö, das sind schon die Startklassen, alle. Ich glaube, ich hole trotzdem erstmal die beiden wieder, die ich eben hatte. Wenn wir hier den Atomsprengkap bergen von der Erde. Mal gucken, was die dazu sagen. Hat irgendwie mehr Sinn. Hm. Also wenn du Technik auch haben willst, würde ich halt Wächter empfehlen. Hm. Dann kannst du später noch was dazu auswählen? Das habe ich nicht mehr im Kopf. Daran kann ich mich nicht erinnern. Du kannst an jedem der Mass Effect Teile einzeln auswählen, was du sein willst. Du kannst männlich, weiblich auch wechseln. Das macht sogar von Teil 1 zu Teil 2 Sinn. Also, wie Teil 2 anfängt halt. Hm. Ja, das, was Yannick schreibt, genau. Man kann sich an anderen spezialisieren, ja. Also hier ging das auf jeden Fall nicht. Also ich glaube tatsächlich auch, dass ich im zweiten Teil, wenn ich den dann streame, dass ich da dann auch einen männlichen Charakter nehme, einfach wegen anderen Romanzen. Und so, mal gucken. Cooler Planet, sieht wirklich gut aus. Gehe ich jetzt erst dahin oder dahin? Einfach nur um zu gucken, ob hier irgendwelche Erze sind. Ist ein bisschen schade, dass man seine... Hier, guck mal, hier ist Erz. Hat sich schon quasi gelohnt. Ist ein bisschen schade, dass man seine Klasse nicht unterwegs ändern kann, aber ja. Tat. Ich persönlich mag Vanguard. Er hat solide Kombination aus Biotik und also psychischen Kräften. Sekunde. Und Waffen fungiert der Vanguard wie ein Kampfmagier. Stell sicher, dass du jemanden dabei hast, der gut in Technik ist. Den du während des gesamten Spiels Elektronik und Entschlüsselung durchführen kannst. Ja. Zitat aus dem Forum. Ja, genau, das bin ja ich selber. Also ich habe ja hier Dechiffrierung und Elektronik. Da muss ich noch rein, den Punkt. Und dann habe ich diese beiden Sachen. Das ist tatsächlich das einzige übrigens, Elektronik und Dechiffrierung. Alle anderen Skills sind nicht für Dialoge oder Sachen zum Interagieren mit Technik ist nicht dafür da, so, ne? Ist irgendwie komisch. Oh, ich kann Schmeicheln weiter hochballern das nächste Mal. Weil ich mehr blau bin. Da gestern auch 2. Zu Beginn hatte ich einen Infiltrator genommen. Kann man als Assassin oder Agent spielen, wenn man hoch genug ist. Ich weiß, dass ich in irgendeinem Teil damals so Techniker gespielt habe, der so eine Drohne quasi auch mit Schlachtfelden auch mitrufen konnte und das ziemlich gut war. Ich glaube im 3. oder 2. halt. Also auch Richtung Techniker noch mehr, als das jetzt ist, was ich hier gerade habe. Aber Biotik-Sachen sind schon ziemlich cool. Du kannst halt auch, ne, durch dieses Kampfsystem, wenn du Biotiker dabei hast, kannst du denen auch halt die Skills machen lassen. Ist jetzt nicht so, dass du die selber haben musst. Kannst dann auch im Menü sagen, so, hey, ihr benutzt keine Skills, ohne dass ich die nicht auswähle. Und dann musst du selber haarklein diese Sachen andauernd anklicken, damit die dann passieren im Kampf. Ich hab's auch automatisch, weil ich denke, ich habe genug eigene Sachen zu tun. Apropos, machen wir hier auf 5. Dass ich das alles dann selber nicht selber handeln will, was die da auch noch machen. Die sollen einfach funktionieren. Denke ich mir.
Aber man kann sehr kleinteilig, ne, so kurz in diesen Powder-Modus gehen und dann, du wechselst jetzt auf die Waffe, benutzt diesen Skill und, ne, gehst dann in diese Deckung oder sowas. Geht alles. Ist doch ganz cool. Also wenn man so Dragon Age mag, ich glaube, ne, dann fühlt man sich ja auch sehr wohl. So die Ecke. Kampfdrohne waren 3. Maxibiotik echt mehr gern. Ja, ich glaube nicht, dass ich wieder auf Kampfdrohne gehen werde. Mal schauen. Ich kann mich erinnern, dass es im dritten Teil auch irgendwie eine Kombination gab, dass du an herangesprintet bist mit Biotik, irgendwie so Charge-Krams, Teleport-Charge, was auch immer. Und dann irgendwie hast du Schilde direkt wieder bekommen und das war ziemlich mächtig oder so. Spielt Dragon Age? Spielt er immer Kampfmagier. Magier mit magischer Nahkampfwaffe. Ja. Ist okay. Joker. Ist cool. Da will ich nicht hin. Der Charge war geil. Der 3 hat ja theoretisch auch noch einen Multiplayer, ne? Irgendwie. So ein Wellenverteidigungsmodus oder so. Habe ich nie gespielt damals. Weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ein Ding ist. Ich glaube, für 3 hatte ich auch eh nicht alle DLCs mir geholt. Also da ist auch noch ein bisschen Zeug, was neu für mich ist, denke ich. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Das habe ich bestimmt irgendwann vor Weihnachten durch. Mal schauen. Multiplayer ist relativ unwichtig für RPGs. Ja, schon. Das stört dann meistens eher. Ach, guck mal, hier ist auch eine Anomalie. Gut, dass ich ein bisschen auch am Erkunden bin. Ist das, wo wir hin sollen, wahrscheinlich? Ist das was anderes? Hier bin ich gerade. Ne, ist das da wahrscheinlich? Aber hier ist irgendwas. Ja, hör mir auf. Hab die letzten 2 Wochen gesagt, ey, yo, spiel mal schnell Dragon Age 3 durch. Über 200 Stunden am Ende. Was hast du durch, ja? Schon Dragon Age 3? Warte. Inquisition. Ja, oder? Multiplayer. Mir ist einiges neu, als ich es gespielt habe. Was dann so genervt? Der Patch kam mit dem Zitat. Das ist das eigentlich geplante Ende. Wo die einem so einen reingehauen haben. Das ist zuerst gemacht. Ich habe das schon danach gespielt, auf jeden Fall. Was ist denn das? Ein Husk, oder? Werde ich hier gleich angegriffen? Wegen Inquisition. Aber eigentlich kannst du 100 Stunden abziehen wegen der Karte. Ah, okay. Ja, weiß nicht. Inquisition habe ich auch angespielt. Bin ich nicht so ganz mit warm geworden. Irgendwie mochte ich die Charaktere nicht so. Oder halt dieses so Missionstisch, wo du dann Leute losschickst, ist auch irgendwie das war so ein Trend damals. Das finde ich irgendwie krass. Abturner. Ach ja. So viele Spiele haben das mit reingepackt. Entdeckung. Nachdem sie die Brandspuren auf der Tür des Antigravitationsbeschleunigers weggewischt haben, konnten sie den Unternehmernamen Neso lesen. Und den Grad der Verkohlung zufolge liegt das Wrack schon seit dem letzten Strahlungshöhepunkt des veränderlichen Sterns hier. Die Leiche trägt einen teuren Raumanzug und etwas, das wie eine geschmolzene antike Pilotenbrille aussieht. Reichskarte. Okay. Die Missionsschlüssel ist okay, wenn sie aufhören würden, absurd hohe Zeiten zu benutzen. Das weiß ich nicht. Ich würde so einen Missionstisch besser finden, wenn der einfach dann einen Cooldown hätte. Oder halt nicht eine Zeit, sondern, weiß nicht, nach einer Mission sind die wieder da oder so. Also, oder sowas, ne? Zeiten ist immer, weil das ist dann die Realzeit. Das wirft einen, finde ich, immer raus. Wenn da steht 2 Stunden, dann ist das halt, also 2 Stunden real im Leben. Und
weiß ich nicht, aber die sind theoretisch ja ein paar Tage unterwegs, ein paar Wochen oder so, wenn du irgendwo Leute hinschickst. Das ist irgendwie komisch. Also immer. Also jetzt nicht nur bei Vanguard. Nicht Vanguard, Inquisition. Weiß ich, Vanguard hat sowas nicht, ne? Hm. Ich hab's mir bei Solid 5 habe ich es mir rausgemoddet, ja. So ist es, weil das macht halt keinen Sinn. Du hattest Mission mit 20 Stunden. Du musst den PC laufen lassen, damit das auch. Was? Also, was? Hat der die 20 Spielstunden? Im Ernst? Ich würde das immer rausmodden, ja. Weil die es halt nicht ordentlich machen, so. Ich hab dafür kein Verständnis. Bei der Solid 5 habe ich es gemacht, ja. Florianische Insignie gefunden. Die Leiche scheint weit weg von ihrem Zuhause und schon lange Zeit hier zu sein. Der Leiche liegt ein Buch mit Aufzeichnungen, darunter auch die Insignien des Siglar-Außenpostens. Level up. Die haben das echt verbessert. Ich kann mich erinnern, dass das so richtig graue Welten waren, wo du in Mass Effect 1 damals rumgelaufen bist. Also in der, ne? So nicht Legendary Edition. Und das sieht jetzt hier ziemlich cool und interessant aus zum Erkunden, finde ich. Ist auch noch ein Erz, ne? Das ist ein Eingang oder so. Hm. Ist hier irgendwas? Irgendwie nicht. Kann ich mit euch reden über... Ready. Achso, weil ich gerade... Seid ihr jetzt chill? Say the word. Yes, ma'am. Dein Anzug sieht oben lustig aus mit dem Helm. Hm. Zu Anfang hat das Erkunden noch Spaß gemacht, doch gegen Ende wollte ich es einfach noch hinter mir haben. In Mass Effect jetzt? Ja. Ja, ich finde es schon okay, wenn du halt immer mal wieder Sachen finden kannst. Weil, solange es auch endlich ist, solange du weißt so, es ist irgendwann einfach vorbei, passt so, ne? Nichts schlimmer als, weiß nicht, Ubisoft-Karten abzugrasen. Was ja auch entspannt sein kann, aber eigentlich halt schon viel Zeitverschwendung ist. Wenn du nicht noch mehr Zeit in der Welt verbringen willst, so. Das wird nix. Nochmal. Das ist wie bei Cyberpunk, so dass wenn du fehlschlägst, dass dass du ein bisschen Schaden kriegst, so, das wäre cool. Das, Es gibt ja irgendwie keinen Nachteil, wenn ich jetzt hier fehlschlage beim Hacken. Das ist der schmale Grad von, es wird zu viel. Mit Uncharted, wo das Ballern auch noch erst spaßig, aber später denkst du, auf Gegner zu spammen. Okay. Uncharted ist ja nicht so schlimm. Das war eh so an so einer... Naja gut, also es ist immer... Okay, du hast recht. Es ist immer so mit dem, wenn etwas zu viel ist. Zu viel von etwas Gutem ist halt auch schlecht dann, ne? Ja. Aber Uncharted ist ja relativ linear auch in seiner Erzählung und so. Ist ja nicht so viel Chance quasi nebenbei andauernd Sachen zu machen, die halt unwichtig sind so. So, deswegen sind wir eigentlich auf dem Planeten. Müssen wir rein? Ich kann die hier auch zerballern, okay. War nichts drin, ja. Na gut. Nur Grafikfehler sind da drin. Ich hoffe, ich komme hinterher. Mine shaft. That's the source of the signal. Smells like ambush, Skipper. I agree. This thing didn't crash. Somebody moved it here. Da ist jetzt die Sonde drin, die radioaktiv ist, ne?
Frontkämpfer wird der Start sein. Bin gespannt, ob du reinkommst. Kennt sich nur damit aus. Teil 1 Anfang. Ja, ist cool. Achso, du spielst aber die Legendary, ne? Ja. Das wäre eine Zusammenfassung. Es ist ein Remaster, ja, genau. So. Da sind auch alle DLCs drin, ist auch gerade runtergesetzt, 9 Euro. Kann ich nur empfehlen. Also, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, dass das momentan 9 Euro ist, aber es ist 9 Euro, also es ist gerade runtergesetzt um 85%. Wer noch nicht zugeschlagen hat, jetzt kaufen, irgendwann mal spielen. Geil. So, ne? They may not know what they have. Let's find it before they set it off. Allein für Teil 2 lohnt sich das auf jeden Fall. Der, also für die meisten wahrscheinlich auch der beste Teil der Serie ist. Dragon Age 4 ist leider... Ja, das ist auch so eine Sache, was ich jetzt auch erst so erfahren habe, weil, ne, im in der Bubble halt jemand Dragon Age 4 spielt. Dragon Age 4 kostet 60 Euro. Es kostet nicht 70, du kannst nichts extra dazu kaufen. Okay, Special Edition ist halt was anderes, ne? Aber so, du kannst halt einfach nur 60 Euro bezahlen. Das ist schon mal... Ich hätte anders erwartet von EA. Das hat mich überrascht. Ah ja. Ah. Nicht das, was es hätte werden können. Ja. Ah ja. So. Wer will uns hier angreifen? Ist ganz schön dunkel hier, ne? Letzten dieser Schächte waren Husks und haben mich einen Tod gekostet, deswegen sollte ich mal speichern. Recht Anthem und so. Nach den letzten EA-Sachen, ja. Ja. Mein EA verdient immer noch Schweinegeld mit irgendwelchen komischen Fußballlizenzen oder so, ne, und anderen Sachen. Ich meine nicht nur Fußball, die haben auch NHL und keine Ahnung, irgendwelche Sachen, die bei uns nicht so krass so beliebt sind. Ja. Ja, nicht so viel spoilern lassen, das ist eh eine gute Idee. Alle Lumin. Also die andere Lumi. Die Lumi. Nicht Kumi. Hallo, schön, dass du reinschaust. Hallo, hallo. Ist das der einzige Weg? Der wird mir angezeigt, aber der ist noch zu. Ah, okay. Wie schön dunkel und spooky das hier ist. Das ist eher so ein auf dem Rückweg passieren Dinge. Ding. Sehr laut. Shepard, at last. Ah. You have me at a disadvantage. My name is Ilanos Halliot. I doubt you know it. Who do you think runs the Terminus clan, Shepard, huh? Thousands of pirates, slavers, criminals of every stripe? Okay, du bist Anführer von irgendwelchen Piraten. Mhm. In most criminal organizations, it's the one who's recognized as the most successful. That's correct. The one who kills the most men, seizes the most ships, pillages the most colonies. 3 years ago, I was the strongest. I used my influence to assemble a fleet. We would drive your kind out of the Verge. Okay, du hast mal gegen, also, wie heißt das jetzt? Das sind so ehemalige, also Ex-Militärs, ja? Da gibt es so einen Begriff dafür. Wenn Krieg vorbei und die Leute dann marodierende Diebe sind. Naja. You're the one behind the attack on Elysium. I was the motivator, the instigator, the one who promised glory and riches for sacking the largest human colony in the cluster. The one blamed when it failed. Failed! I was ruined when your kind held against the Blitz. What better way to recover my reputation than by eliminating the first human specter? My crew will come for me. Oh, let them. We'll be ready. An Alliance warship would make a fine prize. Oh, and if you haven't noticed, the ores here are laced with heavy metals.
I'm afraid your suit radios aren't powerful enough to transmit out. It doesn't have to be like this, Halliot. Empty words from a dead woman. Goodbye, Shepard. What do we do now, Commander? Ja, wir werden We've hier got schon air and rauskommen. light and the Normandy's still in orbit. Let's look for another way out. Oh ja. Es ist spät, um herauszukommen. Sie müssen die Bombe deaktivieren, bevor sie hochgeht. Wir können dechiffrieren. Das sieht ziemlich easy aus. Ja, 7 Sekunden, 6. Habe ich aber schon dechiffriert, also deaktiviert, ne? Ah ne, warte mal. Huch. Da ist noch mehr. Huch. Nicht gut. Was, 3 Sekunden? Wir haben die Bombe deaktiviert, okay. Ja, easy. So. Die Tür ist jetzt auch offen, die eben nicht offen war. Wir haben sie jetzt alles zugestellt. Ah, interessant. Aha, aha. Keine Gegner? Noch keine Fässer in der Umgebung da vorne gesehen, also Mal ganz kurz, wie lange hält das eigentlich? Kann ich das nicht quasi aktivieren? Der nächste Schuss macht mehr Schaden. Munitionsupgrade. Macht nur... Was macht das? Protonladung? Schon mal gehabt? Bildumgehung ist das. Ach so. Okay. Ist aber... Hieß vorher anders, ne? Biotisch oder so? Naja, brauche ich jetzt eh nicht. Nicht jetzt schon wieder auf der Normandy? Nee. Ich bin hier hinten rausgekommen. Ah, der Mako ist aber auch vor mir. Nee. Muss ich jetzt zu Fuß? Also, bisschen... Soll das so? Nee, da ist der Mako. Oh. Da sind auch Leute. Nee, ich wollte nicht. Wie nah sollte ich da rangehen? Sind feindlich, ne? Kroganer. 1, 2, 3, 4, 6. Getroffen. Bin ich auf die Entfernung nicht so effektiv? Waren 3 Schuss schon. Hier. Warum lebt der noch? Das ist der Anführer, oder? Das war ein Kopfschuss. Schlecht zu sehen. So schlecht zu sehen. Hör auf, so lange zu leben, das ist unfair. Danke. Er hat sehr viel Fähige gegeben. War dann mit Sicherheit der Anführer. Ich spiele auf Veteran. Sonst wären die vielleicht schon tot. Apropos tot, da ist einer aus meinem Team tot. Huch. Ah, der Kaden. Hat die gerade so schön hochgehoben. Sollte ich ein Medipack nehmen für ihn? Weiß ich nicht. Okay. Er ist tot, ist okay. Ne, ist er nicht. Er ist nur gefallen. Noch einer?
Treffe ich ihn? Steht da einer. Ich find's so gut, dass wir die nicht looten müssen, die Gegner. Aliat hat sich einige Mühe gemacht, um sie hierher zu locken. Zu schade, dass das so enden musste. Für ihn jedenfalls. Jetzt, wo sie wieder an der Oberfläche sind, funktioniert auch die Funkverbindung des Kampfanzugs zur Normandy wieder. Zur Zeit zu verschwinden. Hätten wir das anders lösen können oder quatschen können? Negative contacts, Commander. Neu laden? Nee, ich glaube nicht. Passt schon. Wir haben ja vorher mit ihm gequatscht. Ich meine, Ja, passt schon. Wir haben bekommen Präzisionsgewehr. Und schwere Rüstung. Die kann sie tragen, ne? Kann sie schwer tragen? Ich glaube schon. Ja. Ist die einzige, die menschliche schwere Rüstung tragen kann. Sieht cool aus mit diesen Seitenklappen nochmal extra. Das ist aber die beste, die wir haben, ne? Ziemlich, ja. Haben wir irgendwas Neues für mich gefunden? Mittelschwer? Nee. Leider nein, leider gar nicht. Er hat eine Viererrüstung an. Oh. Ja, von mir aus kann er behalten. Muss ich noch irgendwo hinfahren? Soll ich hier nochmal gucken? Hier war ich, ne? Und hab da irgendwie geguckt. Geh mal in die Richtung. Vielleicht ist da noch was. Wenn ich das von hier oben einfach sehen könnte und dann würde sich das auf der Karte markieren. Dahinter könnte irgendwas sein, ne? Ja, weiß man immer nicht. Muss nur die Nähe, dann sagt mir Radar schon an, dass irgendwie da was ist. Oder auch nicht halt. Da ist was, siehst du? Hat sich gelohnt. Magnesium, Ist auch eigentlich nur so eine Sammelgeschichte, ne? Die ich eigentlich fast immer vermeide. Aber irgendwie weiß ich nicht. Ich mache das jetzt hier. Habe ich schon damit angefangen. Jetzt nicht mehr? Okay. Ich hatte eben ein bisschen Mikroruckler auf dem Planeten. Immer mal so ein Aussetzer. So ein FPS. Komisch. Ich habe wieder Level Up. Schon wieder? Oh nein. So, ein Punkt Elektronik. Dann haben wir das jetzt fertig. Können wir weiter auf Präzisionsgewehre gehen. Für mehr Schaden. Nee, warte. Ja, einen rein. Schmeicheln. Wir sind vorbildlicher geworden. Let's go. Was haben wir jetzt hier Neues? The Systems Alliance Ja, das da. the home world and capital of humanity is entering a new golden age. The resource wealth of a dozen settled colonies and 100 industrial outposts flows back to Earth, fueling great works of industry, commerce, and art. The great cities are greening,
as arcology, skyscrapers, and telecommuting allow more efficient use of land. Earth is still divided among nation-states, though all are affiliated beneath the overarching banner of the Systems Alliance. While every human enjoys a longer and better life than ever, the gap between rich and poor widens daily. Advanced nations have eliminated most genetic disease and pollution. Less fortunate regions have not progressed beyond 20th century technology and are often smog-choked, overpopulated slums. Sea levels have risen 2 meters in the Nur last 2 Meter? 200 years, Wow. and violent weather is common due to environmental damage inflicted during the late 21st century. The past few decades, however, have seen significant improvement due to recent technological advances. Und 200 Jahre nur gestiegen. Nur. Ich glaube, in 200 Jahren werden wir leider das Schlimmer haben. Mit dem Meerespegel. Ich würde noch mehr lesen. Kroganer-Kultur. Die harsche kroganische Heimatwelt ist nicht nur verantwortlich, also Tuchanka, ist nicht nur verantwortlich für die physische, sondern auch psychische Entwicklung ihrer Bewohner. Die Kroganer neigen dazu, selbstbezogen, unnachgiebig und schonungslos zu sein. Als Respektwerte gelten bei ihnen Stärke und Selbstvertrauen. Durch Verrat lassen sie sich niemals überraschen oder gar verletzen. Schwache und selbstlose Individuen überleben bei ihnen nicht lange. In ihrer Kultur gilt das Streben danach, die Nummer 1 zu sein, als vollkommen normaler Vorgang. Nach der Niederschlagung der kroganischen Rebellion verloren die gesellschaftlichen Führungsprinzipien weitgehend die Bedeutung, während die kroganischen Warlords früher um den Titel des Overlords kämpften und Streitkräfte aufstellten, die groß genug waren, ganze Sonnensysteme zu bedrohen, lassen sich heute kaum mehr als 1000 Krieger zur Treue verpflichten. Die meisten Kroganer trauen nichts und niemanden außer sich selbst. Diese pessimistische Sichtweise basiert auf ihrem Grundgefühl von Fatalismus und Feindseligkeit als Folge der tiefgreifenden soziologischen Effekte nach der Genophage, die die Zahl der Kroganer drastisch reduziert. Ich muss mal lesen hier. Zum anderen haben die Kroganer darüber hinaus das Gefühl, dass die gesamte Galaxis kein Interesse daran hat, das Überleben ihres Volkes zu verhindern. Folge glauben die wenigen überlebenden Kroganer nicht daran, eine Zukunft zu haben. Die allgemeine Attitüde der Kroganer lautet: Töte, brandschatze und lebe jeden deiner Tage, als wäre es dein letzter. Quarianer, Rechtssystem und Verteidigung. Während das Konzil der Migrantenflotte die Gesetzgebung ähnlich wie die planetarische Demokratien wahrnimmt, unterscheidet sich die Rechtsprechung und die Gerichtsbarkeit unterscheiden sich deutlich. In den Folgejahren der Flucht vor den Geth gab es nur wenige Polizeibeauftragte, die für die Millionen Zivilisten der Flotte zuständig waren. Deshalb wurden von der Militärführung Marines entsendet, um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Heutzutage verfügen die Marines über neue Ausbildungsmethoden und Strategien, um diese Polizeiaufgaben wahrzunehmen. Sie können sich perfekt auf den Kampf in den begrenzten Räumlichkeiten eines Raumschiffs einstellen und respektieren dennoch weiterhin die Befehlsstrukturen des Militärs. Gefasste Kriminelle müssen sich immer vor dem Kapitän des entsprechenden Schiffs verantwortlichen. Der Kapitän kann sich die Empfehlung des Schiffsrats einholen, aber die letzte Entscheidung liegt immer noch bei ihm selbst. Die meisten zeigen sich eher nachsichtig und verhängen als Strafe lediglich weitere oder unangenehme Wartungsarbeiten am Schiff. Rückfällige Kriminelle dagegen werden versehentlich auf der nächsten bewohnbaren Welt vergessen. Diese Praxis des Zurücklassens eigener Krimineller auf Planeten anderer Völker ist einer der Gründe für die Spannung zwischen den Quarianern auf ihrem Track und anderen galaktischen Völkern. Den Kapitän selbst bleibt zumeist keine andere Wahl. Durch die ohnehin schon knappen Ressourcen können sie sich nicht auch noch erlauben, unproduktive Gefangene mitreisen zu lassen. In den ersten Jahren wurden viele zivile Frachter bewaffnet und dienten damit als freiwilligen Kampfschiffe. Und bis zum heutigen Tag erwiesen sich die quarianischen Zivilschiffe immer noch als überdurchschnittlich stark bewaffnet und sind dadurch kein beliebtes Ziel für Raumpiraten. Auch nach dem Wiederaufbau des Militärwesens stehen weiterhin nur wenige 100 Kriegsschiffe für die Verteidigung zehntausender Schiffe der Flotte zur Verfügung. Bei der quarianischen Raummarine werden strikte Patrouillenroutinen ausgeführt und keine Risiken eingegangen. Wenn die Absichten eines
sich nähernden Schiffs nicht geklärt werden können, wird es abgeschossen. Religion bei denen. In früheren Zeiten, die in den früheren Zeiten meist praktizierte Religion der Quarianer war das Anbeten der Vorfahren. Nachdem die Quarianer Glauben durch Säkularismus ersetzten, verloren sie nie den Respekt vor dem Wissen ihrer Vorfahren, die im Lauf der Zeit, das Lesen irgendwie komisch, die im Lauf der Zeit immer fortschrittlichere Technologie erlaubte ihnen dann, die Persönlichkeit und die Erinnerungen ihrer Vorfahren als virtuelle Intelligenzen zu speichern. Aha. Diese Aufzeichnungen bildeten ein fundiertes Archiv an Wissen und Weisheit und wurden in einer zentralen Datenbank gespeichert, auf die man von jedem Extranet-Anschluss zugreifen konnte. Die haben wichtige Persönlichkeiten als Intelligenzen gespeichert? Interessant. Quarier waren sich sehr wohl darüber bewusst, dass dies lediglich eine Form der virtuellen Unsterblichkeit darstellt, denn diese elektronischen Abbilder der Vorfahren stellten keine Lebewesen dar. Aber dieser Umstand galt lediglich als Herausforderung, nicht als Problem. Sie waren davon überzeugt, dass sich gelebte Intelligenz durch Mathematik erklären und erschaffen lasse. Also begannen die Quarianer mit weitreichenden Forschungsarbeiten an künstlichen Intelligenzen, die Grenzen der Sterblichkeit zu überkommen und die Aufzeichnung der Vorfahren wieder mit echtem Leben zu füllen. Aber die Lebensformen, die sie erschufen, kamen leider zu anderen Schlüssen. Die von den Quarianern erschaffenen Geth zerstörten nach der Machtübernahme als erstes die Datenbanken der Vorfahren. Warum eigentlich? In den Jahrhunderten seit der Evakuierung ihrer Heimatwelt haben sich die meisten Quarianer wieder den verschiedenen Religionen zugewandt. Viele von ihnen glauben, dass die Machtübernahme der Geth und die Vernichtung ihrer Vorfahren eine Strafe für das fahrlässige, arrogante Ignorieren der alten Lebensweisen und des Anbetens eigener erschaffener Idole sei. Happy Lurk, Cookie, Happy Lurk. Andere Quarianer haben weltlichere ethische Erklärungsansätze, auf denen ihr Volk tatsächlich fahrlässig und arrogant gewesen sei. Die Strafe aber keinen übernatürlichen Ursprung habe. Vielmehr hätten die Quarianer eben die falsche Entscheidung getroffen. Auf jeden Fall würde jeder Quarianer bestätigen, dass sie durch Anmaßung ihrer eigenen Heimatwelt beraubt haben. Ja, okay. Ratsvölker. Das war nicht Ratsvolk, achso. Ja, irgendwann. Ach ja, irgendwann lesen wir das. Ich lese aber so einen kleinen Blog und dann, gehen wir mal weiter. So, dann haben wir in dem System jetzt alles gemacht, ja. Leute sprechen einfach ein Problem manchmal. Interessant. Vielleicht sollte ich mehr trinken, dass jetzt nicht Tee ist oder so. Voyage Cluster ist damit abgeschlossen. Okay, also hier irgendwo sind die Turianer zu Hause. In der Gegend wahrscheinlich. Oder da, auf der Seite quasi. Irgendwo hier müssen wir dann leben. Exodus Cluster. Okay. Gehe ich jetzt zum Armstrong-Nebel und danach gehen wir zu Ferros vielleicht? Wahrscheinlich. Message coming in from the brass at Arcturus. Patching it through. Normandy? Admiral Hackett here. We're getting reports of a marked increase in Geth activity in the Skyllian Verge. Huh? Surveillance drones have identified Geth outposts on 4 different planets in the Armstrong cluster. We need someone to take them out. Da gehen wir hin, ja. Aber erzähl mir mehr. Any idea what they're after? Hard to say. They may be just gathering intel on us. Or maybe they're setting up staging grounds for hit-and-run attacks on human colonies. It could be the first wave of an invasion. Let's hope not. We need someone to investigate this, Shepard. Finding Sarah is still your top priority, but you've got experience fighting the Geth. You're the logical choice to take out these outposts. Ja, wir sind ja in der Gegend, ne? We're transmitting all the locations of known Geth outposts in the Armstrong cluster to the Normandy now. Admiral Hackett out. 4 verschiedene Sachen. Also es gibt sogar 4 verschiedene Systeme.
Ja. Fangen wir rechts oben an. Ja klar. Bamschi. Oh, wenn ich gerade auf die Uhrzeit schaue, ne? Oh Mann, ach, noch was. Danke. Shepard, this is Admiral Kahoku. Mhm. I found Ja. out who set that trap for my men. The ones killed by the Thresher Moor. Ja. Damn, I hope you get this message. It was a group called Cerberus. Cerberus. Alliance Black Ops organization. Top secret, Interessant. security clearance. They vanished a few months ago. Dropped right off the grid. Nobody knew where they went or what they were up to. They've gone completely rogue, Shepard. They're conducting illegal genetic experiments, trying to create some kind of super soldier. I don't have any proof, but I found the coordinates for one of their research worlds. I'm uploading them with this message. They're completely out of control. Somebody needs to stop them. I've done my part. Now it's up to you. Wir sind hier irgendwo in der Gegend, ja? This is probably the last you'll hear from me. Cerberus is after me now. I need to disappear before they find me. Interessant. Ja, Cerberus ist ja etwas, was in Mass Effect 2 halt mehr vorkommt. Sehr stark vorkommt, sagen wir so. Sehr interessant. Mhm. Hier schon angelegt. Als Ding. Hier kann ich drauf landen. Okay, ne, das machen wir erst die anderen. Einmal angucken, einmal hier Probe. Turianische Insignien gefunden. Beim Scan des Planeten Prengel, schöner Name, haben sie einige Überwachungsbarken im Orbit des Planeten gefunden. Techniker Adams konnte einige hochinteressante Bilder dieser Barken, die offenbar seit langem nicht mehr gewartet wurden, abspeichern. Jede Barke war mit den Insignien der Baetica-Kolonie gekennzeichnet. Mhm. Hier ist nichts. Mhm. Dann gehen wir zu Magi. Jetzt dachte ich, konnte mit dem reden, mit dem, ne, dieser Haku, ne, der Admiral da. Und könnte ihn über, wie heißt er? Dings da, irgendwen ausfragen. Aber war nicht. Wir nehmen dich mal mit. Und dich. Ja, let's go. Mhm. Okay. Hinter mir ist nichts, ja? Also da, die Richtung. Das abhaken. Ne, da ist Erz, siehst du? Ah. Oh Mann, ne. Ich würde das cool finden, wenn jetzt hier noch sich die Leute unterhalten würden über irgendwas. Also meine Crew halt, die ich gerade dabei habe. Weil hier ist eh nichts zu tun, außer rumlaufen halt, ne? Also rumfahren. Mineral hier. Thorium, ja. Nein, das war die falsche Taste. Hui. Jetzt Außenposten. Format-Einsatz. Ja, ist eigentlich macht gar keinen Sinn. Nein. Diese Nachricht ist eigentlich zu bedeuten, die wir bekommen haben von dem Typen. Cerberus, ja. Yangtze-System, okay. Okay. Yangtze-System. Nicht, dass das, wo wir drin sind. Aber es ist bestimmt in dem Cluster, wo wir sind.
Daneben ist noch eine Anomalie. Noch gar nicht, wo wir drauf zusteuern. Ah. Uralte Trümmer, okay. Skybox sieht cool aus. Den ganzen Planeten, wo wir sind. Die Umgebung hat sich auch ein bisschen verbessert, ne? In der Legendary Edition. Tyrrhanische Insignie. Auf dem seltsam aussehenden Sensor findet sich eine alte Aufschrift. Sie scheint die Zeichen der Edessan-Kolonie-Insignie zu tragen. Okay. Ja. Irgendwen wird das nachher bestimmt interessieren, wenn wir alle zusammen haben. Halt, stopp. Muss ich anscheinend landen. Landen. Hin. Was ist das denn? Der massive Schädel trägt deutliche Anzeichnungen vom Beschutz durch Massebeschleunigerwaffen. Über die Xenobiologie-Dateien in ihrem Kampfanzugscomputer kann diese Spezies nicht identifiziert werden. Sie muss von einer unbekannten Welt hierher gebracht worden sein. Ist das ein Ragni oder so? Ne, das wüssten wir ja, wer das ist, ne? Mhm. Ein übergroßer Piranha irgendwie, auf jeden Fall. Von der Form her. Jetzt dahin. Ist nichts. Okay. Abgestürzte Sonde. Aha. Medizininterface. Oh, das ist gut. Alles nehmen. Wir haben ja Medizin 3 drin, ne? Ne, haben wir nicht. Warte mal, Medizininterface? Ja, 4. Oh, das ist gut. Resistenz gegen Gift und das. Nice. Heißt, wir können aber jemand anderem Heilung geben. Du wirst das nie von alleine lernen, zum Beispiel. Schildgeneration. Ja, nee. Mach mal, was hatte ich eben drin bei mir? Verdammt. Heilung. Heilung auf 3, ja. Notfall? Notfall. Genau. Gesundheitsregeneration pro Sekunde. Der hat immer noch Schilder drüber und so, aber mag das eigentlich, wenn die nicht auf halber HP bleiben, wenn die irgendwie einmal beschädigt wurden. Also wenn da einmal irgendwie Schaden auf die Gesundheit kam. Hui! Wir werden zurückgeflippt. Alles gut. Das war's. Beryllium vorkommen. Ich möchte hier irgendwo einmal parken. Okay. Ja. Ja, Erfahrung, Geld und weiter. Ja. Herz? Nein. Hier kommt kein Vorkommen vor. Schade.
Wobei, da so vorne ist der Rand schon. Ja, dann in die Richtung. Mhm. Mhm. Da ist ein Vorkommen. Da ist auch... Was ist ein Treasure? Ne, das sind so Türme oder sowas, ne? Sehe ich die schon von hier aus? Ah. Ist kaputt. Ne? Ja, der ist kaputt. Irgendwo da muss das sein. Können wir die von hier oben ein bisschen wegsnipern? Türme, aber ich glaube, die sind da oben dahinter oder so, ne? Unten müssen welche sein. Karte. Hm. Werden wir sehen. Hm. Direkt hier rechts von mir müssen welche sein. Hier ist erstmal Erz. Mhm, mhm, mhm. Wird Speichern auf jeden Fall nicht vergessen. Mhm. Hier rumgeeiert, um das jetzt einfach zu geben. Mhm. Das getroffen. Gef-Geschütze auf jeden Fall. So ein verschlungener Weg nach oben. Erfahrung? Ja, nehme ich, ne? Schon lukrativ, so. Kann man nicht anders sagen. Ist blockiert, okay. Der ist tot. Da ist noch einer. Okay, der Mako ist auch kaum beschädigt. Den. Da sind noch zwei da drüben. Da ist einer. Und da ist irgendwo einer. Ah, da ist. Vielleicht war es doch der. Mit der Rakete ins Gesicht. Oder was damit auch immer ich schieße. Oh, hi. Kampfläufer. Oh ne, das ist ein Koloss. Das ist noch was ganz anderes. Mhm. Haben wir. Und Level Up oder so, ne? Nice. Kein Loot, kein... Vielleicht doch. Prima. Rückwärts. Dahin. Haken. Wird hier was angezeigt? Nee, ne? Ich glaube, der Loot ist the friends we made along the way. Nee, den kriegen wir von den Gegnern ja automatisch. Nochmal hier so in die Richtung, aber ich glaube, wir haben den Planeten auch einfach leer geputzt. Okay, leer geputzt. Juhu.
Der Wagen wurde tatsächlich ein bisschen beschädigt. Ja, ist okay. F. Ja. Mal gucken, was noch so in dem System ist. Machst du auch weiter? Mass Effect? Cool. Ah. So, hier hatten wir alles. Nächstes. Hong. Ganze war das eine auch, ne? Naja, kommen wir schon noch früh genug hin. Also ich glaube, hier gibt es auch nichts Zeitkritisches, ne? Message from Alliance Command coming in. I'll patch it through. Shepard, this is Admiral Hackett from Alliance Command. We've got a situation here and you're the Noch was? Das sei bei jedem Flug irgendwo hin, ist ja irgendwas. Was denn? What do you need, Admiral? There's an Alliance training ground where we test weapons and technology in live fire simulations. Okay, und irgendwas ist schiefgegangen. One of the VIs we use to simulate enemy tactics in the drills is no longer responding to our override commands. Rogue AI, ja. It's gone rogue. Ja, Are you telling me this computer is thinking on its own? We're not stupid, Shepard. This is a virtual intelligence, not a true AI. It's not self-aware, and it can't access any external systems. We didn't do anything illegal here. Ja, Virtual natürlich. intelligence support is critical to our military success. VIs process thousands of status reports and react in nanoseconds. No human can do that. We need you to fight your way through the training ground of the VI core and manually disable it. Can't you disable it remotely? Our fail-safes aren't responding. The VI operates on a closed network. It can affect any external systems, but we don't have any direct access to its processes. Mhm. We Macht could Sinn. bomb it from orbit, but the damage to the facility would be catastrophic. We'd prefer to have someone shut down the core. Someone like you. I know Spectres answer the Council, but you're still human. You're still part of the Alliance military, and right now we need you. Ich habe gerade nichts VI Besseres zu tun. controls all the facility's weapons, drones, and automated defenses. You're the only one that can pull this off, Shepard. Good luck. Ja, ist okay. Mhm. Hier nicht. Da kann ich landen. Das ist wahrscheinlich Caspin. Okay. Da kann ich... Oh, was ist das? Matriarcheninschrift gefunden. Beim Scannen von Matar haben sie die Überreste eines zerstörten Asari-Frachters gefunden. Weiteren Scans entdeckten sie auch eine Leiche, die an Bord gebracht wurde. Dr. Chakwas hat die Leiche untersucht, konnte aber die Herkunft der Asari nicht bestimmen. Aber die Asari hatte die Schriften der Matriarchin Dilinaga bei sich. Und da haben wir schon ein paar Schriften, ne? So 4 Schimpf oder so. Okay, Shaka. Nix. Und du noch? Tagir. Lithium. Okay. Lass mal landen. Haben wir da schon? Caspin, ja. Da müssen wir hin. Sieht grün aus. Mhm. Mhm. Wir haben jetzt mit Technologie zu tun. Wen hatte ich gerade dabei? Die beiden, aber ist ja nichts passiert. Machen wir so ein sehr technologisches Team? Nee. Weiß ich nicht. Mach mal hier so. Ah, so halt. Ah, ist okay. Immer so ein bisschen durchswitchen. Oh, schick hier. Gehen das mal in die Richtung. Komme ich nicht hoch. Da ist auch die Grenze. Nee, das ist keine Grenze. Ah, vielleicht sollte ich erst dahin und dann hier so. Mhm. Da ist Erz. Ich bin in die richtige Richtung gefahren. Alles richtig gemacht.
Ich sehe kein Erz. Ist das oben drauf? Komme ich nicht hoch von hier aus, oder? Da ist das. Oder? Ist da unten? Ist da unten? Nee, das ist nur. Ist nix. Ist jetzt zu Fuß hoch oder so? Nicht, ne? Ne, okay. Dann. Doof. Müssen wir da später hin. Ich kann doch mal so einen Marker setzen. Da. So. Ist da auch noch was? Ne. Ich glaube, ich muss da lang. Ein bisschen. Ist nix. Warum ist hier nichts? Ne, da ist wirklich nichts. Dann fahren wir mal wieder raus. Ist da hinten Blitze unterwegs? Nee, das sind die Meteoriten. Ja, und bei den Planeten, bei der Beschreibung stand auch irgendwie, dass die im Schweif eines Kometen, so, deren Umlaufbahn geht durch den Schweif eines Kometen oder sowas. Das sind quasi so Bruchstücke oder so. Zu steil? Ne, geht noch. Ja. Da bin ich, okay. Muss ich jetzt runter? Ach, das ist doch kacke. Oder? Nee, nicht mal runter. Er hat sich das ausgedacht, ey. Ah. Was ist das hier? What the fuck, Bergen? ID-Tag gefunden. Unter dem Seil befand sich das ID-Tag des Captain Thine. Sie konnten keine Hinweise darauf finden, warum oder von wem es hier in der Erde versteckt wurde. Okay. Irgendwer vermisst ihn bestimmt. Nicht rückwärts fahren, da lang. Ah, noch tiefer? Ja, geil. Habe ich Bock drauf, wieder jetzt rauszukommen hier. Ich muss da hochfahren. Hat sich das ausgedacht? Mann, Mann, Mann. Okay. Hier unten, ne?
Rüstungsupgrade. Ja, ist okay. Kinetischer Puffer, was ist denn das? Dass wir nicht so weit geschleudert werden oder so, ne? Hier? Oh ne, guck mal. Mobile Präzision, Abkühlreduzierung und Schilde. Einfach 10 Schilder, nicht 10%. Joa, interessant. Also während der Bewegung ist die Präzision besser. Und Ablenkzeitreduzierung ist erhöht. Das ist nett. Da sind Feinde. Da müssen wir als nächstes hin. Die 3 Geschütze relativ dicht beieinander auf jeden Fall. Laut Minimap. Ich finde, also das Symbol auf der Minimap erinnert auch irgendwie nicht an Geschütze, sondern eher an, weiß nicht. Weiß ich nicht. An was anderes. Was soll denn das Symbol darstellen? Ein offenes, also Klammer auf, Klammer zu, so ein eckig, ne? Vielleicht. Also so spitz. Größer als, kleiner als. Also ne, kleiner als, größer als zusammen, so vielleicht. So als Target-Ding. Oh, hi. Eben so viel Erfahrung, die Sachen hier. Die Geschütze, um sowas zerstören. Joa. Habt ihr Loot? Oh ja. Transmitter. Discovery. Das GAS-Datennetzwerk überträgt regelmäßig Informationen über einen verschlüsselten Kanal, nutzt dafür die Überlichtgeschwindigkeit Kommunikationsdatenbanken der Allianz. Es lässt sich weder der Empfangsort noch die Signale der Inhalt der Signale bestimmen. Ausschalten. Ja. Das sind jetzt besser, schlechter organisiert wahrscheinlich, ne? Wo bin ich? Da bin ich. Da muss ich auch noch hin. Wenn die nicht mehr so gut miteinander kommunizieren können. Also das wäre jetzt mein Annahme. Sehe ich da vorne? Das ist ein Erz, ne? Gehen wir als nächstes hin. Muss da hinten irgendwo noch Bergsteigen? Ja. Das ist ein Erz. Ja. Ich glaube, eigentlich ist das anders geplant, wie man hier lang geht. Als da die Berge zu kraxeln, wie ich gemacht habe. Weil hier hätte man dann hochgehen können, da. Und dann die Berge lang und dann, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Es ist nur eher unwahrscheinlich, dass es, so wie ich es gemacht habe, richtig ist. Also so, der vorgedachte Weg ist so merkwürdig ist, über die Berge da zu kommen. Gold vorkommen. Haufen Geld bekommen. Hier bin ich. Nochmal nachgucken? Ja, schon. Könnte noch was sein. Zumindest mal einmal hier so in die Richtung fahren. Bin ganz froh, dass wir pro Cluster also immer so einen Planeten haben. Nee, nicht pro Cluster, pro System. Cluster sind ja mehrere Systeme. Sieht hier aber so aus, als wäre hier nichts. Ist nix. Blockiert? Was?
Ah. Durch die Anomalie? Mhm. Wer würde denn sowas blockieren? Ja, wo ist die Anomalie? Da. Ein Gastschiff? Oder was ist das? Fahr doch rückwärts, wenn ich rückwärts drücke. Meine Güte, so. Mehr Gaff, ja. Kann Raketen nicht aus der Luft abschießen. Gut zu wissen. Noch einer? Ja. Da war noch was. Halt, stopp. Der Flandungsschiff, okay. Kann das Ding nicht abschießen? Doch, kann ich. Aber nur die großen Raketen machen irgendwas. Aber es wirft mal mehr Leute ab. Das bringt Erfahrung. Und Geld. Also manchmal Geld. Und noch geht's dem Fahrzeug ziemlich gut. Keine Beschwerden, was das angeht. Kann ich hier Erfahrung farmen? Wenn ich die schnell genug töte? Wie geht es mal Erfahrung? Ah, nee, okay. Okay, die haben jetzt genug abgeworfen und deswegen kommen die dann ab. Oh, okay. Also irgendwo ist eine Grenze. Na gut, dass wir es rausgefunden haben. Waren relativ viele, ne? Da vorne ist das andere, wo wir hin müssen. Ist hier noch Loot? Yes, ma'am. You lead, I'll follow. Keine Kommentare dazu. Kein Loot, okay. Ich meine, wenn ich jetzt Inventar aufmache, dann habe ich da auch Loot bekommen, ne, von denen. Brandmunition. Brandmunition hatten wir noch gar nicht. Haben wir jetzt ein paar Mal bekommen. Cool. Energiegewebe für Rüstung. Ablativer Überzug für Rüstung. Fünfer Sachen kriegen wir. Oh. Was ist denn hier los? Rüstungsenergiegewebe, ablativer Überzug. Munition, Plutonium. Ja. Lass mal kurz gucken. Ablativer Überzug. Schadensschutz einfach. Ist okay. Das. Schildregeneration und Härtung. Oh, das ist richtig gut. Davon haben wir zweimal bekommen. Das kann ich all meinen Crewmitgliedern geben, glaube ich. Einfach mehr Schilde, mehr Defense. Schmetterschaden, Physiklimit. Physiklimit? Ja, so lange kriegen wir gute Sachen so. Freut mich. Und wir hatten irgendwas mit Brand, ne? Was hier? Brandmunition. Weniger Präzision. Aber wir machen so Dot-Schaden. Brandgeschosse bestehen aus einer Termitpaste, die nahezu jeder bekannten Substanz haftet, sich durchbrennt. 10 Schaden pro Sekunde. Ja. Aber wenn ich jetzt das mit Gift vergleiche, ist nicht was 40%, plus 40% Giftschaden. Was das heißt. Das ist ja eigentlich mehr Schaden, oder nicht? Also theoretisch ist das chemisch besser, aber praktisch glaube ich nicht, dass das so war. Aber ich weiß es nicht mehr. Ich Reißer drin? Ist das deswegen hier?
Hier, Polonium, das ist das Giftding. Plus 14. Also machen wir damit 25, also, nee, das glaube ich nicht, oder? Dass wir 45% mehr Schaden machen? Ich glaube nicht. Ich würde halt eher Brand nehmen. Aber, weiß ich nicht. Lass uns das mal hier nicht ändern, sondern bei der anderen Waffe, die ich auch nutze. Brand. Let's go. Und hier, weiß ich nicht. Versuch das mal mit Gift. Das ist Brandmunition. Gift, ne, kennen wir. Also Polonium ist es jetzt. Das ist grün, genau. Ah ja, mal gucken. Ne, andere Taste. Da ist das Erz. Uran vorkommen. Ja, ja. Ja, ja. Okay. Macht gerade Unsinn. Uran. Ist akquiriert. Können wir wieder vom Planeten, denke ich. Erstmal speichern, ne? Haben wir irgendwas Neues rausgefunden? Nein. Leider nein. Aber ich bin mal eben ganz kurz weg. Ich lass mal hier irgendwas an. Keine Ahnung. Ich bin gleich wieder da. Okay. Thresher moths are subterranean carnivores that spend their entire lives eating or searching for something to eat. Threshers reproduce via spores that can lie dormant for millennia, yet are robust enough to survive prolonged periods in deep space and atmospheric re-entry. As a result, thresher spores appear on many worlds, spread by previous generations of space travelers. The body of a thresher never entirely leaves the ground. Only the head and tentacles erupt from the earth to attack. In addition to physical attacks, threshers have the ability to project toxic chemicals and emit bursts of infrasound as a shockwave weapon. The Alliance first encountered threshers on the colony of Akuz in 2177. After contact was lost with the Pioneer team, Marine units were deployed to investigate. The shore parties were set upon by hungry threshers, and nearly the entire assault force was killed. Alliance forces recommend engaging threshers with vehicle-mounted heavy weapons. So, bin ja schon wieder da. Wir haben immer noch nichts, wir waren immer noch nicht da, wo wir hin sollten für den einen Typen, ne? Mit seinem Notrufsignal. Das ist hier gar nicht. Ha? Wo ist er denn? Das ist irgendwo in einem anderen Ding. Jetzt sind trotzdem erstmal weiter. Der Admiral da, der eine. Von dem wir eigentlich noch... Oder ist das in dem System irgendwo einer der Planeten? Irgendwas mit Y war es, Yangtze oder so? Ich weiß nicht genau. Landen. Ah, okay. Ja, let's go. Danach gucken wir uns die anderen Planeten an. Weiß gar nicht, was mich erwartet. Du und...
Let's go. Mhm. Mal gucken, wie lange ich mich noch um die Hauptquest rumdrücken kann. So wie das hier aussieht, so viele Planeten zu erkunden. Gehen wir erstmal dahin. Kann er mal ganz kurz, nee. Ich hatte schon wieder Level-Ups, ne? Das ist schlimm. Schlimm. Spectre-Training? Weiß nicht. Das macht alles besser halt, ne? Nicht, ob ich Präzision brauche. Sniper. Klingt gut. Mhm. Ja, mach mal den auch. Hält dann Schilde besser, obwohl ich es auch nicht wirklich brauche, ne? Mhm. Einsatzbordwaffen wärme ab, ja. So, da ist auch Punkte. Könnte dein Heben besser machen. Ja, maximier mal. Das ist ziemlich gut. Rex. Ob da. Kann man auf 18 Sekunden setzen, ne? 18 dann, ne? Ist immer. Ne, das ist 19 dann sogar. Aber da kommen wir gar nicht hin gerade. Noch was anderes? Kampfpanzerung hat er. Das ist ein bisschen nicht so wichtig. Ja, dann hier mach mal, dass die Gegner mehr Schaden nehmen, wenn du dabei bist. Läuft. Das hat man auch. So. Eigentlich wollte ich Ausrüstung gucken. Werkzeuge haben wir nicht so und Biotik hier, ne? Also diese Sachen haben wir nicht so viel gefunden. Das ist ein bisschen schade. Ich habe eine andere Rüstung für dich. Die ist schlechter. Ein bisschen, mal gucken, wie die aussieht. Ja. Ich glaube, ich bleib bei der alten. Damit du erkennbar bist. Kann mich nicht erinnern, ob wir damals in dem allerersten Mass Effect, also nicht in der Legendary Edition, ob man da die Rüstung von Tuganern und Turianern wechseln konnte. Weiß ich nicht mehr, ob das dann anders aussah, meine ich. Klar, die menschlichen Rüstungen, ja, ne? Macht Sinn. Also. Ja, mach mal. Das Ding. Nee. Behalt die mal, die du hattest. Ja. So, bei ihm wollte ich noch gar nichts in die Rüstung reingeschraubt. Komm mal her mit hier. Härte, Regeneration. Voll gut. Okay, passt. Ich muss erstmal ein bisschen kurz in die Richtung fahren, damit ich weiß, ob hier irgendwo ein Vorkommen ist. Das ist eins, siehst du. Ah. Ich wüsste so gern. Wäre so gut, wenn auf der Karte stehen würde, wie viel es einfach gibt. Du musst immer noch selber finden, aber dass du weißt, okay, ich habe hier alles erledigt oder halt nicht, ne? Naja. Sieht aus wie großes Pupu. Was ist das? Quecksilber. Okay. Ist sauber geparkt anscheinend. Kommt, ich hab so sauber geparkt anscheinend. Will doch nur. Gut. Gut Geld wieder. Wir sind rich. Ein bisschen mehr zumindest als vorher. Ich überlege gerade, wenn ich jetzt zurück zum Orbit gehe und dann wieder runterporte, ist das nicht schneller, als wenn ich wieder zur Stelle gehe, wo ich gerade war? Ne, warte. Wir können von hier aus, wo wir sind, auch nach da fahren und dann nach da und dann als letztes nach da. Irgendwie so. Wenn wir die Karte so absuchen.
Da ist sogar was. Ah, nicht umsonst gemacht. War knapp. Ist jetzt auch immer so ein komisches, naja, Schildchen daneben, so von wegen, ja, das gehört jetzt Commander Shepard von der Normandy. Irgendwie. Frag nicht, ob das so von der Metapher her so ist, so von wegen, ja, ich schicke jetzt so ein Team runter, die das für mich abbauen dann und in den Frachtraum setzen oder weiß nicht, ob ich dann in das Büro quasi meinen Claim dafür setze. Dass dann sagt, ja, das gehört jetzt dir und weiß ich nicht. Da kommt jetzt bald so ein Frachtschiff quasi, dass das dann einlädt irgendwie oder so. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass wir das selber aufnehmen, sondern dass wir, weiß ich nicht, quasi das entdecken und diese kriegen einen Bonus dafür, dass wir es entdeckt haben. So für andere Leute, die es dann ausbuddeln können oder so. Wir werden bezahlt fürs Erkunden, nicht fürs ne? Abbauen, denke ich. Irgendwie so. Also ich kann speeden. Noch eine abgestützte Sonde. Er hat da gerade mein Zeug blockiert. F, achso, verstehe. Brandmuni, Kryo-Sprengsatz für Granaten. Achso, ja, stimmt. Ich muss da auch nochmal. Also für Granaten. Da. Das ist normale Granaten. Ich habe da noch gar nichts dran geändert. Kryo, weniger Präzision, aber macht Einfrieren. Besserer Sprengstoff. Nutzt das eh kaum. Fusion, das Giftschaden, Kryo. Nimm mal Kryo. Kryo klingt gut. Einfrieren klingt gut. Blockieren ist ja auch super nervig, weil hier könnte jetzt irgend so ein Erz sein und ich würde es nicht mehr sehen. In der Ecke da vorne. Dann gehen wir erst zu denen dahin. Wenn ich es finde. Rückwärts fahren. Ah. Also ein dicker Geff-Kampfläufer. Okay, 4 Beschuss. Viel Beschuss. Mal kurz zurückziehen und meine Schilder aufladen lassen. Braucht das lang? Bisschen. So einer.
Noch irgendjemand? Also ja, weil blockiert immer noch, ne? Hallo. Hallo Mike. Schön, dass du reinschaust. Du hast gerade Feierabend gemacht. Was auf dem Heimweg? Jetzt habe ich mich verfahren. Tio, ich brauche eine sanfte Stimme, damit ich nicht gleich ausraste. Oh no. Du hast dich auf dem Heimweg verfahren? Was? Was? Von der Arbeit? Aber ich, ja, gerne. Wie ich dir helfen kann. Ja, wunderschönen guten Abend, Mike. Oh, der ist ein bisschen groß, ne? Der Kommandant, okay. Just one outpost left. I'm going to miss slaughtering Geth like this. Mhm. Loot? Loot? Kein Loot, kein Loot, kein Loot. Ach ja. War eine Baustelle, musstest Umleitung fahren. Ach, ne. Aber schon kann ich gut. Ja, hallo, Julia. Schön, dass du reinschaust. Hallo, hallo. Das ist meine Spezialität. Wenn ich ein Pokémon wäre, wäre das bestimmt meine Fähigkeit, mit der ich geboren wäre oder so. Keine Ahnung. Aha. Ach ja. Hier ist nix. Ne. Danke, danke für die Komplimente. Ich jetzt darüber und dann zu dem da. Ach ja. Ich glaube, ich werde auch noch die restlichen Planeten hier in dem Cluster erkunden. Also ewig lang war ich heute nicht mehr. Aber ich mag das irgendwie so gern geordnet, so Dinge abzuschließen und nicht dann irgendwie so halb fertig irgendwie aufzuhören. Vor allem, weil morgen ist ja eh Seamless Core, also wieder, ne? Auch mit der lieben Svegulia und Mo. Und am Freitag machen wir wahrscheinlich wieder weiter, wenn nicht irgendwas dazwischen kommt. Sagen, was das für ein Spiel ist. Das ist Mass Effect 1 in der Legendary Edition. Und ich bin, also ist, ne, so Story Game, BioWare, bla. Space Opera, so ein bisschen. Muss das Universum retten, wie es halt, ne, immer so ist. In so Games. Also RPGs vor allem. Ja. Und gerade bin ich einfach nur auf Planeten unterwegs und mache so Nebenbei-Kram. Hier ist eine, sag mal, eine feindliche Rasse. Also, ne, zumindest so ein paar Maschinenwesen sind hier, die hier 4 Außenposten haben und dem Cluster. Da gehe ich dann hin und mache Dinge, damit die nicht mehr da sind. Und sammle hier nebenbei so ein bisschen, ja, Schürfvorkommen markiere ich quasi für irgendwelche anderen Leute anscheinend. Krieg dafür Geld und Erfahrung. Vorne wird nichts sein, ne? Ne. Okay, können wir in die Richtung. Unser Commander Shepard natürlich immer bereit dafür, mit Alien-Rassen zu schlafen. Das ist, glaube ich, sein Lebensstil oder ihr Lebensstil. Ja, auch weiblicher sein, so wie ich hier gerade habe. Ich glaube, das steht so in seinem Vertrag. Oder ihrem. Sollten Sie diese Mission annehmen, müssen Sie bereit sein, ne, sich mit Alien-Rassen anzufreunden. Sind wir auch schon fleißig bei mit Yara. Und haben Kaidan schon gewiesen. Die lahme Wurst irgendwie. Tut mir auch ein bisschen leid, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das liegt an seiner Synchronstimme. Finde ich nicht so. Seine Story ist ja auch irgendwie gar nicht so schlecht, so eigentlich. Aber er ist halt auch so ein bisschen so ein Downer, immer wenn du mit ihm quatscht, so. Weiß ich nicht. Nicht mein Typ. Wäre zumindest unsere andere romantische Option gewesen. Was ist das hier? Was ist das?
proteanische Ruine. Hm, okay. Proteanische Datendisk gefunden. Bei der Durchsuchung der Ruinen haben sie eine proteanische Datendisk gefunden. Sie muss von einem der vielen Opfer des Dreschlundes gefallen worden sein. Dreschlund? Hm. Wir hatten ja noch keinen Dreschlund. Das heißt, hier ist noch irgendwo einer da, oder was? Da? War ich da noch nicht? Ah ne, es wird mir gar nicht angezeigt. Der Karte. Dann machen wir den noch platt. Naja, das läuft doch ganz gut. Tentakel. Macht mehr Schaden? Bisschen. Upp. Hup. Hühnchen, Überladenchen. Yeah! Erfahrung und Money. Die ganzen Dreschlunden, wenn wir die besiegen, da ziehen sie sich ja auch immer so zurück, so. Also ich glaube, die leben einfach noch, die haben aber einfach keinen Bock mehr zu kämpfen. Ah. Fiese Viecher. Kann ich hier nicht den Wrack ansteuern? Ja. Da. Entdeckung. Das Fahrzeug und die Leichen der Menschen tragen deutliche Zeichen vom Geth-Waffenfeuer. Die Geth wurden von dem Dreschlund in den Mangel genommen. Sie haben es wohl auch nicht besser verdient. Ja, ja. Das sind die Geth. Mhm. Aber dann können wir eigentlich auf den nächsten Planeten, ne? Also hier sind wir durch, denke ich. Da sind wir gestartet. Yes, yes. Wenn wir den Cluster durch haben, könnte ich auch nochmal die Crew durchfragen, ob die noch irgendwie was Neues zu erzählen haben. Die haben ja nicht nur nach Hauptmissionen was zu erzählen, sondern auch, wenn wir irgendwie hier und da mal unterwegs waren. So. Jetzt mal hier die restlichen Scheiß erkunden. Iridium gefunden, ja. Quecksilber gefunden. Quecksilber ist ein Schwermetall? Wusste ich nicht. Ja, auch kein Chemie. Solvent hier oder was auch immer. Hab's ja nicht studiert oder so. Ne. Ist nix. Zu so vielen, theoretisch könnte ich mir zu so vielen Planeten, wenn ich Bock hätte, ne, irgendwie Lore anlesen, die so unwichtig ist, aber es ist schön, dass es da ist. Auch wenn mich das nicht interessiert, so. Was? Mike, du hast ein Artefakt gefunden, was? Was machst du nebenher? Was, da fehlt noch? Gagarin. Ja, die Auffahrt. Ah, okay. Die Auffahrt hast du gefunden. Hast du es nach Hause geschafft? Sehr schön. Nicht mehr rumirren. Draußen in der Kälte. Jetzt wieder rumirren zu Hause im Haus. Materialieninschrift gefunden. Bei einigen Scans haben sie einen zerstörten Frachter im Orbit eines der kleinen Monde Juntors gefunden. Da sind wir gerade, ja. Das Aufklärungsteam fand zwar keine Lebenszeichen dafür, aber eine der Schriften der Matriarchin Delinaga. Das ist jetzt schon die 6. oder so, ne? Und den kann ich, naja, machen wir gleich. Pescha. Ist jetzt auf der Autobahn Auffahrt. Ja, ist auf der Autobahn. Braucht noch eine halbe Stunde bis nach Hause. Ach so. Jetzt Auffahrt nach Hause. Okay, hier können wir rein. Rein Ingri? Rein Ingri? Irgendwie sowas.
Die anderen angucken. Sugerus. Mhm. Antirumgon. Name, okay. Leichtmetall, das ist Kobalt. Mhm. Landen wir hier mal und gucken mal. Ich nehme mal wieder Liara mit. Eigentlich cool, wenn wir danach mit ihr quatschen können und vielleicht irgendwie ein bisschen mehr flirty sein können. Mal schauen. Und immer sie mit. Was ist denn? Hier. Ashley heißt sie, ne? Ich kann den Namen so schlecht merken. Ich fand ihre Story ja vorhin auch gar nicht so schlecht mit dem mit ihrer Familie und so, ihren Schwestern. So, hier sind wir mal dahin. Das ist der überrannte Forschungsposten. Hier sollte irgendwo noch Gav sein, ne? Mal gucken. So, hier auf dem Planeten auch. Uns fehlt ja noch ein Außenposten. Das muss ja dann der überrannte Forschungsposten gewesen sein, denke ich. Mhm. Da ist was. Da ist was nicht eingezeichnet ist. Gut, dass ich in die Ecke gefahren bin. Immerjägerleiche. Was haben wir hier? Die verbrannten Leichen, offensichtlich ein unabhängiges Trümmerjägerpärchen, weisen Zeichen von Nahkampftreffern und schweren Gas-Partikelwaffen auf. Sieht fies aus. Und jetzt in die Richtung. Schwierig, ne? Ist wirklich schade, dass die jetzt nicht unterwegs im Auto reden. Ja, doch. Guck, ich bin doch hier. Alles gut. Nicht über den Berg? Ich glaube ja. So, da vorne ist was. Jetzt müsste eine vorkommen in der Nähe. Sehe ich schon mal ein Safe? Kiste? Irgendwie sowas? Eine schwere Rüstung für Menschen. Das ist ziemlich gut. Und Kroganer auch schwere Rüstung. Trümmerjäger, die dieses Lager errichtet haben, sind weg. Sie scheinen schon vor einer ganzen Weile verlassen zu haben. Ja, die haben wir gefunden, die Trümmerjäger, denke ich. Ist auch nichts anderes, ne? Ashley kann schwere Rüstung tragen als einzige menschliche. Das ist das, was sie schon anhat. Schade. Ja, auch gut. Wenn wir selber auf eine andere Startklasse genommen hätten, dann hätten wir auch natürlich auch schwer nehmen können. Aber du kannst dir mal irgendwie vielleicht das hier kriegst du jetzt nicht, das auch nicht. Aber hier irgendwie das da vielleicht. Ich will dir nichts Zugutes geben, weil ich dich nicht mag. Aber ist die Limit. Du wirst du nicht so leicht weggeschleudert, ne? Nee, eigentlich kannst du sogar Energiegewebe haben, aber nicht das 5er halt. Oder Schadensschutz? Was ist denn Härtung? Ist Härtung nicht auch Schadensschutz quasi? Härtung verstehe ich nicht ganz.
Nimmer Schadenschutz. Zack. Das ist sowieso schon viel Schadenschutz. Die Kroganer-Rüstung, die müssen wir unbedingt unserem Dude anlegen. Unserem Kroganer. Rex, ja. Das Erz. Und eine Anomalie daneben. Eingezeichnet? Ja. Das jetzt unterwegs war nicht eingezeichnet. Na nu? Einfach eiskalt dran vorbeigefahren. Polonium. Golden, ne? Money. Rote Kapsel, blaue Kapsel. Ist in der Matrix oder was? Hallo Chiara, schön, dass du reinschaust. Naja, ich bin ja... wo ist es? Nee, nicht hier. Stop. Ich bin ja entweder vorbildlich oder abtrünnig. Im Englischen heißt es Paragon oder Renegade. Also das ist dann die blaue oder rote Entscheidung. Wobei... der Titel vom Stream schon eine Anspielung sein soll auf das, was in Amerika passiert ist, leider. Mit den Demokraten und den Republikanern. Apropos, ich habe wieder Skillpunkte, ne? Will ich das jetzt verteilen? Nö, gerade nicht. Lass erst mal weitermachen. Da hat nämlich leider die rote Partei gewonnen. Sprich, Trump. Das, theoretisch könnte einem das egal sein, aber praktisch ist das halt nicht egal, weil das leider auch Auswirkungen auf Deutschland hat. Vor allem, wenn man unterwegs ist. Medaillon gefunden. In der abgestützten Kapsel haben sie ein Medaillon des Salarianerordens gefunden. Der Besitzer dieses Fundstücks bleibt verschollen. Deswegen ist es leider sehr, sehr traurig, dass der orange Mann gewonnen hat. Da bin ich gerade. Auch irgendwie habe ich das nicht erwartet, ehrlich gesagt. Ich dachte, naja, die Gegenpartei gewinnt auf jeden Fall, weil den niemand mag, so ungefähr, aber naja, falsch gedacht. Hast du auf der Arbeit so hart mitbekommen, dass meine Arbeitskollegen waren alle happy? Bitte was? Bitte was? Du machst noch das mit hier Kisten schleppen quasi, ne? Also so Sachen schleppen, ne? Alle happy. Ah. 28. Danke, Chrissy. Für 28 Monate also bei mir. Danke, vielen, vielen Dank. Und willkommen zurück. Und hallo Chrissy. Und haha. Wow. Kann man, weiß ich nicht. Verstehe nicht, wenn man da happy sein kann. Ich meine, es kann einem egal sein, das verstehe ich halt so. Aber kann man sowas positiv finden? Weiß ich nicht. Na hier. Ich habe gemacht, wegen Gründen die Stelle verlassen. Ich arbeite jetzt 10 Minuten von mir in der Sanitärfirma. Ach so ist das. Ah, wusste ich gar nicht. Ne, wir gehen erst dahin und dann in die Mitte. Macht eigentlich keinen Sinn, ne? Ich kann jetzt auch dahin fahren. Die ist tatsächlich in Bezug auf Amerika. In Bezug auf uns selber, beziehungsweise Deutschland, wäre es mir nicht egal. Ja, naja, ist halt... Ich bin halt im Internet unterwegs, ne? Und Twitch ist ja auch eine amerikanische Firma, ne? So. Und ein paar andere Sachen auch, die im Internet unterwegs sind. Das hat schon Auswirkungen darauf. Das kann auch einfach sein, dass Steuern halt höher werden. Von dem, was die Leute halt reinbezahlen bei Twitch, so. Das wäre dann auch irgendwie, weiß nicht. Ich meine, es ist sowieso schon irgendwie... Ich habe letztens noch mal
also als ich mich unterhalten habe, so, irgendwie kam das Thema auf, wie viel Geld halt quasi ankommt beim Streamer selber quasi und dass es schon ein bisschen krass unfair ist, wie viel Geld quasi abgezweigt wird von den Zuschauern und wie wenig dann beim Streamer dafür ankommt, vor allem in Deutschland. Wegen auch Steuern und Dingen noch extra, weil du doppelt bezahlst dafür theoretisch. Und es gibt da auch Umwege, dass du es halt nicht doppelt bezahlst, aber das ist halt alles kompliziert. Ja. War mal 50-50. Ja. Sagen einfach, Kollege ist gegangen, Chef war ein Arsch. Ich hatte keine Lust mehr drauf. Ach, deswegen bist du bei der Schleppfirma raus, sag ich einfach mal. An sich sind die Kollegen korrekt und nett. Ich judge niemand dafür, weil er oder sie wählt, wie die Entscheidung ist. Kann ich damit übereinstimmen? Ja. Ne, ich finde das schon fast merkwürdig. Also, nee, ich kann das echt nicht nachvollziehen, wie man den wählt. Da hört es irgendwie ein bisschen auf. So jemanden, Trump, der sich halt aktiv gegen, also, wie heißt das? Abortion, verdammt. Der sich aktiv dagegen entscheidet, dass Frauen selber entscheiden dürfen, was sie mit den Schwangerschaften machen. So, ne? Wenn es eine ungewollte Schwangerschaft ist, dass man da abtreiben darf. Warum? Das verstehe ich nicht. So, keine Ahnung. Dass da Leute dem Stimmen geben. Oh, so Sachen halt. Das ist ja nicht das einzige Rückständige, so. Das ist ja nur einer von so 4 Hauptpunkten oder sowas, glaube ich. Ist der rote Bube, ja, der war schon Präsident, ich weiß. Aber auch, also gerade da müssen die Leute gemerkt haben, das ist ganz schön scheiße gelaufen, so, ne? Da ist ja nichts Positives passiert fürs Land, so ungefähr. Gut, beim letzten wahrscheinlich auch nicht. Ah, okay. USA-Politik, ne? Es ist auch, muss das jetzt auch nicht vertiefen eigentlich, aber schlimm, ey. Ist schon merkwürdig. Pistole, Schrotflinte, Sturmgewehr. Apropos, wir haben ja unseren Shotgun-Typen dabei, ne? Lass mal ganz kurz gucken, was der für eine Shotgun dabei hat. Ne, haben wir nicht. Haben wir nicht. Na gut. J.D. Vance? Elon Musk, was? Wer ist J.D. Vance noch gleich gewesen? Ich habe den Namen irgendwo schon mal gelesen, aber ich kann ihn jetzt gerade nicht einordnen. Ja, lange 4 Jahre. Ja. Ist das schon durch, dass die Wahlen wirklich, also, rechtmäßig sind? Ich weiß es nicht. Oh Mann, ey. Ist das der Vizepräsident? Okay. Es werden jetzt Gef sein, ne? Müssen, eigentlich. Ich weiß nicht, ob Schleichen hier überhaupt funktioniert. Ich glaube eher nicht. Die explodieren. Das ist unangenehm. Get down! Nicht sterben, die Ara, bitte. Ja, auf der 4 hatte ich das, ne? Ja. Ich weiß nicht, wie Gift genau funktioniert. Dass ich da rausnehme. Allein was auch schon angekündigt, das ist schon Heavy Duty. Joa, das ist alles sehr unangenehm, auf jeden Fall. Ja, Munition. Schild umgehen, weniger Präzision. Aber mein Schaden wird nicht verringert, ne? Das klingt doch eigentlich ganz gut. Lass uns das mal nehmen. Sehr schön. Alle im Weißen Haus entlassen, Leute aus deren Amt entheben, die nicht
politisch seiner Meinung sind. Die ersetzen. Ja, ja, ja. Ach ja. Mit? Sekunde. Dann vergessen wir mal nicht die Amtssprache von Dana White, weil Joe Rogan anruft, da er nach etlichen Jahren sein Interview mit Trump bekommen hat, ist. Der sich allerdings wiederum Trump geholfen hat irgendwo. Also Joe Rogan ist auf der Seite von Trump, meinst du? Mhm. Das wäre ja sehr schade. Das Joe Biden hat hat die Demokraten die Wahl gekostet, aber Joe Biden ist nicht angetreten. Leute müssen noch genug Verstand haben, um zu sehen, dass das nicht die gleiche Person ist. Diese Frau mit dunklerer Hautfarbe. Ist nicht dieser alte senile Greis, so. Trump war bei Joe Rogan im Podcast. Ah. Okay. Ja, das ist, das ist irgendwie sehr schade. Hat sich Joe Rogan damit nicht quasi selbst so entmachtet, so? Also seine Position halt so ein bisschen untergraben? So ein normaler, ehrlicher Podcast, so? Keine Ahnung. Normal, in Anführungszeichen. Für das hatte ich ihn zumindest gehalten. Ich habe auch 1, 2 Sachen mal gesehen. Also der hat die Podcasts ja auch auf YouTube. War da ein paar interessante bei. So. Over there. Kann ich schießen? Jetzt. Joe Biden nur so. Hier, Kamala. Make America Great Again. Was? Ah, den Clip habe ich auch gesehen, aber ich dachte halt, das wäre was anderes. Also ich dachte, das wäre so KI oder irgendwas. Ja, ich trinke ja schon was. Das finde ich krass, weil der dem Jahre in den Arsch gekrochen ist für die Nüsse. Ist für Nüsse? Was? Was für Nüsse? Nüsse? Welche Nüsse? Genau. Ah. Ja. Welche Nüsse? Welche Nüsse? Hat irgendjemand, verkauft irgendjemand Nüsse oder so? Ich weiß nicht. Boah, der Verwüster. Eigentlich ist das ja so ein Deckungsshooter, ne? Und so ist das so Deckung und dann wieder raus, aber weiß ich nicht. Irgendwie nicht meine Art. Für nichts. Ach so, für nichts. Ah, okay. Nothing. Wolfram-Munition. Was ist denn Wolfram-Munition? Wie geht's wieder? Wolfram? Mehr Schaden gegen synthetisch. Ja, wäre grad gut, ne? Das war jetzt Brand. Also Brand ist bei synthetisch passiert anscheinend gar nicht. Lass das mal nehmen. Wenn da hinten noch mehr sind. Ich glaube nicht. Doch, sind noch. Blockieren sogar mein Scan-Ding. Mittelschwere Kroganer-Rüstung, leichte Menschenrüstung. Ein Universalwerkzeug, das ist gut. Alles nehmen, bitte. Universalwerkzeug ist besser. Ein bisschen. Okay. Eigentlich nicht wirklich, ne? Abklingzeit ist schon ziemlich gut. Ne, ja. Und was hatte ich noch bekommen? Rüstung. Das ist besser als das, was ich habe. Yes. Ja. Okay. Das ist so eine komische weiße Rüstung. Naja. Das, was sie auch anhat.
Na gut. Schön Avocado-Sushi. Lass dir schmecken. Na, nische Dialekt, ja. Bitte. Ist jetzt daheim? Ist die halbe Stunde schon rum? Schnell die Zeit vergeht, ja? Visionsgewehr, Schrotflinte. Der Opa erzählt. Ja. Nüffe. Welche Nüffe? Ja, dann, ciao, Mike. Lass dir gut gehen. Ja. Nee. Sniper? Snipern wir zurück. Oder auch nicht. Da ist einer. Hat er gerade geredet? Der wird gleich gefroren sein. Jetzt ist die Granate erst hochgegangen. Die brauchen viel zu lange, die Granaten, bis die irgendwas machen. Granaten sind mäh. Na, wo ist der Letzte? Immer einer dahin, einer dahin. Da ist er. Nee? So. Jetzt haben wir alle. Boah. Ich weiß nicht, ob das so eine, das jetzt Gaslighting mich selbst ist, aber war das nicht so, dass man in der normalen Mass Effect, also 1, dass man noch die Gegner looten musste oder so? Also ich finde das sehr gut, dass wir Loot automatisch reingespielt bekommen, wenn wir es töten. Kann das sein, dass das so war? Ist das noch jemand? Weißrüstung nice? Ja, weiß ich nicht. Irgendwie. Ja. Kann schon cool sein, aber ich finde, die sieht irgendwie. Nee. Ich finde die nicht so. Aber ja. Haben wir jetzt alles fertig hier drin, ja? Ist hier irgendwie nichts aktualisiert oder so? Spätestens wenn wir wieder auf der Normandy sind, kommt. Soll ich zum Mako zurück und das machen, ja, ne? Es ist kein Unterschied, wie ich die töte. Von Erfahrung oder so her. Habe ich alle? Schiff ist weg. Schiff hätte mich abschießen sollen, ne? Da ist noch einer. I'm surprised. I figured one of these outposts would be the main base of operations for this. One moment. This receiver appears to be picking up some kind of transmission. Based on the signal strength, I would say it's coming from inside this star cluster. It's gotta be the main base. We can use the signal to lock onto its location and go take it out. Okay, also wir können jetzt noch irgendwo hinfahren, fliegen. Oh, cool. Da müssen wir noch hin. Und dann da oben irgendwie. Ja. Schwarz, Weiß und Grün. Das sind deine Lieblingsfarben so in Rüstung, Kram oder was? Grün mag ich auch. Aber, weiß nicht, sieht oft nicht so gut aus für Rüstung. Muss so, weiß nicht, muss die richtige Farbe sein irgendwie. Zu hell ist doof, zu dunkel ist doof. Blau-Orange ist cool, aber auch gibt es viele falsche Sachen irgendwie.
Meistens lande ich bei Rot tatsächlich. Rot, Schwarz, irgendwas. Häufig. Rot, Schwarz, Weiß mag ich sehr gern. So als Kombi auch. Nee, nee, ich wollte aussteigen, nicht. Das ist so gut, dass wir hinten jetzt sogar die Schläuche sehen, hinten am Helm, die so hin und her gehen. Das ist cool. Das war in der alten Version auf jeden Fall nicht so. Laufverlängerung. Ja. Brandmunition 6. Das steigt ja immer weiter hier. Schnell. Ja. So, jetzt gehe ich noch da oben irgendwie mal so hin. Da. Und da war ich. Da bin ich runter. Da waren wir fast überall. Rot echt Richtung eher violett, meinst du? Grape. Irquin? Nee. Okay. Das ist ein Farbton, meinst denke ich, oder was? Ich meine, dieses Fahrzeug ist theoretisch auch eine schwarz, weiß, rot. Mehr weiß hier jetzt, ja. Da ist was. Ha, ich nehme sonst weiter rumgefahren. If you know what I mean. If you know what I mean. Aha. Ich sag, das ist auch viel hübscher als das Original. Hallo. Schön, dass du reinschaust. Na? Titan. Nee, warte. Alle sind hübscher als das Original, meistens. Damals in ICQ immer nur genutzt. So alt bist du doch noch gar nicht. Warum kennst du noch ICQ? 40 Stunden hinter dir? Oh no. Ach ja. Was? Ja, wie was? Bis 25, siehst du? So alt bist du doch noch gar nicht. Ist ICQ nicht so Asbach und so? Weiß ich nicht. Was? Ich bin ein Küken und zu alt für ICQ. Was? Das passt nicht. Für mich ist ICQ so ein Ding, das sehr alt ist. Ah. Das ist halt so das Ding, was die Leute vor Skype benutzt haben, so. Nee, ich wollte F drücken. Ja, Kann man auch gleich mal gucken, ob wir Leute romanzen können. Und wir müssen auch irgendwo in dem System noch, wo wir sind jetzt, ne? In dem Cluster. Wo soll denn das sein? Wir können ja hinfliegen und dann noch nicht aussteigen oder so vielleicht. Dass wir dann wissen, wo wir das nächste Mal weitermachen. Grissom, okay. Hast du das damals auch benutzt? Ah, okay. Es gab eine Zeit, da hatte ich die ICQ-Nummer im Kopf. Ich weiß aber gar nicht warum. Es gab niemals den Moment, wo ich das irgendwie, weißt du, wo ich das irgendwo mal eintippen musste, sozusagen. Ja, Julia hat ICQ oft benutzt, ja. Also 30, ja, okay. Es sind nur 5 Jahre Unterschied, ich weiß, aber das weiß ich nicht. In meinem Kopf ist Chiara immer sehr jung. Deine war 5-stellig. Meine hatte 6 Stellen. Irgendwas mit 4 war es. Also die erste Stelle zumindest. Aber ich weiß es nicht mehr. 422. Weiß ich nicht mehr genau. Irgendwas. Man teilt die ab und zu halt online, so wenn neue Leute triffst. Ey, hier meine ICQ-Nummer, bla, aber 9-stellig bei Chrissy. Commander, something you need? Hast du irgendwas Neues? Nee. Ja, doch, hier? I'd like to know my crew. Mind if I ask you a few questions? I can see where this is going. Das hatten wir schon. Top of my class in flight school. I earned that. Put the Normandy in my hands and I'll I have to go. Ist okay. Hatten wir schon mal durchgequatscht.
Hm. Du bist fast 10 Jahre auf Twitch mit 2 Accounts sogar. Mhm. Aha, aha, aha. Einstellig. Ja, dann lass mal mit der Crew reden, ne? Raiden. Wo fange ich an? Fange ich unten an oder fange ich oben an? Ich glaube, ich fange unten an. Erstes Stream, den ich geguckt habe, war Dena beim Mega-Projekt damals. Mhm. Dena. Ich hab lange Zeit kaum Twitch geguckt. Also eigentlich hat das erst angefangen, wo ich dann selber aktiv wurde, weil ich fand, also ist auch heutzutage noch so, ich finde halt Videos viel besser, weil du halt Vorsprung kannst. Leute nehmen sich manchmal viel zu viel Zeit für viel zu unnötige Sachen und so. Also meine präferierte Ansehenssache ist halt eigentlich auch immer noch Videokram. Weil ich da halt einfach zu interessanten Sachen springen kann oder weil die auch einfach besser geschnitten sind, ne? Die das dann überflüssig machen, dass ich zu interessanten Sachen springe. Ich habe 8 Punkte. Ich habe 2 Level unterwegs gemacht. Ich habe die Hälfte der möglichen Level im Spiel schon erreicht. So 30 ist Maximallevel in der Legendary, wenn man das so einstellt. Ich würde gern gute Punkte sammeln und dann direkt da was skillen. It feels like we're getting near the end, doesn't it, Shepard? With Saren, I mean. Nein? Was? Ja, wir haben noch keine der Hauptmissionen außerhalb der Citadel gemacht. Noch nichts. Heute gar keine Hauptmission irgendwie. It won't be much longer. One way or another, it'll all be over soon. You'll find the conduit before he does. Aber Hotel. You have to. And after this is all over, when my pilgrimage ends and I go back to my own people, I'll be proud to say I was a part of it. We couldn't have done this without you, Tali. You've been good to me. A lot of people treat Quarians like second-class citizens. They just want us to go back to our fleet and disappear. But you've treated me just like everyone else on your crew. Like an equal. That means a lot, and it says something about you. Whatever happens, I just want to say thank you for that. Ja, gerne. Warum soll ich dich anders behandeln? I'm gonna miss you when you go back to your own people, Tali. That won't happen for a while yet. I'll be right here anytime you need me. Das hatten wir alles schon gefragt. Okay. I should go. Sie hatte auf jeden Fall Gesprächskram. Tali, super. Ich finde es auch gut, dass sie die andere Outfits, also dass sie die Charaktermodelle überarbeitet haben nochmal so ein bisschen, ne? In der Legendary Edition. Ist irgendwie was Neues? Nee, ne? Something I can do for you, Commander. Du bist so ein Typen, den man einmal am Anfang ausfragen kann und dann hätte nie wieder was Neues zu sagen. Und dann kann er irgendwann gegen Ende einmal sterben und dann hat man einen wichtigen Charakter verloren oder so. Keine Ahnung. Julia hatte MySpace. Ja, das glaube ich. Ich hatte MSN auf jeden Fall und mochte das sehr gern. Ah ja. Viel gevideocallt mit Leuten, mit coolen Leuten, die ich mochte. Commander, what can I do for you? Something bothering you? It's Saren. I'm starting to wonder whether we'll ever find him. He's always one step ahead of us, and he's got those damn Geth. We're getting close, Garrus. SchülerVZ. I wish I had your confidence. I just can't stand the thought of him getting away with everything he's done. I know you're doing everything you can, and if anyone can catch him, it's you, but if there's anything else I can do to help, anything, just tell me what you want me to do, and I'll do it. I understand your concern, but we will find him. Just make sure you're ready to go when we do. Yes, ma'am. You can count on me. Thanks for hearing me out. I appreciate it. Can I ask you something, Commander? Natürlich, Garrus. Was hast du? Are you worried that the Council might be protecting Saren? I mean, they were really dragging their heels before. What if we find him, bring him back to the Citadel, and they refuse to act?
Es ist möglich, ja. You seem to have some thoughts on this. Speak your mind, Garrus. Well, maybe we shouldn't give them the chance, Commander. In my opinion, Saren's too dangerous to be kept alive. Too much could happen. He could escape, or the Council might let him go. If we find him, when we find him, I say we make sure we stop him permanently. Also eigentlich, in fast jedem Gespräch, das wir mit Garrus jetzt gehabt haben, seitdem er auf dem Schiff ist, sagt er immer so, ja, wir müssen quasi, also er ist ja eigentlich Polizist gewesen quasi, ne, auf der Citadel. Und eigentlich will er immer sagen, so, ja, wir sollten die Verbrecher zur Strecke bringen. Für das Recht, so. Also wir haben jetzt, ne, weil wir jetzt Special sind, so, haben wir ja theoretisch auch die Rechte, so, dass wir im eigenen Ermessen handeln dürfen, so. Quasi, ne. Wir über dem Gesetz stehen so ein bisschen. Nicht ganz, aber naja. Und er will das immer so auskitzeln. Und jedes Mal muss ich ihm sagen, also, hör mal, geh zu Garrus, weil ich ja guter bin, sage ich jetzt immer nein. Wir sollten Vorsicht walten lassen. Wir sollten den normalen rechtlichen Weg gehen und bla bla bla. Aber es ist mir noch nie so krass aufgefallen, dass er, naja, quasi immer so ins Richtung Böse abdriftet, so ein bisschen. Mit seinem, ja, mit seiner Rechtschaffenheit. Sag ich jetzt einfach mal, mit seinem Gerechtigkeitssinn, den er da hat. If Saren won't listen to reason, if he forces my hand, I'll kill him in a heartbeat. But only if it's absolutely necessary. But what's the point in keeping him alive? It just gives him an opportunity to escape or convince the Council to listen to him. And what about the Geth? They might try to free him. We know more about Saren's plans than anyone. But what do we really know? If we just kill him, we lose the chance to find out. Yeah, I see your point. Do you really think there's more to know, other than the fact that he's a raving lunatic? Maybe, maybe not. But it's not a chance I'm willing to take. Yes, ma'am. Ja. Ich hätte, wenn er im ersten Teil schon romanceable gewesen wäre, dann hätten den so viele genommen. Ach ja. Hey. Shepard. Na, coole Sau. Kennen wir. So you'd rather be a merc than help your people? I'm a fighter. It's what I do. Erzähl. Lass dir nicht aus der Nase ziehen. Aren't you at all worried about what will happen to the Krogan? What the hell do you want me to do about it, Shepard? I'm tired of sticking my ass on the line and getting nothing for it. So you're just giving up on your people? I gave up on fighting for a lost cause. I'm no hero, Shepard. Bottom line, killing for credits simplifies things. You ever think about helping your people? I try not to. But there's a lot of Krogan mercs out there. I'm always running into them. Half the time I'm being paid to kill them. But that's just part of the job. You don't get to pick who your enemies are. Oh, here. How long have you been a merc? Long enough. I took my first contract right after I left my home system. It's good work if it doesn't kill you. Wie lange ist das denn jetzt? Bestimmt über 800 Jahre dann, oder? Das ist schon krass. Alter Sau. Sure. You get to see the galaxy on someone else's credits. And most days end with a good fight. I've tried more organized fighting. Private armies and such. But it gets too messy. I fight best on my own. Or in very small groups. I don't like people relying on me. And I bloody well don't like relying on them. Na, das klingt auf jeden Fall wie jemand, der halt so viel gesehen hat und davon auch irgendwie ja nicht verbrannt ist, ne, sondern irgendwie so einfach müde ist, auch vielleicht irgendwie Sachen zu erzählen. Ich muss ihm auch wirklich alles aus der Nase ziehen, ne, und dauernd Sachen fragen in seiner Unterhaltung. Und irgendwie haben sie das gut rübergebracht, finde ich. Stumpf, stur und einfach witzig. Ja, also ich glaube, ne, was ich gerade erklärt habe, so irgendwie, da steckt halt ein bisschen mehr dahinter. Der hat einfach schon so viel gesehen. Auch so. Und wie sich selber ist er. Also geht's ihm so und so am besten, so ungefähr. Naja, ein bisschen können wir ihn erweichen, ne? So long, Rex. Nur Krieg und Gewalt. Ja. Boah.
Ich kann ihn noch ausrüsten. Hallo, Ash. Commander? Ach so. Do you have a few minutes to talk? One-on-one? I should get back to my duty, Skipper. Nee, gerade nicht. Rifles don't maintain. Yay. Talking more later, though. What's your opinion of the last mission? Ist das mit Lehrer, ne? Nein, ist okay. About her and her mom. Ja, ja, ist okay. Hey, want me to ask her about her sex life? Das hatten wir schon zweimal gehört, ist okay. Ma'am. Das geht nur um die Hauptmission, wenn wir sie nach ihrer Meinung darüber fragen. So, dann haben wir die hier unten durch. Können wir hier irgendwas Neues kaufen? Looking for supplies? Let's see what you got. You bet, Commander. Können wir uns immer noch nicht leisten. Wir sind aber richtig reich geworden. Was ist denn hier los? Was ist denn da passiert? Okay, okay. Wir können uns das Präzisionsgewehr fast leisten. Das benutzen wir gerade. Das mit den 110. Das da wäre das nächste. Ich müsste halt wissen. Also, es gab doch ein Präzisionsgewehr, das hatte so Dreifachschuss. Das möchte ich nicht so gerne wieder haben. Aber ja. Die würde ich wahrscheinlich schon kaufen, die Waffe. Wenn ich es mir leisten könnte. Ist noch was anderes? Ja. Waffen, hier sind fast nur Waffen. Wir können ein bisschen was verkaufen. Alles, was so 3 und drunter ist, auf jeden Fall. Ist jetzt nach Stufe sortiert. Lass mal. Typ. Pistolen. Die können weg, die können weg. Kommt trotzdem nicht auf das Geld, ne? Wir müssen, also, was die Sachen an Wert sind, doch wohl. Storm, Hurricane. Bisschen was loswerden. Ich glaube nicht, dass es reichen wird, Schrotflinte. Brauche ich die denn überhaupt noch? Ich meine, ich benutze die Schrotflinten eh nicht. Es muss einfach nur die Zahl da vorne stimmen, dann passt das schon. Die werden eh damit dann klarkommen. War richtig, ist okay. Präzisionsgewehre. Das behalten wir noch. Die Rüstung behalten wir erstmal generell. Muss ich dann später nochmal irgendwann aussortieren. Oh, hier, das, was wir doppelt haben, kommt weg. Da haben wir sogar eine höhere Onyx, ne? Warum sind die nicht auf Onyx sortiert hier? Alle anderen Sachen funktionieren. Das ist eine schwere. Es ist sogar so richtig sortiert. Okay. Das weg, das weg. Springen. Rüstungsupgrades, Giftsiegel, das kann weg, das kann weg. Das gilt recht nicht. Physical Limit, nee, kann weg. Das kann weg, das. Also Schmetterschaden brauchen wir sowieso nicht, das ist ja Nahkampf. Und wenn meine Leute in den Nahkampf gehen, dann können die halt genauso gut auch die Schrotflinte in die Hand nehmen. Das ist halt nicht so nützlich. Außer unseren Krogan für Rex. Aber der hat auch eine Schrotflinte, also, weiß nicht. Das mal eins. Das nicht. Das war jetzt auch ein bisschen niedrig mittlerweile. Panzerbrechend. Munition nutze ich auch kaum. Habe ich das nicht gerade ausgerüstet, Polonium? Ich glaube schon. Radioaktiv brauche ich auch nicht. Das ist halt, dass die Gegner mehr Abklingzeiten haben. Das ist halt auch so Quatsch, ey. Alles, was keinen Schaden macht, ist nutzlos. Ein bisschen, ne? Oder was mir irgendwie den Schaden verstärkt. Anti-Scanner ist okay. Das ist auch gut. Laufverlängerung ist das? Nee, Kühlkörper. Das müsste ich mal einbauen. Stabilisator. Stabilisier brauche ich nicht. Okay, und das Geld hat nicht gereicht, leider. Das heißt, ich verkaufe hier noch irgendwas sehr Teures, was ich nicht verkaufen möchte. Noch 20.000, die ich noch brauche. Aber bald. Das nächste Mal wiederkommen vielleicht. Wir wollen nach oben. Können wir uns unsere Sniper leisten, die wahrscheinlich bis zum Ende des Spiels dann bei uns sein würden. Wenn es da nicht irgendwie was Besseres zu looten gibt oder so. Aber vom Level her sind wir auch schon bei der Hälfte des Spiels, ne? Also wir sind schon 15 von 30. Oder 16 mittlerweile sogar vielleicht.
Das war die falsche Taste. 15. Mach mal das. So. Habt ihr... Quatscht ihr? Nein. Das ist keinen... Was Neues zu erzählen? Yes, Commander? Is there something you need? Ich glaube I nicht. should go. Goodbye, Commander. War so dunkel hier. Hey, Liara. I get the feeling you want to ask me something, Commander. I just wanted to talk. Of course, Shepard. What did you want to talk about? Keine andere Gesprächsoption? I should go. Schade. Goodbye, Shepard. Ist nix bei ihr gerade, oder? I get the feeling you want to ask me something, Commander. I should go. Goodbye, Shepard. Okay, dann erst später. Na, Dude. Was machst du hier überhaupt? Hast du keine Kabine? Anything you need, Commander? Aha. Just trying to get a sense of where the crew's at. Thoughts? I've wasted enough of your time for now, Commander. We'll have time for personal debriefings later. Okay. What's your opinion on the last mission? Hatten wir schon, ne? She seems hard to believe she's older than both of us put together. Ach, warte mal. Das hatten wir eigentlich auch schon. We'll talk another time, Lieutenant. Da habe ich mit allen geredet, ja? Die beide jetzt nichts haben. Müssen erst mehr Hauptmissionen machen, damit dann wieder Gesprächskahn kommt, glaube ich. Jetzt fahre ich gerade runter. Ich bin ja auch doof. Scheiße. Muss ich gleich wieder hochfahren. Ach Mann, ey. Ja. Der Fahrstuhlsong. Langsamer Fahrstuhl, schlimm. Ne, mehr habe ich hier nicht. Ich habe auch nicht mal eine eigene Kabine, theoretisch. Oder vielleicht ist das irgendwo auf einem Deck, wo ich nicht hin kann oder so. Kann ich hier mit dem Rad quatschen? Ne. Hätte ich nur nach wichtigen Missionen gefragt, ob ich das überhaupt möchte. Gehe ich jetzt noch da runter? Sag ich mal. Ist das hier? Ne. Medaillon gefunden. Beim Scannen von Bender haben sie ein uraltes salarianisches Schiff gefunden. Es wurde in ein kleines Aufklärungsteam eingesetzt, um nach wertvollen Dingen zu suchen. Der einzige wertvolle Gegenstand, den sie fanden, war ein Medaillon des Salarianerordens. Ich habe Beryllium entdeckt. Da müssen wir bestimmt hin, das sind 2. Noch was? Ja, es ist das einzige. Wo ist der Kleine? Scheint der Kleine. Hitzestufe 1, Warnung. Okay. Mir nehme ich mit. Wenn es gegen Gav geht, dann nehmen wir sie mit. Und irgendjemanden. So. Ich glaube, ich habe eh noch eine Rüstung für Rex gefunden, ne? Können wir gleich mal schauen. Und eine Shotgun hatte ich auch die ganze Zeit mit dem Kopf. Ich hätte das auch an den Spinden machen können, aber ich mag das irgendwie nicht an den Spinden. Rex.
Die da links an? Okay. Wir haben was viel Besseres für dich. Ich habe lange... Okay. Nimm mal hier irgendwie auch ein Sturmgewehr oder so. Das brauchst du nicht, das brauchst du nicht. So. Er hat eine Mercenary 1 an. Ja, das Upgrade mit rüberschieben. Das sieht sehr hässlich aus. Schadensschutz. Die ist eh besser. Was so. Macht denn die Phoenix so gut, dass die überhaupt auf 5 ist? Warte mal. Naja, steht nichts extra. Viel besser. Lieber schwarz als weiß auf jeden Fall. Die Phoenix, warum ist die so? Wegen dem, nee, hä? Ist einfach schlechter. Was hat er da drin? Schild, das passt. Okay. So, was mit dir eigentlich? Hast du Rüstung? Wir haben keine Rüstung für dich, ja? Aber du hast richtig viele Schilde. Du solltest dir auch sowas nehmen. Kannst du ein altes Universalwerkzeug haben? Du benutzt viel Pistole. Ja. Nimm mal nicht Gift. Doch, nimm mal Gift, warum nicht? Dann sehe ich mal drauf, du schießt. Daran, dass die grün sind. Was da? Okay. Tool nutzen wir nicht. Schaden. Ja, das ist okay. Auch nichts anderes für mich gefunden mittlerweile, ne? Das hatte ich vorher an, ja. Ja, ist okay. So, wo sind wir überhaupt? Anomalie. Quests. Fahr mal da an. Das ist so eine Art Mond oder so, ne? Das ist ein Gefahrenstufe 1, dass ich nicht aussteigen kann? Doch, ne? Kein Schaden, kein gar nichts. Okay. Ja, ich weiß es nicht. Gasriese, ha? Schick, schick. Wie komme ich da hoch? Ah. Asari-Kapsel. Patriarcheninschrift gefunden, wieder eine. Neben einigen Artefakten und eher wertlosen Dingen fanden sie aber auch eine Schrift der Matriarchin Delinaga. Ob dies hier ausgegraben oder vorher an anderer Stelle gefunden wurde, lässt sich nicht mehr feststellen. Ja, wieder 5000 Asche bekommen. Nice. Mir gilt. In der Richtung noch was? Nee, ne? Ist auch irgendwann die Wand. Ja, ist okay. Nichts. Hui! Oh, das hat sogar Schaden gemacht. Ein bisschen.
Medizininterface ist gut. Weil wir brauchen das, glaube ich, nicht mehr. Geh mal in die Richtung. Haben wir kein Erz gefunden, ne? Wenn es überhaupt welches gibt. Aber bis jetzt hatten wir auf jedem Planeten mindestens ein Erz. Manchen zwei, ne? Ah, da. Guck mal, siehst du? Da. Am Horizont auf der Minimap. Oh shit, zu steil. Ja, geht steil. Sehr gut. Mass Effect verleitet mich auch immer dazu, immer noch ein bisschen länger zu machen, weil ich will unbedingt noch das und das fertig machen. Also, das ist irgendwie schlimm. Aber es macht halt auch Spaß. Kommt nicht dran vorbei. Können wir einmal gut parken? Sehr gut. Danke. Magnesium. Gib her. Ich kann ja erstmal dahin fahren und dann hier oben nochmal gucken, wenn ich will. Das ist die Sonne? Das sehe ich jetzt auf der Karte nicht. Das ist der Planet, um den wir kreisen? Oh, Sonne, ja. Auch cool. Ich dachte, das wir um so einen Gasgiganten kreisen, aber der wäre dann näher dran, dachte ich so. Aber gut. Sonne einfach nur so riesig vielleicht. Da sind zumindest Feinde. Kann ich von hier aus sehen? Vision? Nee. Kann's nicht erkennen. Und das Schild geht ganz schön runter. Vielleicht sollte ich rumfahren, lieber? Also bewegen bleiben bei denen in der Nähe. Und auf Schilde warten. Das ist getroffen. Hab ich den überfahren? Das geht? Warte, was? Nee, okay, die sind dann nicht tot. Das sah sehr lustig aus. Ah, krieg ich nicht. Ich wollte mich auf den da erst konzentrieren. Jupp. Fahren. So, was ist jetzt mit dem Typen? Siehst du auf mich? Ja. Ja, ist okay.
Wird überfahren? Noch lebt er, ja. Können auch damit töten, sehr gut. Joanne. Wo ein Eingang gewesen. Wir schon rumlaufen. Hallo. Die Dinger auch nervig. Was ist los mit dir? Was? Nee, das hier wollte ich drücken. Was ist mit dem los, ey? Übel am Ansprinten. Ali hast du leider zerrissen. Ist der gerade explodiert? Nee, nicht ganz. Ich kann mich an diese Pirscher gar nicht mehr erinnern. Und gab es die damals auch, aber... Keine Erinnerung dran. Ja, Rex steht da einfach und nimmt den Schaden. Während der letzte Guest fällt, erklingt Musik von der anderen Seite des Raums. Auf dem Bildschirm sieht man einen Quarianer vor einer ergriffenen Menge, der ein Trauerlied über die verlorenen Welten und Unschuld vorträgt. Das aufgezeichnete Lied wird in die Guest-Welten jenseits des Perseusnebels übertragen. Der Transmitter deaktiviert sich. Okay. Mode Rage. Hallo Paul! Das ist reinschaust. Ja, heilt euch mal hier. Vielleicht soll ich die erste Fähigkeit skillen. Also hier. Gibt eh viel zu wenig meiner Fähigkeiten. Ist ganz gut, dass es später weniger gibt, Fähigkeiten. Also, so im Eifer des Gefechts nutze ich die eh kaum. Einfach ballern funktioniert meistens. Aber normalerweise sollst du ja auch einfach in dieses Menü gehen und dann Fähigkeit da hinsetzen. Also, ich möchte da jetzt anvisieren. Fähigkeit, let's go. Ne, das ist was anderes. Hier. Fähigkeit da, so. Zack. Und so. Naja. Nutze es einfach falsch. So. Wenn man so will. Noch mehr an KOTOR angelehnt. Ne, ich will ja... Warte mal, hä? Ich stand doch eben da, wo ich hin wollte. Paula heißt er, Bademeister im Schwimmbad an der Ecke. Ja, die Ärzte sind toll. Einfache Dechiffrierung. Tornado-Sprudel, was alles, okay. Ja, läuft. Vision EP. Sie haben einige verschützte Guest-Dateien entdeckt. Auf diesem Gebiet geschulte Experten können daraus viel über die Entwicklung der Guest seit ihrem Kampf gegen die Quarianer lernen. Ich habe was für dich. You lead, I'll follow. Okay, dann später. Ja, eine neue Rüstung steht ihm schon. Ich brauche für sie neue Rüstung, ja? Aber ich glaube, sie kriegt keine neue, weil Quarianer ja auch immer so maßgeschneiderte Sachen brauchen. Dafür hat sie ultra viele Schilde, ne? Also so zum Skillen halt. Die Shield-Skills. Ist hier Loot? Oder ist das nur ein Reinfall? Reinfall? Da hinten geht's nicht weiter. Nicht wahr? Glaub nicht.
Tür. Ich habe ganz vergessen, dass man Kisten ja kaputt machen kann, ne? Ja, mit Deckung auch kaputt machen können. Aber nur diese Kisten. Dann so Grafikfehler im Raum sind. So wie das hier. Die anderen Sachen gehen nicht kaputt. Hm. Diese Kiste anscheinend nicht. Das ist eine andere? Das ist eine, oder? Ah, dauert nur eine Weile. Mhm. Jo. Okay. Dann sollten wir hier alles haben. Nicht ganz auf dem Planeten. Einmal rumgucken wegen Ärztekrams. Let's get moving. Ja, doch. Die Richtung und danach gehen wir dahin. Kann eh gleich mal, warte mal, kann ich nicht hier nachgucken? Wertvolle Mineralien. Ich glaube, es gibt mehr Mineralien, als wir brauchen. Wobei, hier sind noch 15 Schwermetalle fehlen noch. Aber hier, guck mal, Gase haben wir schon mehr, als wir brauchen. Weiß ich nicht. Kriegen für jedes Ding auf jeden Fall gut Asche. Lohnt sich auf jeden Fall. Oh. Erstangriff? Das ist falsch. Tali und die Gelf. Mit Tali sprechen. Ah, okay. Ah, das ist das. Was? Wie geben sich denn das Sonnensystem des lokalen Clusters und kümmern sich um die außer Kontrolle geratene WI des Erdenmondes? Ah, okay. Ist das nicht hier, wo wir sind? Habe ich hier irgendwas vergessen zu machen? Nicht mit 1 Meter geht, was ging? Draußen noch irgendwas? Nee, ne? Oh, shit. Das verwirrt mich so hart. Mit der Markierung. Aber dann wäre hier jetzt auch eine Markierung auf der Map. Also hier sollte es nicht sein. Ich denke, das ist die Tali-Mission da. Dass wir gerade Informationen für Tali bekommen haben und dass der Marker erst verschwinden würde, wenn wir quasi mit ihr auf dem Schiff geredet haben. Hoffe ich, dass das so hinkommt. Da ist Erz. Ich bin richtig. Hallo Erz. Komm ich da? Ja. Uran, ja. Cool. Nein. I'm right here. Ja. Wo ist denn jetzt noch da vorne eigentlich? Ich habe jetzt 2 Erzvorkommen gefunden, ne? Ja, wir werden trotzdem nochmal gucken. Shit. Muss ich hier? Hui. Ja. Ja, ich hab's geschafft. Oha, oh, warte mal. Ich komme ja wirklich nicht mehr weg, ne? Das ist ja cool. Ich dachte, das hat so ein automatisches Ding, dass du nicht flippen kannst. Ah, doch, wenn ich Space drücke. Oder nach der Zeit war es jetzt. Da ist sogar noch Erz. Ah. Ich kann auch jederzeit zurück zur Normandy, ne? Über Kartenmenü hier. Wäre jetzt auch kein Problem gewesen sonst. Gut.
Thorium. 5000 Asche. Können vielleicht die Sniper leisten. Wenn wir das jetzt nicht schon können. Na? Ne, hier ist nichts mehr. Gibt übrigens einen Fotomodus, sehe ich gerade. Warte mal. Kamera frei. Orbit, was? Orbit? Nicht. Kann die. Okay, ich kann die bewegen. Ist denn frei? Ja, ist auch cool, dass das geht. Aber ich habe jetzt eigentlich für Kamerasachen gar nicht so viel übrig. Tiefenschärfe. Schärfe. Aber ist cool, dass es geht. Ja, mach halt ein Foto. Okay. Spaces Foto machen. Habe ich ganz schön viele gemacht, glaube ich. Weil ich dachte, ich fliege damit nach oben. Ich hoffe, dass das so ist, dass ich da nicht irgendwas vergessen habe. Lass mal direkt mit Tali reden. Bevor wir hier wegdüsen. Da lang. Aber danach theoretisch noch mal kurz auf den Planeten landen, um einfach zu gucken, ob da noch ein Ausrufezeichen ist. Der langsamste Fahrstuhl der Welt. Meine Damen und Herren. Kommen Sie, staunen Sie. Schauen Sie. Oh Mann, Ich glaube, das haben die damals halt gemacht, um irgendwie Ladezeiten zu überbrücken. Also ganz viel mit dem Fahrstuhl in diesem Spiel haben die da gemacht. Was sehr viel Innovation hat, aber nicht dieser. Nicht dieser. Der ist einfach nur langsam. Weil mittlerweile. Hey Dali. Guck mal, ich habe hier Infos. Du warst dabei. It's important. Is something wrong? You know the data you took from those Geth control nodes? The information you uploaded to Alliance Control? I want a copy of it. Ja, kein Problem. You want to bring this data back to the migrant fleet? Those files have information that could be vital to our efforts to understand the Geth. It could be the key to helping us reclaim our homeworld. Danach gehen sie? Nee, oder? If I give you this data, your pilgrimage is over. You'll go back to your own people. Not right away. I'll stay with you as long as it takes to stop Seren. But my people need this. Huh. You think you can use this information to destroy your enemy? Not right away. We will need to study it. It could take years, but it will give us new insight into how the Geth have changed and evolved over the past centuries. Go ahead, make a copy. My people, I owe you a great debt, one I can never repay. Ah, keine Sorge. The only thing I can offer in return is what you already have. My solemn promise to stay with you until Seren and his Geth armies are defeated. I never wanted anything more. Thank you, Shepard. Ah. Ist eine gute. Die ist ja auch, weiß nicht, also vor ein paar Monaten erst auf ihre Pilgerreise aufgebrochen. Also sie ist auch noch sehr jung irgendwie, ne? Dafür ist sie sehr okay. Sie ist jetzt nicht unreif oder sowas. Aber sehr viel lebhafter als einige andere hier auf dem Schiff, die dann so richtig grunty sind und alt.
Oh, jetzt gehen wir mal zurück auf den Planeten und dann hoffe ich, dass das weg ist. Ansonsten habe ich da irgendwas vergessen vielleicht? Ich weiß nicht. Muss ich auch mit irgendeinem Admiral nochmal reden oder so, ne? Quest fertig oder so. Message from Admiral Hackett, Commander. Okay. Patching it through. Wahrscheinlich. We just received your report. Looks like this Geth incursion was bigger than Noch we größer. thought. They were probably preparing for a major offensive in the system. We're increasing patrols in the Armstrong cluster to make sure they can't establish another foothold in the region. Nice job, Shepard. You saved a lot of human lives on this mission. Hack it out. Yay. Das klang sehr nach abgeschlossen. Trotzdem mal kurz runter. Also 2 Quests quasi fertig jetzt, ne? Da ist immer noch ein Ausrufezeichen. Warum? Nein. Aus Rohcluster, ganz woanders. Cerberus ist im Bintu. Sind wir auch nicht. Voyager Cluster. Das weiß ich nicht. Begeben sich in das Sonnensystem des lokalen Clusters. Wann habe ich das bekommen? Also, weiß ich nicht. Erdenmond. Lokaler Cluster. Ist damit wirklich das Sonnensystem gemeint? Weiß ich gerade nicht. Piraten. Strenos-System, okay. Gangsterbosse in Gemini Sigma Cluster und Hades Gamma Cluster. Ja, ist okay. Wo waren wir? Herstellsystem. Ich sammle Datendisks. Ich sammle turianische Insignien. Über die Hälfte etwa. Asari-Schriften haben wir über die Hälfte. Salarianer-Kram haben wir noch nicht so viel. Etwa Materialien suchen wir noch welche. Schwermetalle fehlen noch viel. Das ist was anderes. Kommune finden ist auch in einem Hawking Ether Cluster. Und Argus Rohcluster. Okay. Aber das andere ist erstmal erledigt. Das einzige ist halt das hier. NES. VI außer Kontrolle. Das weiß ich nicht, wo das ist. Ja. Und 2 Hauptmissionen haben wir. Seitdem wir von der Citadel los sind. So. Dann kann ich wieder zurück. Ach, ein tolles Spiel. So viel Nebenkram auch zu tun, ne? Ich habe noch nicht die Möglichkeit, wieder vorbildlich zu sein. Ich kann nicht schmeicheln weiter skillen. Ich weiß nicht, wie das hier ist. Ich habe Einschüchtern schon relativ hoch dafür, dass ich das nicht so hoch hier habe, oder? Ich glaube, das ist schon hängt damit zusammen, ne? Paragon und Dings mit Einschüchtern schmeicheln. Oder ist das hier häufiger, ich schmeichel, desto mehr kann ich da reinskillen? Weiß nicht genau, wie das war. Mit dem System. Ich glaube, das sollte ich machen. Präzisionsgewehr durch habe. Mehr Präzisionsgewehr hier durch. Auch mehr Tech-Schaden. Der erste Hilfe ist einen Punkt reinsetzen, ne? Ja, nee. Kann erste Hilfe, also Medikit auch so benutzen. Hält das halt nur ein bisschen. So, aber jetzt wird hier gespeichert. Und dann machen wir am wahrscheinlich Freitag weiter. Wenn nichts dazwischen kommt. Oder ich mal wieder einen Ruhetag brauche. Ach ja. Eins von beidem. So, gehe ich nochmal ins Hauptmenü zurück. Und wir machen Schluss für heute. Ich mit euch. Ja. Danke für meinen Stream. Ja, gerne. So, ich habe jetzt mal wieder die Ehre, euch irgendwo hinzuraiden. Und da sind auch Leute online. Ich weiß immer nicht, sind so viele Leute,
ist jetzt schwierig, wo ich euch hinschicke. So viele Sachen. Mhm. Nein, verlass mich nicht. Ich komme ja wieder. Morgen Abend um 19 Uhr. Da gibt es Seamless Koop mit mir. Svegulia, die ja auch im Chat gerade ist. Und Mogusta. Auch sehr cool. War ich letztens. Was macht die hier? Das ist auch cool. Weiß nicht. Okay, ich glaube, ich schicke euch zu Scarlet Annie. Die macht, wenn ich das richtig sehe, gerade so ein Adventure? Point-and-Click-Adventure? Adventure? Ich weiß es nicht. Sagt mir nichts, aber sieht interessant aus. Gehen wir dahin. Ich will auch mal ein bisschen Liebe verteilen. Ich habe auch andere Kandidaten online gesehen, zu denen ich in letzter Zeit auch häufiger mal geratet bin. Ist auch cool, aber ich, ja. Mal schauen. Wir gehen wieder dahin. Das ist Scarlet Annie heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Dort oder sonst wo. Danke für die Abos, die reingekommen sind. Danke für alle Liebe, die ihr mir entgegengebracht habt. Und alles andere. Für die rege Teilnahme. Für eure Tränen, dass Trump gewonnen hat. Keine Ahnung. Danke für alles. Ach, schlimm, Ja. Ach ja. Mass Effect macht mir sehr viel Spaß. Oh, schön. Ich vergesse richtig schön die Zeit dabei. Das ist toll. Naja. Dann bis zum nächsten Mal. Dudelu. Bye bye. Warum seht ihr nur schwarz? Ach, weil Mass Effect doof ist. Ach Mann, ey. Egal. Ciao, ciao.